Lieber Gott, zwei mit Tod, wann ich werden sollt abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als Holz. Lieber Gott, zwei mit Tod. Ja, jetzt da. Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die Sech. Bin schon wieder. Kein Server gefunden, dann wurde ein Server gefunden. Das hat trotzdem. Neujahr, und ich habe Arschloch gesagt. Fisto deppert. Gleich am Anfang. Aber es dürfte funktionieren. Naja, jetzt einmal. Irgendwas ist da, irgendwas spinnt, aber solange es noch nicht spinnt, also solange es nicht ganz vorbei ist, sagen wir grüß euch, servus, habe ich die Ehre. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich hoffe, ihr könnt es schon irgendwie mitbekommen, ich glaube aber schon. Ich hoffe auch. Glaub schon. Ich kann es noch nicht kontrollieren, ich sehe noch nichts dabei. Warte noch. Warte noch, ich hänge da noch, Warten wir noch ein bisschen. aber es schaut gut aus. Man hört euch, grüß euch alle, Silvia Pitsch. Geht auf Geht doch, Steine 07. Warte, ui, ich krieg schon wieder eine Meldung, eine Fördermeldung. Schauen wir, wie lang es hält. Wenn wir weg sind, probieren wir es dann noch einmal und ja. Ja. Ja, Brauch einen aus den Schluck Renner. Wasser. Das ist unfair, die 16 schwitzen sicher gerade und verfluchen YouTube. Na, was heißt? Bist Depp. Ich hab schon wieder geschimpft. Wie ein Weltmeister. Aber ich glaube. Dieses Jahr fängt gut an. Alles Bestes, Andreas Christina auch schon passt. Es hakt aber immer wieder, schreibt der Steini 07. Ja, Hack, das kann, also kann aber echt das kann dann, das liegt nicht bei uns, Einzelnen ja. auch liegen. Ja. Das liegt nicht bei uns, nur halt. Alter, bist du deppert. Sollen wir es probieren? Und es Spielen? lohnt man da eine kleine Unterbrechung haben. Sollen wir es probieren, spielen? Oder hört es dann gleich wieder auf? Spielen wir. Wir probieren es. Wir spielen geschwind einmal, was? Ja, ich will geschwind was. Geschwind. Das Jahr fängt schon gut an. Noch einmal auf. Ich will gerade nochmal. Ah, Das Jahr fängt schon gut an. Noch nicht einmal angebottelt und das Arschloch-Internet funktioniert nicht. Bist du deppert. So. Das heißt wohl nicht, sowas geht schon. Ja. Das ist so ein Schmarrn. Hast du auch Farbe im Gesicht jetzt? Das ist ein Wahnsinn. Gutes nächstes Jahr, wäre noch wichtig. Ja, Läuft flüssig, sagt Andreas Christina. Hoffen, dass es so bleibt, vielleicht waren es nur Startschwierigkeiten, aber wenn es so war, soll es nichts Schlimmeres sein, denn auf gut Deutsch, das neue Jahr fängt gleich mal mit einer mörderischen Panne an. Ja, Technisches Totalversagen in der Klause. aber kein Versorgen von unserer Na, Seite. von uns, ich wüsste nicht was. wüsste ich auch nicht was. Ich wüsste nicht was. Aber sowas kommt vor, dass der Server nicht gefunden wird. Ja, was weiß ich. Einmal. Was weiß ich. Was ist? Einfach loslegen, sagt der Uli Slonig, und das machen wir jetzt da. Aber pass auf, da machen wir gleich. Das anfangs Lied haben wir eh schon angefangen. Das haben wir schon 20 Mal gespielt und dann ist es immer abgestürzt. Ja. Das heißt, wir haben gleich einen Werner Schimmel. Mein Mundgelein hat sich das Lied gewünscht. Haben wir es gleich eine, weil wer weiß, was wieder. Nein, verschreiß nicht. Der Werner Schimmel, Reisau. Rudolf Kronecker. Jawohl. In Meidlingen an St. Klein-Häsern ist Wirtshaus und goldener Kranz. Ein heimliches Altwerner Bäsern, dort gibt es kein Fahrzeug, kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütlichen Werner vom heutigen Tanz nichts verstehen. Doch dort kann ein Tanzen wir jetzt lernen. Werner ist schon doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt in neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man neue Schimmel. Das ist kein Pflanz, also den Tanz.
richtig ist, tut der Wirt. Da geht er wieder und kein Frack. Und mit Vierter, gut gibt es kein Wacken, was weiß ich. Die Kirche, die Blade, die Anna, tanzt wienerisch fest, voll Harmonie. In Wirstal unter mit Kraner und singt noch das Gestanzel dazu. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt der moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Das ist kein Pflanz, aus altem Tanz. Jawohl. Jawohl, So schaut's aus. kein Ausfall dabei, kein Ja, Ausfall. Gott sei Dank, jetzt rennt's, jetzt passt. Ich bin mit der Strophe, mit der zweiten komplett auseinandergekommen. Warum? Weil die ganze Zeit immer, wenn sich was bewegt und ich glaube, das steht schon wieder. Der Scheißdreck! So, Entschuldigung, ich habe kurz mit dem Computer geht. Ja, kurz mit dem Computer geht. Der braucht das machen. Ich meine, der Das ist- Computer. Braucht nichts. Alles hat Jetzt ist wieder der Kasser, die Grisig freut sich. Jawohl. Susanne Bumm ist auch wieder dabei. Anscheinend war die Pause zu lang, ne? Ist das gut. Ist das das gut. leider. Anstatt dass uns aufbaut, da in dieser ärgsten Not bei der 101. Pawlatschen Ja, genau. im Jänner Wird blöd geschrieben. Nicht? Die 6 2022. Gefällt mir aber auch. Gefällt mir schon wieder. Der Marco Schlögl. Internet geht, Steuermaschine hängt. Na Alter, das muss man sich gefallen lassen. Aber ihr habt schon recht. Ihr habt schon recht. Das gehört eh so. So, pass auf, wir müssen zum Trinken. Bevor wir zum Anboteln kommen, hätte Ja. ich gesagt, greif einmal hinter die. Und da brauchen wir Glaseln. Ja, Weil gleich hinter mir. der zählt, weil endlich. Ne? Endlich, ich meine, es ist jetzt keine Schleichwerbung gar nicht. Ich habe schon seit Monaten in Klause versprochen, dass ich das mitnehme. Diese Flasche stand in meinem Schreibtisch. Und immer habe ich drauf vergessen, jetzt habe ich es endlich mit. Wenn dir also Gutes widerfährt, das Das ist ist schon schon ein. ein Asbach, uralt wird. Ist aber kein uralt mehr. Ja, nicht, das ist ja Original, hast du jetzt. Ja, macht nichts. Du, Auf den Schock brauchen wir jetzt ja, einen doppelten. bist du deppert. Das ist ein Wahnsinn. Life is life, bravo, Rock H. Lass es raus, Klaus, ist Snoop Dogg Doggy Style. Der Rudi Corbes, der Rudolfo Corbeso ist wieder dabei, freut mich sehr. Ganz große Freude. Peter Raffetzi, der Silvia Beach, jawohl. Bier trinken, darfst. Wer war der Erste heute? Raphael Illmeier habe ich schon gesehen vorher gehabt. Ja, Raphael ist das Illmeier, grüß dich Gott, gefolgt. Von Rodolfo. Rodolfo. Genau. Ich habe die ganze Zeit auf euch angestoßen, aber das lohnt nicht, jawohl. Ich habe es mitgelesen, ja, natürlich. Helsinki steht Marco Cinelli, meine Eltern Roman Steurer sind dabei, Marion Grüße. Kriegelstein, grüß dich Gott. Grüße, jawohl. So, ich brauche einen Schluck. Aber. Pass auf, das ist auf jeden Fall. Das Zum ist auf Wohle. jeden Fall sehr zum Wohl. Du danke schön, dass du ihn mitgebracht hast, gell? Bitte, Also, ja. Also, Ich kann ihn reinbringen, weil es ist gar nicht wahr. Das war letztes Jahr. Nein, nicht einmal reiben kann ich mehr. Mir Ja. kannst vergessen. Mir kannst vergessen. man muss es ihm heute verzeihen. Und wer ist schuld? Wer ist schuld? Das ist ein Arschloch Internet! Aber, dass es wieder funktioniert, da muss ich echt sagen, also das geht auch nicht. Ah ja, das geht natürlich Oh, ja, geht, auch. oh, geht schon. Nein, wieso geht das nicht? 3 hast du gesagt, ne? Ja, ich drück's aber es geht nicht. Wieso geht das nicht? Oi. Ich stehe wieder auf. Dann kommen wir nicht einmal zum Trinken. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Jawohl, Aber jawohl. Bescheid, wieso geht das da auch irgendwie nicht? Spielt nämlich das Fiakerlied. Susanne Pump, das machen wir da heute. machen wir heute, ja. Das machen wir da heute, das Fiakerlied, aber jetzt einmal haben wir uns am Brandineser rein. Schmeckt fast wie dein Metaxa. Ja, also über mal besser in Erinnerung. Ganz ehrlich. Ich meine, in dieser Situation ist es gleich. Der hat's Hauptsache ja. es Der fort. wärmt. Fritzl-Status 2022 ist gerettet, die Pawlatschen rennt. Ja, aber was das für ein Rennen war. Nicht kaputt machen, Lateinstromer. Ja, nein, ist ein Wahnsinn. Also das ist ein Start. Ein Schockmoment.
Ganz klassische Augen, oder? Mein Ja, Klaus- Warner hätte ich, bevor ich angefangen hätte zum Warner, hätte ich mal irrsinnig viel erschlagen, also an Ja. Gerätschaften. Das haben wir erst eingekauft, aber es ist wurscht. Ja, klar, ne? Das wäre natürlich. Und dann hätte ich ja wirklich gewarnt, nicht? Weil man dachte, ich Trottel, wieso ich das nicht mitmache. Nicht mal- Mach nicht so lange Denkpausen, alle glauben dann, es hängt wieder. Christoph Radau ist ja nicht ein Wahnsinn. Taste 3, Peter Raffel, geht schon. Taste 3, Achtung. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Ganz großartig. So, pass auf. Spielen wir gleich, dann kommen wir zu Flo. Markus Volker ist noch nicht da, gell? Nein, Markus Volker, bist du schon da? Weil das ist ganz wichtig. Das war gut, wenn er nicht da war. Ja? Ich habe einen Blink gehört, war das? Ja, das Ist ja alles das, gut. Na gut, ich bin ja etwas heute angespannt. Es ist, ja. Normal ist Nein, immer geh! etwas los. lockerer. Da stehen wir drüber. Patrick, wo spielen wir? Wo spielen wir gleich mal zum... Pass mal auf. Zum Beruhigen, was? Er schmeckt fast wie der Mittagsser. Wie schmeckt der Also Reis? besser ist der Ja, Mittagsser. ja, aber- viel besser, aber trotzdem ist es nicht ganz gut. Nein. Es liebt, dass du dann braucht hast, aber eigentlich Ja, war ein Fehler. wird für Scheinwasser sein. Grüß euch, ich sitze beim Sekt und ja, ich habe eine Riesenfreude. Harry Schneller Fonte! Servus, Jawohl, grüß dich gut. Jawohl. Internet von der Deutschen Bahn, die kommt auch meist zu spät. Hubert Hinkhofer. Nein, das ist da halt, das ist nicht der Nachteil da im Hinterwand, im Hinterland da, in den Hügeln der buckligen Welt. Die nicht wissen, was das ist so also quasi das Dreiländereck, wo ich jetzt bin. Burgenland, Niederösterreich, Steiermark. Nicht? Also genau da so im Südosten Österreichs, ja. Südost? Da hat er recht gehabt. Das ist eigentlich ein neues Jahr, vollkommen neue Dimensionen tun sich auf. Das ist ein Wahnsinn. Ja, und da sind die ganzen Hügeln und so weiter und da geht natürlich nur mobiles Internet. Also da auf, Gibt's auf keine 700 Leitung. Meter irgendwo, da gibt es, also ich bin froh, dass ich Strom habe. Ne? Ich habe weder Kanal noch wie heißt das, Wasser und alles, das kommt ja alles da von da. Also das, nicht? Der eigene Quellen, oder? Eigene Quelle und die Sachen. Der eigene Senkrüm. Eigenes Hintergrund. Aber ja, und das mit Internet muss man sich natürlich auf diese Masten verlassen. Auf die Masten verlassen. Dann bist du verlassen. Du bist verlassen. Aber das das ist ja wurscht. Gott sei Dank, es rennt und bitte haltet euch an, dass es weiterläuft. Wenn nicht, ihr könnt euch sicher sein. Wir setzen immer alles in Bewegung, dass man dass es gleich wieder funzt. Patrick sitzt voller Ding am Handy und checkt. Schreibe euch, was los ist. Ja, Klausi rennt narrisch auf und an. ja. Und naja. So. Niederösterreich, Burgenland, Steiermark hat mit dem Internet versagt. Christoph Acker. Was soll ich da sagen? Alles funktioniert. Obwohl die Gemeinde Voll baut mit jetzt aus Glasfaser. Ne? Aber bei Da dir haben glaube ich nicht. da haben sie angezeichnet, welches Gemeindegebiet gemeint ist. Weil da bin ich weit weg. Da bin ich echt weit weg. Also das Glasfaser kommt lang nicht. Das wird es nicht spielen. So, Patrick, was spielen wir? Was reißen wir? Was reißen wir? Beim Wein? Da bin ich noch zu unruhig dafür. noch zu unruhig Ich brauche dafür? was anderes noch, ja? Das ist gut. Die Weihnachtsfeiertage sind gerade vorbei. Wenn die Leute im Grenzen gesoffen sind, dann tanzt gleich renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zu schwindeln und zu bringen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie mein Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Hutstraumwampen, Zeig ich gerne. her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Hutstraumwampen, ja die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls Royce mit Chauffeur, zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Oper aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt gehe, da trifft mir gleich der Schlag. Da legen sie doch ein Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Aber ich druck da fest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was soll ich denn? Pass auf. Ich
Brutz drum Wampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Die Oberwurz drum Wampen, ja, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Rost im Wald, ein Weberl, das er gefällt, aber jeder Mal und noch viel mehr, gib ihm ein Wampen her. Jawohl, so schaut's aus. So schaut's aus. So schaut's aus. Jawohl. Achteln kommen rein, es dürfte offenbar alles funktionieren und Silvia hat ja Bier eine recht so. Recht so. So Leute, wir kommen zum Anbotteln, obwohl der Markus Volker nicht da ist heute. Wo ist der heute? Ja, wo ist denn der? Ja, wo ist er? Auf jeden Fall. Es ist ja so. Das hat nämlich das hat er uns schon vor längerer Zeit geschickt. Und das ist ein bisschen in den Wirren untergegangen. Und das war also dann in der Firma von meinem Munkelein ist die gestanden. Dann haben wir dieses Präsent sozusagen, dann sind wir also dann über Umwege, ist ja wurscht, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat Es hat ein bisschen gedauert. Aber dann haben wir es quasi gekriegt. Ein besonderes Geschenk von Markus Volker, die hat er uns geschickt und zwar, das ist jetzt da in so einer Kühltasche. Warum ist es in einer Kühltasche? Weil wir Jänner haben. Weil wir Jänner haben und weil der Plan war, dass wir das Ganze da draußen schön kühlen können, aber nachdem es ja so warm ist, habe ich eine Kühltasche nehmen müssen. Und weil ich aber nicht so viel Kühlakkus und so habe, gibt es jetzt die nächste Woche bei uns Rindschnitzeln vom Mavihof. Da gibt da auf, da mehr oder Früher weniger. ein Brocken Rindfleisch vom Marihof, ja. Ja. Kann als Kühlakku dienen. Ja, das haben wir gleich gekühlt mit den anderen Dingen. Und drin, und da haben wir, schau sich das, eine Doppelmagnum. Ist der Deppert. Ich nehm das gleich an. Eine Doppelmagnum. Schaut euch das an. Magnum. Ein Wahnsinn. Aus Deutschland, Ja. von der Mosel. Das schaut so bedrohlich aus, wenn es auf mich teilt damit. Keine Angst, das ist noch verkalkt alles da. St. Laurentius Chardonnay Brut. Aus Leiven an der Mosel. Ich bin sehr gespannt auf das. Ja, Dieses wunderbare Getränk. das ist natürlich ein Wahnsinn. 2 Liter, 3 Liter, Doppelmagnum. Ein 3 Liter? 3,0 Liter, ich hab's gerade gesehen. 3 Liter sind das? sind 3 Okay, Liter. das will ich das sehen. 3 Liter, eine Doppelmagnum. Wirklich Magnum wahr? ist ein einer holen. Ah Ne? ja, stimmt. 0,75 ist ein normale, ein Magnum ist ein Doppelte und ein Doppelmagnum ist ein Doppelmagnum. Ja. 3 Liter, mein Munkelein und die Patrick Salisi sind auch da, die sitzen oben. Die sitzen oben, ja. Und wir werden ausnahmsweise das mal teilen, weil ich glaube nicht, dass wir 3 Liter, normalerweise, das ist jetzt nicht das Thema, nicht? Aber ja, wir werden es kosten lassen zumindest. Ja, sie dürfen kosten. Müssen kommen. So, auf jeden Fall gilt unser Dank natürlich dem Markus Volker, der leider heute nicht da ist, scheinbar. Das finde ich schon. Aber Das finde ich schade, weil das leider wirklich über Umwege, hoffentlich ist er nicht besser, die ist deswegen nicht da. Weil ich mich noch nicht gemeldet habe, aber wie man doch die melden erst dann wenn man die. da mit Ding, aber ja, also auf jeden Fall, Patrick, bitte Walte antworten. meines Amtes. Jawohl, her damit. Ich komme mir vor wie bei der Formel 1, weißt du? Ja, aber hör auf, du nicht, schieß nicht herum. Na, hoffentlich reißt er nicht auf irgendwie da. Nein, glaube ich nicht. Glaubst nicht? Ja, was du glaubst. Das ist nicht die erste Sektflasche, die ich aufmache. Und das stelle ich dann wieder da rein. Das stelle ich Ja, dann das wieder. ist die Nummer 10 offenbar. Ja, Wahnsinn. Sogar Ja, das ist sicher was Nummer, Edles. Nummer 10. Ja, die extra noch Wahnsinn. Handys Wirklich aufmachen. wahr, ja, halt sich in die Kamera muss das Nummer, halten. Nummer 10 offenbar. Ja, man sieht es eh nicht, aber ist ja wurscht. Jetzt sehe ich jetzt aber meinen. Die Hand war fest drauf. Der Wahnsinn, Doppelmagnum, 3 Liter Flaschen Sekt. Na, das ist schon würdig. Markus Volker, ist ein Wahnsinn. Auf ein gutes neues beim Latschiste, ja, super Chat, Andreas Christina. Du bist ein Wahnsinn, danke dir schön. Wir werden gleich auf die anstoßen, sobald der Patrick angebottelt hat. Danke dir vielmals. Bravo, ne, gut. Tut's? Jawohl, nein, einmalig. Ja, nicht die erste, die ich Einmalig. Auch Da. nicht die erste Doppelmagnum. Was du aufgemacht hast oder gesoffen hast? Was ich aufgemacht habe. Also, gesoffen hast du mehr, ne? Wahrscheinlich. Schau es an. Schau dir das an, wie das reinfliegt. Ah, Leimand.
Gar nicht, 3 so leicht, Liter, ja. gar nicht so leicht zum Einschenken. Stell dich einmal da her. Das ist sportlich. Sieht man die noch? Ja. Aber das schaut total surreal aus, oder? Ja, So wie früher, da sind die Botellen gestanden. Ja, das ist eigentlich, das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, das ist eingeschnitten. Nein, die ist zu groß. War der riecht bis dahin ein Na Chardonnay. da. Aber du, im Der Glas duftet ist, bis dahin. man hat viel geschäumt, aber viel ist nicht im Glas. Das ist nicht einmal 8, was du reingeschenkt hast. Wir können ja Ja. nachschenken. Sehr zum Wohl. Sehr zum Jetzt Wohle. einmal auf den Markus Volker und Markus. dann mit zweiten Schluck, ich meine Andreas würdigen. Markus Volker, danke dir herzlichst. Bist deppert. Das ist schon was anderes. Bist du deppert. Ja, Bist gut. du deppert, der ist zum Ich Niederknien. glaube, unsere, die trinken eh nicht so gern. Nein, die wollen eh nicht so einen Sprudel normal. Boah. Ja, aber das ist Andreas Christina. Ah ja, Dank der Schiene, wir stoßen jetzt natürlich auf dich. noch einmal in der Zeit. Danke herzlich. Sehr zum Wohle. Und auch natürlich auf alle anderen auch. Kriegst du sogar meinen Finger nachträglich noch. Du kannst schon nachschenken. Weil Wahnsinn. Ui, das ist. Hoffentlich entgleitet mir die heute nicht. Das war was. Es gibt einen Schäberer. Ja, das war was. Dann hast du einen Köller auch. Der Werner Wichtig hat sich einen Chardonnay, aber vom Ausblick Wien. Prost. Das ist leiwand. Werner, lass den gut schmecken. Du hast recht. Aber die nämlich wirklich ausrutscht, hast du einen Köller. Ja, dann halt's fest halt. Dann halt's fest. Schon wieder Superchat. Was? Sofort hier. Bist du gescheit? Patrick, heb den Finger. Ich heb schon den Finger. Heb den ja. Finger. Heb den Finger sofort. Wahnsinn. Fritzl, Wahnsinn. Fritzl Stadtkuss, danke. Bist du deppert. Fritzl, 50 € für die nächste Flaschen. Fritzl, das muss ich, danke schön. Sehr zum Wohl, Prost. Schau die Vorbau. Die Vorbau. Da trinkt man mit was Edlem. Da trinkt man mit was Edlem auf die. Die Kohlensäure auch ganz fein, die ist nicht so, die viel Kohlensäure, ja, aber ganz anders. fein Ich bin ja kein Sekttrinker in dem Sinn. Oder so Prosecco, so hin, ein Glas halt mittrinken oder sowas. Aber eigentlich nicht so wirklich. Aber das ist wirklich, das ist ein Getränk. Also, Boah, da sind 4 Botellen quasi drin. ja, also, warte, ich rufe mal unsere Damen ab. So, Munkelein? Nein, ich rede sie nicht. Na ja, gut. Patrick, Boah, das ist gut. da spielen wir jetzt was. Das ist ein Lied Da wert. spielen wir jetzt was. Das ist echt ein Wahnsinn. Markus Volker, Markus. falls du das nachschaust, oder? Wir müssen das sowieso. Wir müssen Wir müssen uns sowieso noch melden bei dir. Ja, der Snoop Dogg Tag ist ein Ex, aber damit. Ja, Fiakerlied für die Susanne Bull. Jawohl. Haben wir versprochen, machen Ja, wir. machen wir doch. Und mit dem Lied gehen wir auch natürlich gerne im neuen Jahr einer, weil das ist eines Ich der. glaube, mit dem Lied gehen wir in die erste Pause. Ja, ich bin so angestrengt. Und so, du hast so angesetzt. Und Ja, dann ja. hast du ein bisschen Und mit diesem Lied. Ja, was machst du jetzt wieder? aufgestimmt. Ja, Ja, und das hat es gebraucht, glaubst du? das ist ja Was weiß man. Aber ich sitze ja weiter unten. so. Oh ja, nein, ist ja wurscht. Lass mal's gut sein. Habe eine Frage. Ich hoffe, es geht unter die Achtel nicht unter. Ich habe einfach PayPal bezahlt. Ich hoffe, das passt auch. Silvia Beach. Das ist Danke, eigentlich ein Silvia. Wahnsinn. Danke dir. Aber da blende ich sofort ein für alle anderen. Aber ich wollte da nicht gleich mit Schmattes reinfahren. Nicht? Also ich wollte mich noch nobel zurückhalten. Und da sind dann schon die ersten. Der erste Geldsegen ist dann schon gekommen. Und dann natürlich, aber selbstverständlich. Wir danken euch herzlichst Danke. für eure Zuwendung an euren Schmattes. Auf jeden Fall. Und wer übrigens noch auf die alte PayPal-Adresse zahlt, hat auch kein Problem, das kommt das kommt dann weiter, aber wir haben immer eine neue, ja. nämlich Burm 16. Warum Burm 16? Weil 16er Burm ist nicht gegangen. Geht nicht. Technische Probleme. Ja, hör mal Oh, auf. hör mal auf damit. Hör mal auf mit dem Scheißdreck da, mit dem. Ja, ich vier zwei Haberotten, mein Zegel steht am Grund. Ach so wie die zwei Trotten, wenn's nicht bald gesehen haben. A Peitschen, na das gibt's nicht. Oh Jesus, nur nicht schlagen. Das Höchste war ein Schneuzer, sonst zerressen's mir den Wohn. Vom Land zum Schloss, das vor ist, 12 Minuten hin. Da springt man kann's nicht im Galopp,
da geht's nur über. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann er jeder werden, aber vorn das können sie nur in Wehen. Mein Stolz ist, ich bin heute nichts wie ein Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so luftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heut Pfiff, nichts wie ein Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeige waren alle fest beieinander. Und kommt's einmal zum Anfahren und wäre dann begraben, ja dann spannt's mir meine Roppen und führt's mich über den Graben. Dann lass es so laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt, nehmt's meinetwegen eine Kreuzunge mit. Das ist ein Muss, das Umziehen, ins allerletzte Haus. Und die Leute, die sollen's nur merken, ein Fiaker führen's hinaus. Und auf mein Grabstein da soll ich stehen, damit's die Leute deutlich sehen. Sei stolz war, er war heute nichts wie ein Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Sein Blut war so luftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war heut nichts wie ein Kind. Wunderbar. Ja. Das Ich Fiakerli. muss kurz einmal zum Ofen Ist schauen. klasse. Ja, schau zum Ofen. Ja, schau zum Ich Ofen. rieche nämlich so Rauchgas. Ja, das wird der Luft. Das kann was der von. Ich trinke dabei einen Schluck. Jawohl. Ich mach dabei einen Schluck. Schau rein, wie es ist. Jetzt erst noch die Münze aufmachen. Ah, Nein, die bei der wir ansehen, ne? Ja, ja. das tropft vom Fenster rein. Wahrscheinlich das, was die Damen umverharzen. Wahrscheinlich, ja. Ui. Ach, bin schon wieder da. Ja, genau. Der Snoop Dogg ist, der will uns zum Ex trinken verleiten. Nein, das geht nicht. Nein, Das geht nicht. schon gar nicht mit so was Gutem. Und schon gar nicht mit so viel Perlen drinnen. Aber es ist wirklich so, die Flaschen schaut aus, das ist ja Wahnsinn. Das ist total surreal. Wirklich wahr. Die Riesenflaschen, aber naja, gut. Auch diese wird uns eine Lehre sein. Das ist gut. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Damen drin. Der Jahrgang ist ja 2015. Ja. Das ist Wahnsinn. Was? Schon wieder weg? Nein, muss an uns liegt es nicht. Nein, es funktioniert da. Ich sehe auch. Hängt schon wieder Andreas Christina? Da schon her. Ja, da hängt nichts. Also von uns aus, da scheint alles normal zu sein. Jesus, nein. Ja, ich muss aber eins sagen, ich habe sowieso die letzten 3 Tage auch bei mir in Eiwestal daheim mit Internetverbindung Probleme. Weil vielleicht wird irgendwas umgestört generell, dass irgendwas gebastelt wird. Ja, weiß ich nicht. Und einmal. Weiß ich nicht, ja. Nächstes Ja. Jahr hat angefangen, da muss Ja, aber es ist da ein jetzt Update tatsächlich- von ihrer Software und Hardware gemeinsam vielleicht oder was weiß ich was. Weil in der Tat, also da habe ich nämlich, also da kann ich das wirklich ziemlich gut monitorisieren quasi. Bei mir hängt nichts, also das Internet, Harris eine Fonte. Passt, ja. Also das ist dann anderweitig. Vielleicht wirklich mit den Feiertagen oder irgendwas, dass so viel Leute. Bei der Silvia Beach hängt es auch immer wieder. Ja, Das hängt scheinbar. generell im Internet. Ich hab das Aber da daheim kommen jetzt auch- nichts, also das weiß ich, Beim das rein da. Konsumieren habe ich es nämlich auch daheim die letzten Tage. Jesus Maria des Internet, der Snoop Dogg ist der, ja. Ja. Jesus Maria Josef musst du sagen, da musst du den Josef mit reinnehmen. Jesus Maria Josef, dieses scheiß Internet. Marantana, wie die Oma gesagt hat. Jetzt sieht es wieder gut aus. Christoph Vorwart schaut wieder gut aus. Gleich mit der Party liegt ein Kuchen oder Stollen. Christoph oder da.
Naja, da liegen ein paar Sachen. Ein paar Sachen, ja. Ein Kletzenbrot, ein Grillstollen, Keks, dann noch vom Fritzelstatus Spekulatius, Spekulatius, sind noch da. also so Liebkochen verschieden. Elisen sind noch da, ja. Elisenschnitten sind auch noch da. Ich muss sofort, Warte, ich heb. ich meinen Finger erhebt sich schon. Liebgemeinter Schmatte ist 2 Euro vom Christoph Acker. Danke. Danke, schön, jawohl. Sehr zum Christoph, Wohle. sehr zum Wohl. Säure wird ja ganz schön. Der ist wahnsinnig gut. Aber gut. Wahnsinnig gut. Aber ich bin mit einem Auge bin ich immer da am Netz und ob da eine die Fördermeldung kommt. Das ist so unglaublich. Aber Leute, wir lassen uns da nicht beirren. Nein, du bist nicht Spiellaune, merke ich. Das gefällt mir. Ja. Schaut, dass der Markus Volk ist. Sollen da eine stellen in Ding oder glaubst du, es ist kalt genug? Oder soll ich zu meinen Rindschnitzeln stellen? Stellst du die Rinschmitzel Ja, rein? Ja. gib her. Kann man nicht so einfach. Das muss man festhalten, wenn das Papier oben nämlich oberflutscht. Das ist aber gleich. Vorsicht. Ja. Na, du wirklich gesagt. Da geht schon was aus. Wir sind da oben. Tja, kann man da oben. Jawohl. Bei den Rindschnitzeln steht es gut und kalt. Gekühlt. Ja. Gekühlt in der Kühltasche. Ah, jetzt geht's wieder beim Andreas Christian. Ja. Ich glaube, Andreas, das liegt auch generell am Internet, das wird jetzt bei dir gegen sein. Ja. Ich habe das schon zuerst gesagt, auch, es ist bei mir seit ein paar Tagen auch daheim als Konsument. Bricht öfters was an. Also ich weiß nicht, was da los ist. Na, ich habe überhaupt keine Probleme gehabt. Jetzt die ganzen Feiertage durch, jetzt heute die ersten. Also selbst bis vorher, also da hat alles hingehauen. Jetzt natürlich, aber Oliver Grün ist dabei, jawohl. Oliver Grün ist dabei, grüß dich gut. Herz. Was war mein Professor? Was war? Beim Wein darf's nicht fad sein, beim Lied muss sie stark sein, sonst hast du nur die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein, tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein. Noch das an, weil sonst fliegst du davon. Und beim Lied muss schön stark sein, sonst hast du die halbe Freund. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stund. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein.
Sommer, sonst fliegst du davon. Klasse Nummer, oder? Das ist wunderbar. Wunderbar. Wunderschön. Feriwunsch. Feriwunsch. Unglaubliches, jazziges Lied, muss man sagen. Was haben wir da alles? Was der Andreas Christian? Mein Internet fetzt Vollgas. Hab normal keine Probleme, ist ja immer noch kurz hängen geblieben und nicht da bei mir. Ja, Klaus hat die Texthänger. Der Christoph Acker ist mir auch keine Hilfe. Aber Michael Unger aus dem Burgenland, grüß dich gut. Manfred Graf hat die Achteln eine. Jawohl. Und was wurde das geschrieben? Der Christoph Vorwart hat das geschrieben, das haben sie oft da, das liegt auf deinem YouTube auch. Naja, das kann nicht sein. Ja. Aber ich kann ihm nur feststellen, ob es da von da gut aufgeht. Von da geht's gut auf jetzt. Da ist alles Das kann ich nur feststellen. Gott Alles sei andere, Dank. alles andere leider nicht. Naja, gut. Das muss man durch. So, neues Jahr, neues Glück. Jetzt spielt der Harz. Ja, ja. Der Asbach war es nicht. Nein. Aber Klaus war direkt noch vom Asbach. So. Wahnsinnig gut. Warum glaubst du, ist der so lange offen schon? Komm mal her. Nein, eigentlich nein, das wollen wir gar nicht einreißen lassen. Nein, das lassen wir gar Das nicht. wollen wir gar nicht Das einreißen lassen. lassen wir gar nicht einreißen. Genau, Susanne Bum sagt das richtig. Wir lassen uns doch die Laune nicht verderben durch das Internet. Vollkommen richtig. Susanne Bum hat da absolut recht. Machen wir auch wirklich nicht. Vor allem, wenn es dann schlussendlich funzt. Da sind wir froh. Das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, dass der Markus Volker nicht da ist. Sehr schön. Das finde ich Wird jetzt schon sehr leichter. Ja, ja, nein, es wird schon. Es wird schon. Unwesentlich dabei, aber Das wird schon. das wird auch drin von daneben geschaut. Na geh. Aber. Rene Lemp. Rene Lemp, auch dir. Jawohl. Jawohl. Du, Ich bin ganz verliebt heute. nein, ist wirklich. Also, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Da hat uns der Markus wirklich was. Also, da hat uns verwöhnt in einer besonderen Extravaganz. Das muss ich wirklich sagen. Hat der Duft und alles. So. Da duftet die ganze Bude bei dir hier. Ja, wirklich, ja. Ja. ist wirklich- Wenn wir das gerne kannst du- anrausen, das das ist ein kannst bisschen du ein anderes Ding. Du, Was willst du? die Chris sagt, ich habe die Mini-Flaschen FB, also auf Facebook bei der 101 verewigt. Jawohl. Jawohl. Aber Grüße. Ausgezeichnet. Ja, neues Jahr, neues Glück. Ja. Neujahrskonzert ist verglungen, ne? Ja, kann man sagen. Ja. Kurzer Rückblick aufs letzte Jahr. Das war nicht so schlecht, wie ich am Anfang des Jahres vermutet hätte, dass es wird. Muss ich sagen. Was waren so deine Highlights, deine schlimmsten Sachen? Dazu ein bisschen was. Schlimmste Sache ist relativ einfach erklärt, ist, wenn die eigene Frau an Krebs erkrankt, ist nicht lustig, muss ich ehrlich sagen, das war die schlimmste. Das war so eine Keule momentan, die du kriegst. Das ist Aber, ja, Aber es schaut gut aus, dass es sich schaut was super gut aus. entwickelt. Ja, schaut alles wunderbar aus. Und ja, also insofern auch nochmal Ding. Also, ja, Holzklopfen. Fast Das alles. Spargel krieg ich auch Schönstes schon mal. Erlebnis, die schönsten Erlebnisse, muss ich sagen, waren fast die Pavlatschen. Und beruflich jetzt gesagt einmal. Ja. Muss man das Na sagen? gut, viel anderes haben wir nicht gespielt. Ja, ja. Naja. Ja was? Schraubelklang Festival war auch sehr schön. Ja, klar. Immer. War sowas Nettes auch beruflich, Immer. ja. Privat, was war privat außerordentlich schön. Das ist fast ein bisschen zugedeckt worden von dem Negativ-Ding hier. Aber es waren viele schöne Momente. Es waren weitaus mehr schöne Momente als schier. Soffen hast du ja, Alter, das weiß ich. Gesoffen wir wie immer, ja, ja. Nein, nicht wie immer, wie alt habe ich gesagt. Nein, gut, aber 16er beim technisch kann man sagen, war das letzte Jahr den Umständen entsprechend. Nämlich den Umständen, ihr wisst ja die Umstände, Muss ich ehrlich sagen, war schön. für das war es eigentlich super. Die Pavlatsch hat sich wahnsinnig entwickelt. Unglaublich, ja. Nämlich für uns selber, das hat uns haben wir der Fake-Pavlatsch auch gesagt und in der 100. Ausgabe, wie sehr wir uns darüber Ich freuen, freue wenn mich wir da jeden spielen. Montag schon, ja. Und das taugt uns, wann nicht das Arschloch-Internet geht. Entschuldigung. Ist schon wieder was? Nein, ist eh. Erst, dann sag doch nicht sowas. Erst, ich glaube, es ist schon wieder was. Silvia Pitsch fragt, wie schwer ist die Flaschen? Ja, pass auf, rechnen Sie das aus. 3 Liter sind 3 drinnen. Kilo und ich schätze mal das Glas noch mit 3 Glas. Kilo, weil es sehr dick ist. Nein, so schwer, 3 Kilo. 6 nochmal. Kilo hat das gehabt. Glaubst du schon? Ja.
schon. Ja, weil bei 5 Kilo hätte Ja, da gebe ich der morgen ist leer gut mit für so ein Viertel. 6 Kilo. Das war ich nicht, der Schätze ich Vogel schon, weg. Das kriege ich gar nicht rein in den Container. Ein Glascontainer. Diese Sektflaschen, die hat auch Gewicht, also die von Ja, muss ja einen Druck aushalten. Muss ja Druck aushalten, Gewaltigen ja. Druck. Ja. Ja, also wie gesagt, also so ein kleiner Rückblick, wie gesagt, die 100. Pavlage war natürlich ein Die waren, Wahnsinn. und allein das machen für die 100. Für die 101. Für die Das Fake-Pavlage. war die Fake-Pavlage, das Muss ist ich eine ehrlich andere sagen, Geschichte. Das hat auch einen Riesenspaß gemacht. Aber das ist, weil es so frisch noch ist. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Alter, Bernaus Motto, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde in einem anderen Stream gewartet. Ach so, ist ein anderer Stream noch offen, oder was? Nein. Oh. Soll ich mal schauen? Ich schaue einmal, ne? Die ich jetzt selber noch. Ich stecke da mal raus, vielleicht finde ich Ja, noch. schau mal noch. Das kann sein. Vielleicht Bernaus finde ich Motto, noch schön, dass du da bist. Kann natürlich sein, es hat ja da mörderische Internetprobleme gegeben. Und, ja. Nein, macht aber den gleich auf. Schauen wir mal auf unsere Seite jetzt da auf. Schau mal auf unserer Seite, ob da noch ein Stream aktiv ist, aber dann könnt ihr jetzt, kann ich jetzt eh nichts tun. Auf jeden Fall, ja, Gott sei Dank hast du hergefunden. Live-Termine. Christoph Acker gibt schon Nein, er ist Live-Termine? nur da, vor 40 Minuten gestreamt. Ah, Der ist ja, natürlich da. Ich verstehe. An erster Stelle und an zweiter Stelle ist der jetzige Livestream. Das schaut so aus. Und wenn einer da drinnen war. Ah ja, 12 Aufrufe hat dann. Ja, gut, wir machen also in diesem Jahr werden wir Parallel-Livestreams machen. Sie können mir auskennen, weißt du? Weil bei der Pavlatschen sind schon so viel. Das ist, Ja, Christoph Acker, Live-Termine gibt es sogar nächste Woche am 13., sofern man noch den Heurigen besuchen darf, spielen wir beim Taschler. ja. Am 13. Ja. Das kommt die Tage, stelle ich das alles online. Wir haben die Termine für den Taschler, wir haben die Termine für den Röschenkeller. Rentnerkorn haben wir auch schon. Lenterkorn haben wir auch. Ja. Sonst haben wir keine. Klarerweise, weil natürlich ja noch keiner was ausmacht. Litscher steht auch. Ja, Litscher steht ja. Also wir haben schon noch ein paar andere auch, die schon Private, irgendwann ausgemacht worden sind. Bluschrammel steht auch schon beim Selic zum Beispiel. Bluschrammel Selic ist auch fix, ja genau. Selic am Sonntagnachmittag, die steht auch schon fix. Das steht aber schon auf der Homepage, Auf der Homepage, glaube ja, glaube ich. ich. auch. Ja, das steht schon auf der Mit Homepage. lustigen Hermann gemeinsam. Richtig, mit Account leider. richtig. Damit, ja, Bluschrammel, lustiger Hermann, die Geschichten. Also ein paar sind schon Termine, aber die schon ausgemacht sind, also dann Riesenkeller, Taschler und Lentnerkorl, die kommen die Tage, sobald ich da dazu komme. Heu auf die Homepage, wird natürlich kundgetan. Und dann schauen wir halt, was zustande kommen darf. Und Momentan soll. schaut es noch etwas dürftig aus. Ja. Also wenn es so bleibt, das können wir einpacken eigentlich. Nicht? Aber ganz kurz, es wird sich entwickeln. Ja. Das war Ja. noch nichts auszumachen, einfach weil keiner weiß, wie plant man das und so weiter. Es ist nicht leicht momentan. Ja. Na, wir können festhalten, letztes Jahr war wahrscheinlich das unternehmerisch gesehen das schlechteste Jahr natürlich der 16er Absolut, geworden. ja, absolut, ja. Aber ich finde eins am Das leibendsten. ist der leibendsten, ja. Ich finde auch, es war wirklich leibend, ja. Ist ja wirklich Klingt leibend. jetzt komisch für euch vielleicht, aber Nein, es war wir haben uns extrem weiterentwickelt in vielen Dingen. ja. Patrick hat so Viel Arbeit. aufrecht gehen gelernt oder so. Ne, weiß ich nicht. Er erlaubt diese Bedienung. Ah gut, heute hat es am Nee, die Bedienung, bitte. Die Bedienung auf Internet! Nein. Wir haben zwar keine Hocken gehabt, aber wir haben aufgerüstet technisch. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das da jetzt ausschaut mit dem Studio hier. Das ist ein Wahnsinn. Ja, na gut, das ist ja kein Studio, das ist ja die Stube in meiner Klause. Momentan ein Studio. Das Studio, ja. Nein, aber es ist halt so, natürlich, ich darf es nicht vergessen, nachdem, ich sage es jetzt einmal so plump, also bei mir ist die Hälfte meines Jahreseinkommens normalerweise besteht ja aus Tantiemen. Tantiemen für die Kompositionen und dergleichen. Und Tantiemen kriegst du dann, wenn was gespielt worden ist. Und das war natürlich bei mir nicht so, dass es Radio und Fernsehen ist, weil da war nicht so viel, sondern Live-Konzerte. Konzerte. Ne, diverse Musiker, die live spielen der Frühschoppen, Veranstaltungen. Dämmerschoppen, Abendspielerei Richtig. und so weiter, Hauskonzerte und so weiter. Und das hat sich mehr als halbiert heuer. Wird sie nächstes Jahr Und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich. 10% sein. Ja, es wird sich nicht nochmal halbieren, das glaube ich nicht. Für das haben wir dann heuer zu viel gespielt wieder. Aber es wird also wenig. Also das heißt, die Hälfte vom Jahreseinkommen war weg, also die Hälfte der Hälfte. Und von der Nächste wird die andere. Wie auch immer. Also ich würde das jetzt nicht zutrauen, sondern nur, dass ihr eine Vorstellung habt, wie ist denn das auf. Wie ist es für den Musiker dann wirklich? Tatsächlich spielen haben wir können erst ab Mai oder Juni. Erst ab letztes Jahr. Juni letztes Jahr. Ab Juni bis, Juni, bis, Juli? ja, bis Mai war Lockdown. Juni Oder bis ja. Juni bis Ende November, kannst du sagen. Ja.
bis Ende November. Wobei im November sind schon etliche Da war schon aus, gesagt, also- wenn dann wieder. Kannst eigentlich sagen von Juni bis Dann haben Oktober. manche schon gesagt, nein, wenn das nicht. Von Juni bis Oktober haben wir gespielt, allerdings sind sehr viele Sachen weggefallen. Diverse also viele Festivals, nicht diverse, aber viele Festivals, viele so was ich Kirtage, ne? Und natürlich keine einzige, das war erstmalig in unserem ganzen Bestehen, keine einzige Firmenfeier. Keine einzige Firmenfeier im letzten Jahr. Ja. Und damit ist natürlich zu rechnen, dass auch heuer nichts davon sein wird. Aber, ich meine, wir waren nicht die 16er Buben, wenn uns das nicht auf einer gewissen Art und Weise auch, wie soll ich sagen, wurscht war, ist jetzt übertrieben, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wie die Susanne gesagt hat, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir haben natürlich, dann machen wir halt anders weiter. Das ist ja wurscht, wir finden schon einen Weg. Wir finden schon einen Weg. Wir müssen halt sparsamer leben. Aber das geht gut, solange wir solche Geschenke kriegen mit diesen Weinflaschen, geht das überhaupt problemlos. Nein, wir haben einiges vor. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir nach wie vor natürlich im Online-Sektor das meiste machen werden, weil es wird schon wieder zum Spielen gehen, aber ich gehe davon aus, dass das meiste eher nicht mehr sein wird. Und vor allem, was halt ganz wesentlich in den Einnahmen eines Musikers ist, sind halt diverse Veranstaltungen. Und die Veranstalter, also die Bälle fallen wieder aus. Die Bälle waren nicht Philharmonikerball, Der Jägerball und Philharmoniker so steht weiter. auf der Homepage, der Philharmoniker steht ja noch drinnen. Steht immer drinnen? Naja, 20. erst, vielleicht haben wir einen Klick. Ja, aber ich glaube nicht. Aber man wird sehen. Ich glaube es auch nicht, aber ja. Aber alles Man wird andere. sehen, ja. Also die Ballsaison an sich ist gekappt. Jägerball ist auch gesagt auf jeden Fall. Offiziersball ist auch gesagt, das Ja. Hochgruppe ist auch gesagt. Ja. Ja. Und also es fehlt einfach da schon irrsinnig viel, was so Sachen sind, die man vielleicht gar nicht so mitkriegt, was sich da im Hintergrund alles abspielt. Und die fehlen, weil natürlich tatsächlich vom Taschler können wir nicht leben. Aber dank euch von der Großzügigkeit der Pavlacisti und der Online-Gemeinde, wie man so schön sagen könnte. Und daher haben wir auch gesagt, na, wir machen dieses Jahr natürlich noch mehr als sonst. Also die Pavlatschen bleibt wie sie ist. Wir sind wiederum angefragt worden, ob wir bei so einem Projekt mitmachen, wo man Online-Konzerte macht und wo man dafür zahlen muss. Und dann wird dankend abgelehnt. Das ist so eine großartige Gelegenheit, super Sache für Musiker. Wir haben gesagt, nein, wir sind kostenlos im Internet und das wird auch so bleiben. Das machen wir, es wird keine Bezahlinhalte geben. Also nichts, keine exklusiven Inhalte für Leute, die dafür zahlen. Das machen wir, gesagt, das zau was, wie die Pavlacisti, die hauen was rein und das passt schon, das haut schon hin. Und mir ist wichtiger, dass wir eine Freude haben, dass wir das Wienerlied verbreiten, dass wir eine Gaudi haben, dass wir natürlich auch Fans dazu gewinnen und mit euch Fans haben. Und dann, wenn wir halt wieder spielen dürfen, dass halt wieder kommt zu den Veranstaltungen. Das ist für uns die größte Freude, aber wir werden uns gleich gar nicht so auffangen, so irgendwelche Bezahlgeschichten. Nein, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Also alles frei, wir freuen uns über jeden Cent, den wir überwiesen bekommen, über PayPal oder über Online oder sonst was, aber wir verlangen es nicht. Das soll einmal ganz wichtig sein und das würde sicherlich zum Beispiel in Harry nicht erfahren, die ist nicht frei. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Jawohl. Yes. Jawohl. Genau So, schaut's Patrick, aus. jetzt müssen wir mal spielen. Jetzt müssen wir mal spielen, auch wieder. Ich habe gar nicht viel gelesen, gell? Ich wünsche euch, dass es ein besseres Jahr wird. Falscher Motto, danke schön. Danke. Ich rechne nicht damit, aber wie gesagt, ein gutes Jahr war es ja eh. Finanziell war es ein bisschen ein Rückschlag, also ein bisschen Ja, aber gewaltiger Rückschlag, aber nicht so weit, dass es tatsächlich existenziell uns beeinflusst. Also das nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott Das sei haben wir uns Dank. schon erhalten können, dass das geht, aber natürlich ja. Kein Reichtum ausgebrochen, ne, mit dem haben wir nicht gerechnet. So gesehen. Ist wurscht. Aber das passt schon. Das wird schon und das nächste Jahr, also dieses Jahr, wird so oder so leibend und davon erzählen wir euch gleich ein bisschen mehr. Der Christoph Hacker schreibt gerade, dass er mit den Livestream-Spenden von ihm können wir uns pro Woche eine Wurstzwiebel gemeinsam leisten. Da kommt es über die rum. Sicher. Der Christoph Acker. Ja, der ist ja dann nur so goschert. Und dann zahlt er ein. Dann zahlt er ein über PayPal. Und dann kommen auf einmal die Monetos. Monetos von Christoph Ackeros. Die Monetos. Nein. Das Leiber. Monetos. Das Das Monetos. Monetos. Das 3 Grad. Und das der Rest. Es geht schon. Leidl, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich sage, ich gehe mal davon aus, dass dieses Jahr nicht besonders
besser wird, was das betrifft. Klar, Was die Auftrittslage kann schon besser werden. Also ehrlich gesagt, glaube ich schon. ich glaube, dass es so weit ist. Also ich gehe davon aus, eher nicht. Anhaltspunkte seitens der Politik gibt es ja keine. Nein, wirklich. Nein, das ist Die sagen einmal so und gleich 3 Tage wieder anders. Das ist halt so, auf das muss man sich jetzt auch schon gewöhnen. Und wie es ist, wir sind relativ flexibel, muss ich sagen, wir zwar sowieso. Und natürlich auch beim Live-Spielen haben wir natürlich einen irrsinnigen Vorteil gegenüber vielen anderen Musikkollegen, weil wir halt zu zweit natürlich und mit den Instrumenten relativ bald wo auftreten können. Nicht? Wir, haben also, wir brauchen jetzt keine große Bühne, wir brauchen kein Schlagzeug oder keine PA-Anlage oder sonst was. Wir tun uns da relativ leicht. Wir können uns zur Not auch einfach beim Wirten zu einem Tisch setzen und spielen. Genau. Also wir sind da flexibel, Gott sei Dank. Wir können uns viel rausholen. Sobald die Gastronomie aufsperren darf, sind wir schon dabei auch. Und ob dann Leute kommen, werden wir erst sehen, wie die 2G und 2G Plus ist. Einschränkungen haben wir auf jeden Fall. Wurscht. Aber Weil der René Lemp fragt, Ja, weil ich mei. gerade gelesen habe, ob es vom Staat auch eine unterstützt. Ja, ja. gab's und gibt's, ja. Ja. Gott sei Dank. Na, ohne was nicht ohne der war es ganz was er drauf gewesen. Also ohne staatliche Unterstützung, das ist die Künstler Corona-Überbrückungsfinanzierung für Künstler heißt das, glaube ich. Genau. Und ohne diese waren wir pleite. Also ohne dem war gar nichts mehr gegangen, da hätten wir umschulen lassen müssen. Ja, Auf Weinbauer oder irgendwas. Auf Lesehelfer. auf Content Manager. Oder sowas. Nein, also Gott sei Dank, es gibt Unterstützung, aber wie gesagt, ohne diese wäre nichts möglich gewesen von dem Ganzen. Muss ich auch ehrlich sagen. So, Patrick, was spielen wir? Was will man wieder, wird der Christoph Acker schon sowas anklingen hat lassen für der Patrick hat gelernt, aufrecht zu gehen. Jawohl! Ich geh gemütlich an, da steckt mir wer am Tag. Er und was oben flucht, was am Zupfen auf der Gossen sucht. Da hat der Latt und Blech, was suchen sie auf der Erde? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das Gespiel. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde, jetzt kröll ich und dumm, alles wie ein Hund. Ich suche mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auf jedem Schritt mich wieder nieder. Wann ich's gefunden hab, soll ich einen Liter Wein. Doppelmark noch bitte. Fangt da dann Wieder an die umeinander Grölerei. das ist nicht schön, ihr Leute glaub ich will gehen, weil ich auf der Erde umrutsch, wie Bibi mit Krawatten lutsch. Da kommt ein neuer Mann und schreit so laut er kann, jetzt ziehen die Leute die Hund mit Menschen an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das Gespiel. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde, jetzt kröll ich dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auf jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich an Doppelmagnum. Jawohl! Fangt da dann wieder an die umeinander Grölerei. So schaut's aus. So schaut's aus. Silvia Beach zerkugelt sich gerade. Ausgezeichnet. Ja, Doppelmagnum ist eine super Geschichte. Nein, wie gesagt, also ich glaube Unsere auch, Gebinde in Zukunft. mit dem werden wir jetzt weitermachen. Ja. Also unter Doppelmagnum spielt sie nicht so. Spielt sie nicht so. Was hat die Krise gemeint als Knecht auf dem Avihof? Ich habe Zukunftschancen, ja, aber das ist halt so eine Sache. Die Silvia Beach denkt positiv. Das ist wichtig. Es wird besser werden, das glauben wir einfach. Na klar, schlechter kann es eigentlich nicht mehr.
Ja, ich meine, gut, jetzt bauen sie noch Atomkraftwerke in der EU vielleicht noch. Aber ja, ist eh schon wurscht, lass sich nicht schon vertrottelt. Also was soll's? Das kann schon. Das passiert ja nichts. Das kann schon. Einen Montag ohne euch mag ich mir aber nicht mehr vorstellen. Marion Gregelstein, ja. Das bleibt doch so. Das bleibt das. Also Natürlich. da haben wir gesagt, ganz klar, das machen wir. Ja. Also montags, Baulatsch ist ganz klar. Donnerstag respektive wahrscheinlich in Zukunft freitags wird auf YouTube kommt natürlich ein Wienerlied online, wie immer, also das machen wir jetzt ja auch immer. Das werden wir natürlich auch ausweiten und werden das auch auf Facebook veröffentlichen als Video, also dass dann die Facebook-Fans nicht mehr auf YouTube schauen müssen, sondern dass auf Facebook extra das kommt. Und SVS war schon recht hilfreich. Thomas Franzka, Absolut, jawohl, ja. Absolut, grüß dich ja. gut. Ja, absolut hilfreich, absolut, das hat das Ganze eigentlich wirklich gerettet. Und ja, und dann werden wir, das haben wir eigentlich heute erst Aber heute so angesprochen, besprochen, kurz, ja, aber ich glaube, das können wir veröffentlichen. Das können wir veröffentlichen. bin dafür. Da sind wir dafür. Dann ist es draußen. Dann ist es draußen. Was machen wir, Patrick? Es wird einen Podcast geben. Jawohl. Wir diskutieren schon seit 2 Jahren eigentlich. Ja, und das ja. ja auch machen. Wir starten einen Wir Podcast. starten einen Podcast. Ich sage einmal vorsichtig, es wird vielleicht erst Februar werden, aber Nach der Vorbereitungszeit haben. oder vielleicht sogar schon früher, aber ich sage einmal Februar auf jeden Fall. Wir werden einen Wienerlied-Podcast machen, also wo nicht gespielt wird, sondern wo wir wirklich über das Thema Wienerlied reden, wo wir informieren, wo das ganze Thema einfach drauf ist und natürlich diesen Podcast nicht nur als Podcast veröffentlichen, sondern auch als Video Als auf YouTube. Videopodcast sozusagen. Ne? Als Videopodcast. Als Videopodcast, Genau, als ja. Videopodcast. Und da schauen wir mal, da fangen wir mal an, da riechen wir mal rein in diese Materie, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, ob das überhaupt Anklang findet und dergleichen. Wo wir auch wieder Fragen beantworten können Ja. auch und so weiter. Genau, Und so gestellt werden und Sachen. Also, Themenvorschläge sind von euch auch herzlich willkommen für sowas Immer. zum Beispiel. Ja. Immer. Unbedingt, ja. Ja, also für die ersten Über was 2 wir reden Sendungen sollen. werden wir schon was finden, aber da geht schon. Also das wäre ganz leibend. Das ist im Plan, ist natürlich nicht durchdacht bis jetzt im kleinsten Detail, aber wir Das haben wurde gesagt, gerade machen wir. geboren heute. Ja, genau. Also eigentlich erst. Genau, das haben wir vorher, wie wir noch kein Magnum, kein Doppelmagnum aufgemacht haben, sondern halt Wie wir da wunderbare Ja, da war- Spaghetti gegessen. unter anderem auch Wasser getrunken haben, Ja. haben wir das gesagt, nein, das sollte man eigentlich machen. Und das werden wir umsetzen. Also es wird dann wöchentlich noch sozusagen eine reine Eine reine Quali-Sendung Informations-, geben. Aquariensendung. Ja. Aquariensendung. Der Quali-Sendung gehört auch her einmal. Irgendwann vielleicht mit Gästen sogar. Ja. Ja, also wie gesagt, das steht noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ich sage mal spätestens mit Februar, es wird sicher noch wahrscheinlich im Jänner rausgehen, aber spätestens mit Februar werden wir mit dem Podcast, Namen haben wir noch keinen, vielleicht fällt euch ein Name ein, Ja. für einen guten Podcast, der mit uns, mit Wienerlied, also es geht uns darum, wirklich das Wienerlied einfach wieder en vogue zu machen, wieder den Leuten klar zu machen, na, das gibt's und da gibt es auch Geschichten dahinter, die wirklich interessant sind. Also, mir wurde Geschichten und Geschichten, aber Geschichten, nicht nur Geschichten. genau, ja. Geschichten auch, ja. mir würde schon ein bisschen auch die Historie hervorkehren, die Protagonisten des Themas Wienerlied, alles was damit zu tun hat, die Thematik und dergleichen. Wie gesagt, in weiterer Folge der ein oder andere Gast vielleicht, wo man drüber redet, oder auch wie ist das als Wienerlied-Musiker und. Das ist der Plan, das machen wir unter anderem. Wir haben noch andere Pläne, aber ja, das, ich meine, alles verraten. Das kann man verraten wir noch nicht. aber wir sind auch voll dabei, wir machen das mit und wie gesagt, je weniger wir auf der Bühne stehen dürfen, können, sollen, desto mehr machen wir im Hintergrund und es wird sicher so sein, und da bin ich schon auch positiv natürlich, eigentlich schon, dass wir irgendwann das eine oder andere Mal zumindest auf der Bühne stehen Wir dürfen. ins Konzert wo wir spielen können. Ja. Genau. Und bis dahin, wir machen die Sachen sowieso. Muss ja nicht die Royal Albert Hall in London sein oder die Das ist ja Carnegie Hall auch sein. weit Ist weg. weit zum Vorher. Und da muss ja, was der England muss wieder alles verzahlen. Ne? Und so. Alles was noch mieten. Ja, steht da vor. Schau, Steht davor. Amsterdam ist noch schlimmer. Ja. Der Christoph Acker, das heißt, beim Podcast wird nur blöd geredet ohne Alk. Wie kommst du auf ohne Alk? Von dem haben wir überhaupt nichts geredet. Wird nichts davon gesprochen. Wir das können kann das mit Kaffee machen, den Podcast. mit Kaffee. Das ist die Wiener Ja, Kaffeetradition. genau. Ne? Also mit Rum und so im Kaffee. Kaffee mit Asbach und so. Rudolf Korbes, angefangen habt ihr eh schon mit das Wienerlied. Mit was haben wir angefangen? Was? Das Wienerlied. Ach so? Weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Wo ist denn plötzlich die Riesenflasche Snoop Dogg gesehen? Steht in der Die ist Kühl. kühl gestellt. Podcast-Geschichten, jawohl. Prostcast-Geschichten. Thomas Franzka, jawohl. Ja. Nein, schlagt's vor, schreibt uns das irgendwo auf unseren Kanälen ein oder auch da. Der Baba ist auch wieder dabei, jawohl. Verspätung macht nichts. Macht nichts. Du hast eh nichts fürs Hand am Ist kein Frevel, ist kein Frevel.
So hat 4 Viertelstunde dauert, bis die technischen Probleme beseitigt wurden. Schichten aus dem Wienerlied, Markus Schlegel, ja, großartig. Ja. Marion Kegelstein, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Das wird nämlich Nicht jetzt. nur Wienerlied, sondern generell mit Wiener Kultur. Ja, aber also so der. Wienerlied ist ja was der goldene Faden. Das ist der goldene Der Faden. goldene Faden, nicht der rote, der goldene Faden. Aber gerade das rote Wien, müssen wir sagen, das ist der rote Faden. Nein, eben der goldene Der Faden. goldene Faden. Weil ich habe gerade an einen Musikverein nämlich gedacht, weißt du, einen goldenen Saal und dann Ach so, der ja. goldene Faden. Der goldene Faden. Der Der Geduldsfaden. geht die Anal nicht, dieser Sager. Ja, schön, gefällt mir. Ich will keinen Schluck nehmen. Immer einen Schluck. Nein, es wird natürlich, also ja, wir wollen das schon, also wir wollen das ein bisschen ernsthafter betreiben, inhaltlich ernsthafter betreiben, als unser Gerede da in der Pawlatschen. Das ist ja sozusagen die Pawlatschen ist ja sozusagen ein wirklich gemütliches Daheimsitzen, Spaß haben, Freude haben, Gaudi haben und mit dem Podcast, also es wird auch keine fade Geschichte, da brauchst du nicht glauben. So, und heute hören wir das Wienerlied. Du musst im Hintergrund so eine Kennmelodie, so ganz eine brave Ding spielen. Herzlich willkommen bei Das Wienerlied lebt, der Podcast für all jene Menschen, die das Wienerlied lieben, schätzen und pflegen wollen. Heute begrüßen Sie aus dem Studio Donaufeld Patrick Rutger und Klaus Steurer. Grüß Gott. Wunderschönen guten Abend. Herzlich grüß Gott auch von meiner Seite. Wir wollen heute über ein Thema reden, das durchaus auch im Wienerlied mitunter Anklang findet. Ob es den Anklang auch verdient, wird sich im Laufe der kommenden 20 Minuten ergeben. Wobei anzunehmen Die ist... Leute steigen aus. Ja, steigen hör aus. auf erst, das Ja. ist- Nein, es sind mehr geworden. Sind mehr. Der Rudi Korbe sagt, die Erklärung über die Schrammelharmonika 3 Episoden. Ja, leicht. Locker. Ja. Nein, wie gesagt, wir wollen das schon natürlich auf unsere Art, wie wir halt sind, also nicht jetzt steif, Nein, gar nicht. aber eben ernsthaft, Aber dass ernsthaft, ja, ja. es auch einen inhaltlichen Mehrwert bringt. Das wollen wir schon zusammenbringen, ob es uns gelingt, das werden wir erst sehen. Man wird sehen, ja. Eine Gaudi werden wir auf jeden Fall haben, also was soll's, was soll's. natürlich. Werden wir machen und ja, hätte uns sehr interessiert natürlich, was ihr davon haltet, von dieser Idee, diesen Videopodcast zu machen und schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber wenn wir das durchziehen, ja, eine tolle Sache. Wer weiß, das wäre einmal wöchentlich, das heißt, wir hätten nächstes Jahr dann die Chance, dieses Jahr die Chance, vielleicht sogar 50 Sendungen. Begrüße man schon. No, Begrüßung passt schon einmal. Ja, gell, ja, das ist ein Wahnsinn. Austrian Rainer hat sich an, jawohl. 16er Buben Podcastel. Ja. Christoph Acker, ja, genau. Genau. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Pass auf. Patrick So Reiser. Jingle, Junge, jetzt schon wieder. Ja. Jingle schon. Ja. Jetzt. Warte, pass auf, haben wir gleich was. Na, warte mal. Das machen wir. Sie sind Aber E-Moll, Patrick, nein, weiß ich nicht. Du musst. Das Wiener Lied schläft. Das war zum Sonntag Musikraum. Ja, wir haben nur versucht. Aber das war wirklich, das war so das wird die Nachmittagssendung. Die 5 Uhr Ja, genau. Google Hupf mit den 16er Buben. Du musst auch moderieren. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom 16er Burm Kugelhupf. Und heute begrüße ich gleich neben mir meinen lieben Kollegen Klaus P. Steurer. Doppler Magnum! Großartig. Snoop Dogg ist Teil, ist mir wurscht. Ich bin überall dabei. Jawohl, jawohl. Wie wäre es mit die Wiener Note? Fritzl Stadtbus, na, auch schlecht. Ah, nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ah, nicht schlecht, Vorschlag heiteres Wien, grüß Sie. Ganz großartig. Ganz großartige Ideen. Heiteres und weiteres. Das Ja, es ist jetzt natürlich, ja, das ist schon eine schwierige Sache. So. Patrick, jetzt spielen wir mal was. Jetzt Der müssen wir mal was Kugelhupf, weitergehen. der Kugelhupf erwähnt, das war schon super. Großartig. War super, ja. Auf Ö1.
Oft gehört, ja. Bis zum Was einen Schluss eigentlich. Sonntag erst zu einem Sonntag macht, das ist der Google. Und die Leute, die Protagonisten, die da alle im Laufe Na, der herrlich. Jahrzehnte, muss man sagen, dabei waren, die abwechselnd, da sind die Kischowitsch und so. Es war immer großartig. Absolut, ja. Brico Banane, Kreiner und. Also Traum. Google verstehen sogar die Schweizer. Herrlich, ja. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörferl mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirche ums Eck. Da liegt die Buschenschank, Taschler versteckt. Klein in der Kirche von Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hammer und viel Glittling drin. In der Buschenschank, der Schlamm am Rande von Wien. Besser. Aber geht's da bitte schön, Herr Professor? Gehen in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich fordert, auch recht dir, so bleibe die, schreibe die dir halt am Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Verspült. Ich hab einen Weingarten am Pieserberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein durch mein Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Hölle geruht. In meinem Weingarten am Pieserberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieserberg, das Fleckerliert, das mir allein nicht kehrt. Dort magst du, ich sag's ganz nebenbei, das war der beste, der Rebfauer Wein. Es ist Ich sitz in einem Weingarten unter einer Bahn, dazwischen die Rebstück fühl ich mich daheim. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trinke ein Flascherl Wein. Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander. Ein Fraunkäferl kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blärmel, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, es war ich nur ein kleines Kind. So kann man heut noch
ich sein, ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Berauscht schau auf zum Mund, lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grill, die Zirpen, ein Lied mir vor, ich freu mich so alles für die herrliche Natur. Dann halte ich mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes für heute Flascherl Wein. Yes! Jetzt rauche ich mir eine an. Rauch eine. Du auch. Ich glaube, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat Schau euch mal. gefallen. Die Schau Achtel von einem. Du weißt was, ich Danke schaue jetzt mal mit dem Piccolo-Sekt Ich wollte mich gerade auf zu den ich Damen. wollte gerade Ich aufschauen. glaube, du willst auch nicht anrauchen. Dann geh du auf, ist mir lieber, es war nicht auf. Das ist ein Stumpf. aufschauen. Kurz Aber die gibt dann mit, aber. Nicht fallen, lass ihn nicht fallen, gell? Lass ihn nicht fallen, Da bitte. übt das Baby schon unter dem Arm, weißt Ja. Fall mir nicht über die Kabeln. Ja, Glasl wieder auch, brav ist er. du? Eines. Jawohl, nicht der denkt. Das muss ja zweimal gehen sonst. Ne? Nein, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Aufpassen, nicht ausrutschen. Tut dir nicht weh. Kinder, das Stream rennt und ich bin entspannt. Ach, das war wieder ein Ding. Boah, Silvia Beach, so mega. Du, die Achtel von einem Tag ist schön. Ich habe einiges vor, auch natürlich wieder musikalisch. Habe ich schon ein paar Ideen, die herumschwirren. Sprich, ein paar Kompositionen sollten sie wieder ergeben. Und heute sind sie entfesselt. Naja, das wir waren im Flow, wir waren im Schwung. Leere Glasern, ja. Der Christoph Acker. Ich glaube, ich sehe da was nicht sein darf. Leere Glasern. Ja, ist ganz schlimm. Leere Glasern ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, Kugelhupf. Ja, genau. Kugelhupf hat man gesagt zum. Jetzt so Stachhof, ne? Auf jeden Fall ist er. Ja. Ja, ein Piccolo-Sekt, das war ein Scherz, Silver Beach. Das war ein absoluter Scherz. Piccolo ist wie ein Stifterl Wein. Ich hab so ein Stifterl Wein geschenkt gekriegt. Ne? So 2 Stifterl, ein guter Wein aber. Die habe ich geschenkt gekriegt und habe gedacht, ja, kann ich mal trinken. Und dann habe ich gedacht, nein, ich nehme es zum Kochen. Weil es gerade leibend nicht, wenn du zum Kochen so einen Wein brauchst. Aber das war mir auch zu wenig. Jetzt habe ich dann mit beiden Piccolo habe ich dann gekocht. Das war mir zu wenig. Und haben's Entschuldigt. Sie lassen alle herzlich grüßen. Nicht wahr? danke der Ich Halten noch quasi. einmal Ne? nicht, also Trink danke der Halten sozusagen, genau. auf. Ui, jetzt ist noch was im Bord drunter. Ah. Ja, Stachhof, Silberpizza, genau, der Kugelhupf. Klaus Z! Danke, Leimann. Klaus Z ist eigentlich ein Wahnsinn. Ursprünglich war der Kugelhupf ja eigentlich im AKH. Ah ja, Dieses runde genau, Gebäude, das runde was heute im noch- alten AKH. Wo heute die Sammlung drinnen ist, diese anatomische. Anatomische Kuriositäten sind, glaube ich, oder so. Pass auf, nicht so mal Warte, warte Wichtigeres. Jetzt mal wirklich Wichtigeres, weil es geht um Ja. die Gegenwart. Und die Gegenwart, weil der Klaus Z zuschaut. Ah, Und es tut mir leid. Klaus Z, es tut mir leid, ich muss jetzt leider ein Bild von dir veröffentlichen. nur von ihm oder mit Oliver? Martins. Ja, nein. Nein, weil das muss erst umspielen. Das muss erst Haben umspielen. beide drauf? Ja, für alle. Weil es ist mit Folgendes.
Aber ja. Es ist ja so, der Klaus Z., unser wirklich höchst geschätzter und absolut geliebter Freund, mitsamt seiner Christel, der Klaus Z., der ist der Grund, warum ich mir eigentlich das Neujahrskonzert begonnen habe wieder anzuschauen. Nicht nur. Aber Nein, ich habe sie eigentlich immer gern geschaut, aber es ist ein Blödsinn, was ich rede. Ich habe schon gern geschaut, aber man ein sieht es Grund, jetzt mit anderen Augen. ja, warum ich es so wirklich anschaue. Also warum ich wirklich, früher war es ja so, wir haben uns das auftrat einfach und im Hintergrund ist das Neujahrskonzert der Philharmoniker gelaufen. Aber der Klaus Z. ist eben der Schlagzeuger. Und was hat der gemacht? Und da glaube ich... Schlagwerker. Ja, ist auch wurscht. Der Christoph Arbeit ist ja auch Schlagwerker. Genau. Ja, das ist auch Schlagwerker, nicht bei den Philharmonikern, sondern bei 1000 PS, macht genauso einen Wirbel. Also es ist wurscht, das passt perfekt. Und auf jeden Fall hat der Klaus Z. wahrscheinlich, so interpretiere ich die Situation des diesjährigen Neujahrskonzertes, hat wahrscheinlich angeschaut von die 16, von der Pawlatschen, und hat wahrscheinlich dem Bahnbäum, dem Dirigenten gesagt, pass auf, Alter, also ich will es anders gesagt haben, nicht? Ich will nicht sagen, pass auf, aber so in die Richtung, ruhig zu, es kann nicht sein, Wiener Musikübertragung live auf die ganze Welt und keiner sauft was. Das kann es nicht sein, wir müssen uns da was einfallen lassen. Und prompt hat alles dafür gestimmt, oh, jetzt ist alles weg, fix, hat alles dafür gestimmt, und so kam es dazu, dass wenn einer live beim Neujahrskonzert sich einen Alkohol einzieht, dann ist es der Klaus Z. Klaus Z. und da, warte, wo ist es? Na, spiel die eine. Jawohl! Und die Kollegen werden gleich verführt. Jawohl. Nicht? Der Klaus ist der Linksebüt, ich sag's euch gleich, der mit den dunklen Haaren und der Brille. Das muss ich sofort aufnehmen, weil das ist ein Beweis. So, wie kriege ich das wieder raus? Das ist Das ist die Frage jetzt. Ja. Na, warte mal. Da so. Ja, aber ja, leicht gemacht. Klaus Z. Ich habe so eine Freude gehabt. Ich habe so eine Freude gehabt, wie ich da gesehen habe und wie es den Was hast Sekt du gestellt. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Jawohl. Na, wo ist das schon? Ja. Gugelhupf ist für mich ein Kuchen. Fritzl Stadtkurs Joe. Die Form des Narrenturms. Der Gugelhupf ist der Kuchen, und dann gab es eben eine Sendung in Ö1. Ich glaube, die Austrian Reinhardt, die Gabi das schon geschrieben, auf Ö1. Oder war Ö1, ja. Ö1, ja. Lange Zeit, das war eben eine Sonntagmatinee. Das war sowas. eine Matinee und dann ist am Nachmittag los. Also so Umgekehrt zu Kaffeezeit am ja, Nachmittag, ja, glaube ja, ich. glaube ich, Jausenzeit. War es eine berühmte... Gugelhupfzeit. Genau, zur Gugelhupfzeit war ganz allein die Geschichte, so eine Kabarett-Sendung alten Wiener Stils. Und natürlich, Viel Musik für jede Sendung, eigens komponierte Lieder gewesen. richtig, Rico-Band, Lore Greiner. genau, war immer also sehr diese führend, ganze Wiener Kabarett-Szene war da die sozusagen aus dieser Zeit noch. Und eben der Narrenturm, genau, der Narrenturm, war das der Narrenturm? Der Narrenturm hat die Genau. Form einer Genau. Gugelform sozusagen so. Und da waren sozusagen im alten AKH, der Narrenturm, und da waren die psychisch Kranken, also wie sagt man dazu, die Anstalt, wie sagt man zu dem, Nervenheilanstalt. Nervenheilanstalt, ja, das habe ich gesagt. War es Ja. aber nicht ursprünglich. Naja, aber ursprünglich. War der Narren. Da waren halt die geistig Behinderten. Ne? Die sind dort behandelt worden. Das war dann, und das hat die Form gehabt von einem Kugelhupfer. Da hat man dann in Wien gesagt, pass auf, es war so deppert, das bist, gehst ein Kugelhupfer oder so in die Richtung. Also was du für einen Blödsinn zusammenreißt, kannst du den Gugelhupf, ne? Das ist Ja. Mhm. Aber natürlich die beste Variante ist natürlich ganz klassisch der Gugelhupf als Kuchen. Absolut Wahnsinn. Silvia Beach sagt zu Recht, wir sollten mal wieder darauf hinweisen. Warte mal, wo habe ich das? Da. Geht das jetzt? Nein, geht wieder nicht. Muss ich es da so machen? Ich mache das nicht. Ich habe mehrere Möglichkeiten. So, jawohl. Ich blende wieder ein den Hinweis, die Bitte, ja, das Flehen zweier Musiker, die sich einen Podcast aufbauen wollen,
für finanzielle Unterstützung. Das Mikrofon ist ein Blödsinn, das haben wir schon alles. Wir haben alles. Wir haben alles Equipment. Ihr könnt euch Equipment von uns ausburgen. So viel haben wir. Das ganze Salär, was wir letztes Jahr gekriegt haben, haben wir sofort investiert. Haben wir alles investiert. Nein, alles nicht, aber viel. Der Windgeist gefällt mir viel der Name, der reißt mir aus. Irrenanstalt. Das war die Irrenanstalt. genau. Die Depperten, sagt der Wähler immer. Aus den Reinen, na klar. Der Doppeldoktor. Jawohl. Ja. Windgeist, gefällt mir voll. Ja. Taugt mir sehr, dass du dabei bist. Und ganz kurze Frage. Ja. Nimm nur einen Schluck. Was sollen wir als nächstes spielen? Nächstes Spielen? Ein Weinlied? Ich hab dich gefragt, was sollen wir als nächstes spielen? Ein Weinlied. Naja, ich frage dich was und du fragst, was auf mir. Das kannst du nicht machen. Das ist ein dramaturgischer, kompletter Untergang. Ein Weinlied. Was für eins? Ich hab irgendwo. Ja? Machen wir mal wieder, oder? Ja? Hm? Wie der ausgeht, die Chick. Nein, das ist ja so vertraut. Ja, das singen wir eh. Ist ja wurscht. Dann vergliert es im Aschenbecher, ist auch was geschehen. Wann ich sonntags um 8 in mein Stammlokal komm, da schreit die Spätzl und Servusglase. Sag, wo googelst du denn um? 14 Tage füllst du a grad heut schon bei der Druckpartie. Haben wir die vielleicht beleidigt? Doch ganz höflich antwort ich. Nein, sat's nur nicht best. Der Grund, warum ist das? Ich hab irgendwo im Wiener Wald einen Wein entdeckt. Das ist ein Trepferl, da muss man sich so. Wenn nur einer tut sein Nasel in das Glas und steckt, der muss zuerst da so, dann kann er besser. Ja, was ihr möcht's, gern alle wissen, was das am Weinl gibt. Aber regt euch nicht auf, das hat keinen Zweck. Den sag ich voll Bliss, von mein Hauer die Adresse. Satz ist hallo dort und sauft zum Weg. Hinten ganz im Kropfenwödel, da steht ein Häuserl lieb und nett. Mit den Reben auf der Mauer schaut es aus wie ein Bukett. Weiß mir Spezi aus der goldenen Jugendzeit. Er fängst da nicht. Ja, ein Fasel. Und das buchs mir raus. Wir zwei. Zu zweit. Und wo ich dann heim, Ja. denk ich mir in der Kahn. Ich hab irgendwo im Wiener Wald ein Wein entdeckt. Das ist ein Treffer, da muss man sich so. Wenn nur einer tut sein Nasel in das Glas und steckt, der muss zuerst da sein, dann kann er besser. Aber was ihr möcht's gern alle wissen, was das Weindal gibt. Aber regt's euch nicht auf, weil es hat keinen Zweck. Den sag ich voll noch Bliss, von mein Hauer die Adresse. Satz ist hallo dort und sauft zum Weg.
Absolut leibend, absolut leibend. Wir können festhalten, die Zigaretten geht nicht aus. Nein, die geht nicht aus, ja. Aber die hat der 40 ganze Bude jetzt verraucht. Das ist also ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Hat euch gefallen, ich glaube schon. Ich glaube auch, ja. Ja. In Kremsau kommt man halt nach Star. Der war Christoph Acker. In Star lässt man niemanden mehr aus. In Star Ja. ist was anderes. Der Star ist der Häfen. Ne? Das ist der Fösen, wie man sagt. Marco Cinelli sagt sicher und klar, Star ist ein Häfen für die schweren Fälle. Stimmt, Kalau ist die etwas leichtere, aber auch schon, naja, jetzt tönt schon auf. Ne? Sie müssen die Leute unterbringen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Na gut, also, große Frage, was haben wir noch? Irgendwelche Pläne? Irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Also für das, Naja, das reicht eh. Planen ist sonst schwierig. Ne? Ja. Naja, Pläne haben wir auf jeden Fall schon. Also schon so. wir machen weiter natürlich Social Media unbedingt weiter. Das Format der Fake-Pavlatschen ist ja wahnsinnig gut angekommen. Also ich bin irrsinnig gefreut. Gut, Ich bin irrsinnig gefreut, muss ich anstellen kurz. Ich Ja, bin irrsinnig gefreut, weil so viele Leute sind, und ich sage es euch ganz ehrlich, diese Fake-Pavlatschen am, was war das, der 27. Dezember. War das ja. Ja, war echt wirklich viel Arbeit, die herzustellen. Und ich habe mir gedacht, naja, also ich habe wirklich gerechnet damit, 20 Leute werden schon zuschauen bei der Premiere. 20 Leute werden schon zuschauen, dass wir dann beim Höchststand 67 waren, also da war ich echt von den Socken. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ja. Also, Da kann ich euch nur sagen, Leibwand. Danke, das war so eine große Freude und ich habe wirklich viel Arbeit was gemacht. war's? Was war das? Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Jawohl, einmalig. Da muss ich noch ein Lied schreiben drüber. Ja. Ja, aber das war wirklich eine ganz, ganz große Freude und das hat echt Spaß gemacht und ich habe so viele Rückmeldungen gekriegt, mit dem habe ich alle nicht gerechnet. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe mir wirklich gedacht, naja, es ist ein Pausenfüller. Wir werden schon zuschauen. Was haben wir? Christoph Horvath. Ist es Fly nicht? mich zu den Wundenwerf. Christoph Horvath, ein Superchat, 10 €. Und ein kleiner Liederwunsch. Fly mich zu den Wunden. Haben wir schon lange gespielt, auch, ja. Machen wir da, Christoph. Machen Der Horvath, für den Horvath machen wir das. Machen wir. Dank der Chef für den Schmattes. Das ist sehr leibend. Schön. Das ist sehr Wir leibend. erheben sofort das Unbedingt. Glas. Unbedingt. Auf dem Horvath müssen wir ausstessen. Ich weiß, ob es ein Schwächer da daheim hast heute, aber vielleicht hast du auch ein gutes Bier. Was weiß man? Was weiß man? Ui, jetzt habe ich Stecher da schlecht gemacht. Darf man auch nicht, gell? Wobei, so, Das darf man nicht eigentlich. mein Gasthaus hat der Schwächer der Zwickel offen vom Ja, Fahrrad. das ist gut. Das ist verdammt gut. Ja. Also, Ja. Ich habe sogar schon mal gespielt in der Schwächer der Brauerei. Ja. Ziehe alles zurück. Ich war Ausred. Bin Hering-Musiker, daher Bin mehr Wein ohnehin trinken, aber sowieso nicht. nicht zurechnungsfähig. Ja, eben. Eben. Dabei, ich glaube, die Quetscher sind, das hast du mir immer eingeredet. Das hast du mir nur eingeredet. Was habe ich geredet? Dass die Quetscher nicht zurechnungsfähig. Quetscher von Haus aus. Also Ja. der Überbegriff Hering-Musiker Die geht auch. Quetscher haben alle den gleichen Bei Blick, hast du mir da haben wir alles gleiche geschaut. Schauen alle so gleich. Alles gleiche geschaut. Ja. Matthias Mariache sagt, die Fake-Pavlatschen war nicht schlecht, aber live ist mir lieber. Na klar, na, Ja, live ist na klar. das ist klar. Aber es ist natürlich super. Du, das war wirklich eine gute Sendung letzte Woche, außer meiner. Danke, Gabi. Ja. Danke, Und- danke. Und also wir werden das ganz sicher wieder machen, nämlich spätestens im Dezember nächsten Jahres. Heuer. Weil das, also ja, dieses Jahr, im Jahres, nächsten ja. Dezember. Weil natürlich, es ist für uns tatsächlich einfach dieser eine Montag, das ist total sinnvoll. Ja. Wenn wir live dabei sind, wunderbar, aber wenn wir nicht zusammenkommen Wenn wir nicht müssen. Also wenn wir zusammenkommen einfach eine Ruhe haben, wir können daheim den Laptop aufklappen Aufklappen und können... und die Maschine das Glas angestellt. Ja, richtig. Ich meine, Marschall dazu. davor wird tagelang geschnitten. Ich gratuliere dir noch immer. Ich danke dir schön. wirklich- Aber nein, habe ich gern gemacht. Hoch die Habe ich gern Tassen. gemacht. Habe ich gern gemacht. Und Nein, jetzt, wirklich. Also, und jetzt kommen wir natürlich zu einem ganz wichtigen Thema. Was heute ist tatsächlich ein grüner Veltliner, Christoph Horvath, der Schlechte, das ist Leibwand. gibt's ja Ein gar grüner nicht. Veltliner hat er sich eine. Ja, Christoph, der Horvath ist ein Viech, der ist ein Viech. die Kohlensäure ist nur ein bisschen. Was, ja, das, zum Singen ist Das natürlich... ist, beim Singen ist er grau. Ein Sekt. Gerade jetzt beim ich bin in Wien, habe ich mir gedacht, Ja. na, es ist ein Gegner, die Kohlensäure. Ja. Ja. Wer recht hat, der Tschech hat sein Bierle aus Schwächert, sagt euch der Rudi Korbes zurecht.
Recht hat er. Schwächerter. Das war noch Werbung, was? Das waren noch Werbungen. Nachts im Bett mit dem Pyjama und einer Kisten Puntekammer. Das hat mir auch noch gefallen. Das hat gleich Pyjama, Bett, Kisten Bier, super. Am einprägsamsten war die Egger-Werbung für mich. Die was? Die Was war da? Egger-Werbung in meiner frühesten Kindheit, die hat der Karl Merkatz gemacht, eine Zeit lang. Da hat man im Fernsehen keinen Alkohol trinken dürfen mit der Werbung. Die sind alle mit den Glasen immer nur so geschaut, da hat keiner angezogen. Ne? Also, Und deswegen hat er da Rollo gehabt. Da ja, ja, kann mich erinnern. gut, da war das Glas halber leer. Ja, kann Das mich kann erinnern. mir als Kind Ja, ist mir das richtig, in Erinnerung geblieben. Das war so ein altes Rollo, was diese Ja, genau. aufwickelten, diese Stoffrollos. Jawohl. Großartig. Der Wolfsberg und TV hat sich ein Wieselburger, habe ich auch sehr gern. Ein gute Nacht Bier, ein Wieselburger. Wolf, lass dir gut schmecken. Sehr zum Wohle, mein Lieber, ja. Mhm. Ja, und dann, warte mal. Nachdem du jetzt geraucht hast, jetzt rauche ich eine. Ich rauche es ja wirklich, meine raucht ja nicht aus, weißt du? Schwecker der Ziegel war wirklich gut. Aber schau, wo bin ich jetzt? Die Grisse sagt 22 Uhr, ah ja, 60 Zuschauer und 47 Daumen. Das ist super. Ich meine, da geht es mehr Daumen geben natürlich, das ist keine Frage, aber freu mich voll, dass wir so viel sind, das ist ein Wahnsinn. Super, danke. Achso, und der Manfred sagt, es hat leider nicht jeder ein Konto bei YouTube. Na klar, da brauchst du ein Konto für die Daumen, Und oder? Richtig, ja, genau. Ja. Und die anderen Zuseher, die kein Konto haben, sind auch natürlich herzlich willkommen, da werden wir klar, einen Daumen oben geben. Das ist ja klar. Die haben wir ja ganz vergessen. Da haben wir nicht einmal Servus gesagt. Nur gleich auf unsere Freunde im Chat sind wir eingegangen. Das ist ja, da müssen wir uns bestrafen. Und Wir trinken jetzt keinen Schluck Ja, wir trinken einen ordentlichen Schluck. Ja, wir trinken keinen Schluck. Auf all jene Zuschauer, die dabei sind, aber nicht im Chat. Ja. Grüß euch. Schön, dass du da seid. Vielleicht einer sogar der Herbert Slad auch heute dabei. Ich werde es morgen erfahren. Mit einem wunderbaren Sekt vom Markus Volker. Oh, Schinke. Ein Traum, ja. Markus Ein Traum. Volker. Ich hab schon. So, der Banausmutter. Chardonnay. Ein Traum. Das sagt er richtig, Banausmutter so Schweckert und nur einen schlechten Ruf, das stimmt eh. Aber wie gesagt, also eben das Zwickel beim Schweckert, das ist wirklich teilweise sehr gut. Und interessant, bei Blindverkostungen von 10 Bieren ist die Schwäche da meistens unter den ersten 3 oder 4. Es ist Das stimmt. hochinteressant, ja. Das stimmt, ja. Schon öfters selbst miterlebt. Also, Aber der Banausmutter hat eigentlich auch vollkommen was anderes richtig, was wir heute aufklären wollten. das wieder. Weil, und ich stelle so kleine Rindschnitzeln. Jawohl. Wirklich wach, aber. Aber der Sekt bleibt kühl. Das Der ist Sekt bleibt kühl. Die Rindschnitzel, aber auf jeden Fall gibt es jetzt die ganze Woche bei uns in der Klause Rindschnitzeln. Die Mole auf da, habe ich gesagt, die brauchen wir. da könnt ihr Schnitzel machen, ein paar Rouladen machen. Ja, nein, wir müssen variieren. Wir müssen variieren. Der Banausmotor fordert ein, zu Recht, ein Bild vom Schweinsbraten, weil wir natürlich bei der Fake-Ballatschen, wer es nicht gesehen hat, möge sich das nochmal anschauen. Ist, glaube ich, eine sehr kurzweilige, leibende Sendung, wo wir ein paar Lieder spielen und eben ein paar Fragen der Papalaciste beantworten. Während der Ein Zubereitung des Q&A. Schweinsbraten. Richtig. Also es nennt sich Q&A mit dem Papalaciste, wie heißt das? Das ist ein eher depperter Name, muss ich unten, wahrscheinlich nenne ich es dann immer Fake Ballat. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Q&A. Ihr findet jetzt das Video Q&A für Question and Answers. Nicht? Also, wenn wir international, wenn wir sind ja Entschuldige, wir sind ja keine Pfuscher. Nicht? Wir sind ja keine Pfuscher. Und da haben wir eben einen Schweinsbraten zubereitet. Also in erster Linie der Patrick, wobei ich natürlich maßgeblich beteiligt war durch die entsprechende Mundschenktätigkeiten, die natürlich für den Koch auch notwendig sind. Natürlich, ne? Wir kennen alle die Angaben in den Kochbüchern, man nehme einen Schluck Wein und schütte ihn in den Koch. Ne? Das war, dafür habe ich gesagt, Was auch nicht schaden kann, ist immer ein großes Stück Butter. ja, und ja, der Bernardsmutter sagt jeder mit Schwächheit, na klar, nur einen schlechten Ruf ist So. ja. Und auf jeden Fall haben wir dann zu Gast gehabt die Vicky und den Manfred vom Mavihof, der ja gleich da unten ist. Und vor lauter Enthusiasmus Ja, und haben den Schweinsbraten. und Hunger bereits noch, wie man kakelt den ganzen Tag, ne? So Aufnahmen gemacht und derge. Und derge. Und dann haben wir einfach einen Rohr genommen und ja, ne? Und wir haben haben zusammengefressen. wir zusammengefressen. Und als das letzte Stück Schweinsbraten die Pfanne verlassen hat und irgendeiner runtergeschluckt hat,
und nicht einmal mehr ein Fettaug auf irgendeiner Pfanne zu sehen war, schauen sich der Patrick und ich so an und sagen, haben wir eigentlich das Fertigdraht? Wir haben ja nicht einmal ein Foto Nicht einmal ein Foto gemacht, gar nichts. Das ist, Gar nichts. Der Schweißbart war fertig, aber außer angeschnitten, reingefressen. aber auch wunderbar. Ein Schwartel sondergleichen drauf. Also das haben wir wirklich komplett versemmelt. Die Dramaturgie wäre schon so gewesen, dass man dann also irgendwann natürlich schon auch, zumindest halt sieht, wie man rausnimmt oder ausschneidet. Oder Oder wie man was. sieht, wie die Schwartel aufsprungen ist schon und so. Na, schön. Also das Drehbuch im Kopf war alles vorhanden. soft und so. Ja. Aber wie gesagt, die Idee kam uns erst, als wirklich tatsächlich nicht einmal mehr ein Fettaugerl irgendwo zu sehen war. Da sind wir dann drauf gekommen, es gibt kein Bildmaterial von dem Schweinsbraten, der gemacht worden ist, aber lasst euch versichert sein, er war Wahnsinn. War wirklich gut, wirklich traumhaft gemacht, Danke. ganz Es war leibend. mir eine Ehre, hier zu kochen. Ja, Das ist ja aber ein wunderbarer Herd, Ja, auch, muss ich sagen. das- apropos, muss man Ich noch liebe nachdenken, es. oder was? Na, weißt du was? Schauen wir mal. Schau einmal nach, gell, schau Ich einmal glaube, nach. der wird aus. Jawohl. Christoph Radau, ich koche gern mit Wein, manchmal kippe ich ihn sogar ins Essen. Ja, mir selten. International. Wir sind total international. Nein, wir sind aber bitte, man Social Media technisch, das könnt ihr uns jetzt nicht vorwerfen, muss ich echt sagen. Da sind wir doch ein Wahnsinn, oder? Wir sind ja voll dabei. An der Speerspitze der Influencerer sind die 16er geworden. Das kann man wirklich so sagen. Es fehlt halt nur an allem, an den Waschbrett. Warte, wir haben kein Waschbrettbauch, keiner. Ja. Du noch, Holz. Holz muss er holen. Jetzt kalt einer, zau. Das ist ein Wahnsinn. Schaut sich Dakar, Wildcat, nein, schau ich nicht. Ich schaue sehr wenig. Ja. Ja. Der Marco Stöck ist da. Den fertigen Schweinsbraten habe ich auch vermisst. Ja, es war wirklich, also das muss ich sagen, war ein Regiefehler der allerhöchsten Güte. Das haben wir komplett versemmelt. Aber das Ärgste ist für mich ja wirklich das, dass wir erst draufgekommen sind, wie wirklich nichts mehr da war. Gar nichts mehr. Nicht, dass wir beim Außernehmen beim Schweinsbraten, dass wir sagen, ja, es war Leibwand, könnte man jetzt, das fühl mich, bis du es außernehmst. Nein, da waren wir schon einfach ein Brei, mehr oder weniger. Aber war wirklich sehr gut. War wirklich sehr gut. Vicky und Manfred von Marvihof haben den genossen. Ja. Ja, und damit war die Geschichte erledigt. Das kann sich nicht noch. Wir können nicht auf die Gare einen neuen Schweinsbraten machen, nur damit wir das Bildmaterial wieder einholen können. Das haben wir nicht machen können. Ergo haben wir gesagt, wir müssen es einfach so stehen lassen. Aber wie gesagt, die Fake Pavlatschen, glaube ich, war ein erfolgreiches Format. Wird sicherlich wieder vorkommen. Wie gesagt, spätestens im Dezember, vielleicht dazwischen einmal, aber an sich bleiben wir bei der Live-Geschichte natürlich dran. Zumal jetzt wirklich, muss ich echt sagen, diese Fake Pavlatschen eine irre Arbeit war. Das war wirklich wahnsinnig viel Aufwand, die so zu schneiden. Ich meine, klar, ja, das ist jetzt so. Komm, der Patrick, komm. Gerne. Hast du nachgelegt? Hast du es? Ja, alles in Ordnung. Sehr gut. Sehr Holz gut. bis morgen in der Früh genug da. Waschbrettbauch im Speckmantel. Die weltbesten Wiener Lied-Influencer, sagt der Christoph Acker. Christoph, danke. Ja, Ja, wir sind. Muss gleich ein Board richten. Ja. Muss man gleich ein Board richten. Gewöhnt sich nicht an den Board. Aber Das ich ist- könnte mir an das gewinnen. Ja, das gibt es schon. Haben wir noch. Haben wir noch? Seid ihr wohl? Bei dem Set kann ich nur sagen, Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. so eine Freude habe ich. So eine Freude habe ich. Jetzt muss man mal einblenden, warte mal, die Social Media, rein aus Professionalität. Dort ist Social Media Zugänge, Kanäle. Bitte teilt, abonniert, sagt es weiter, subscribe. Ja, das ist alles. Es gefällt mir, was du YouTube-Videos anschaust. Ne? Und da sagen sie mir dazu, abonniert den Kanal und so. Und ich denke mir, Alter, das weiß ich eh. Ich meine, was mir gefällt, abonniere ich eh. Lasst einen Daumen hoch da. Ja, genau. Daumen hoch, also Like, Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und was weiß ich, was da immer kommt. Damit ihr immer informiert seid. Ja, aber ich denke mir halt so, ein Zuschauer ist ja kein Trottel. Nein. Er weiß ja, wenn ich mir das anschaue, na erst, das taugt mir, das will ich wieder sehen, dann werde ich ihn abonnieren. So denke ich mir das. Und vielleicht denke ich falsch.
Das kann auch sein. Aber so denke ich mir das immer, dass man immer dazu sagen muss, ja, abonniert. Ich meine, man sagt es immer wieder zur Erinnerung natürlich, aber ja. Die Krise fragt, eine wichtige Frage. Wann kommt wieder ein musikalischer Gast dazu? Zonko zum Beispiel. Naja, pass auf, geredet haben wir nichts, aber natürlich, Aber natürlich in Planung. Aber es ist halt so ganz schlicht und einfach, wann wieder ein bisschen an Normalität einkehrt. Ich sag's euch, wie es ist so mühsam, das Ganze immer. anstrengend. Nämlich gar nicht jetzt, das war jetzt wurscht, wenn ich sage, der Zocker kommt, nur es geht um das, wann natürlich der Zocker da was tun, zum Beispiel. Ne? Und wenn jetzt da diese ganzen Corona-Geschichten sind, dann wird dieses Tun immer komplizierter. Sowohl für ihn, was er jetzt zu tun hat, und wir, was mit zu tun haben. Und ich bin dann einfach, ich will da nicht noch mehr Unruhe reinbringen, ohne das eh schon ist. Aber Zonk ist natürlich ganz, ganz fest in unserem Plan. Aber wir haben uns gesagt, wir lassen ihn noch ein bisschen üben mit dem Blech, weil da hat er sich echt Ja, der verbessert. hat sich mir auch im letzten Jahr auch sowas eigentlich. Unglaublich eigentlich. Eine Steigerung. Also, Ja, ja, der hat sich wirklich, der hat wirklich was weitergebracht am Blech, auf sein Händel. Und also wenn die ganze Sache wieder ein bisschen ruhiger ist und das Drumherum, geht mir schon ziemlich am Zeigen. Ich muss ja erst einmal zu einem paar Bier wiederfinden. Ich muss mir an Bord wieder mal ein bisschen fasonieren lassen. Ich schaue aus wie ein Waldschrat. Ja. Naja. Und das kann man von mir nicht sagen. kann man bei dir nicht sagen. Die edle ägyptische Kopfform. Nicht? Was hast du? Eine edle ägyptische Kopfform. Ein Fetzenschädel, das ist ein Fetzenschädel. Ja, aber bitte, man kann das auch anders formulieren. Ja. Die alten Ägypter trugen bereits Glatze, nicht? Der Christoph Acker hat uns einen Daumen nach unten gegeben. Jawohl! Christoph Acker, unser Hater. Sehen wir das auch? Ja, das sieht man da. Nein, er hat geschrieben. Nein, er hat geschrieben. Das sieht man ihm. So, Zocker bei den Stiegen, ja, der Zocker bei ihm, das ist ein Wahnsinn. Da im dritten Stock mit 23 Metern in Das ist dazwischen. um die Ecken, wo der Harry Mansberger wohnt, auch, glaube ich. Gell? Ist das dort? Das ist Nein, Josefstädter Straße. also Josef steht an. Okay, ja, nein. Der Fritzl Stadtgas hat einen Waschbärbauch. Ja, den habe ich auch. Ja, das können wir eigentlich Aber wie ich festhalten. von vielen Damen immer höre, es ist besser Waschbär als Waschbrett. Also, Ja, nein, du. Waschbrett. Du, aber pass auf. Ich nehme jetzt einen Schluck und jetzt spielen wir wieder was. Patrick, was spielen wir? Was spielen wir jetzt? jetzt bist du dran. It's your turn. Du musst jetzt nachdenken. Your turn. Du musst jetzt nachdenken. So was einmal draußen da alles. Nein, das siehst du wieder nicht. Nein, gut, nicht einmal was anderes. Folgt mir schon Ja, wieder nein, das nicht. Folgt- Italien Schleife. Passt mir schon nicht rein. Grüße, wir sind später aber doch. Musst du bei meiner besten Freundin unterstützen. Daniel Schleife. Daniel, schön, dass du da Ich habe mich bist. so gefreut. Und schön, dass du deine Freundin unterstützt. Muss ich wirklich sagen. Ja, gut, ich rüber jetzt auch. Was bedeutet es, wenn die Daniel Schlögel jetzt dabei ist? 3. Wenn die Daniel Schleife kommt, richtig, Patrick. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Ja, Ja. 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 Polierte Bowlingkugel ist Untertag ist der. Ja, das ist richtig. Ja, nein, wir werden schon, Christi, wir werden schon wieder mit Gästen. Mit Gästen ist halt, ich muss jetzt wirklich sagen, das große Problem ist eigentlich das Akustische. Bildtechnisch mit der neuen Linse nicht, akustisch wird das so schwierig, aber auch das wird sicherlich in diesem Jahr. Werden in dem Ja, Jahr, ja. na, haben wir alles schon, aber das wird ganz sicher auch in diesem Jahr geschehen, dass wir immer wieder mal einen Gast haben werden. Wir wollen ja wirklich gut sein. So ist es. Also, Es soll schon. Und es ist ja nicht nur ein Hack mit, also wir haben einen Hetz, wir haben einen riesen Hetz. Wir Wir haben haben- eigentlich, Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. ja, Jawohl, das kann man haben sagen, das kann man sagen, weil es wirklich leibend ist. Das taugt mir voll und wir haben ja eh noch einen Haufen Ideen, einen Haufen vor. Wie gesagt, es wird ja dann neue Lieder geben. Es wird also wirklich sagen, es wird Coverversionen geben von Liedern, die nicht aus dem Genre Wiener Lied bestehen. Ja. Einfach aus Hetz, Jux und Tollerei. Es wird natürlich alte Wiener Lieder geben, die wir ins Repertoire einbauen, aufnehmen und da bringen werden.
Und dann natürlich, wir bleiben flexibel genug, dem Lauf des Jahres einfach anzunehmen. Also wir haben auf jeden Fall viel vor, wir wollen dabei sein und wir wollen einen Spaß haben und dank euch, Pavla Gistik, gelingt uns das Jahr, weil ihr dabei seid und irrsinnig viel einbringt und uns ein direktes Feedback gibt. Also wir hätten im Live-Bereich, wir sagen, einen Applaus. Und damit ist es für uns schon leibend. Absolut. Punkt Punkt. um. Welches Lied wir spielen? Welches spielen wir? Der Rudi Korbis hat es sich gewünscht. Die Leute haben zu wenig Geld. Boah, das Schwarste. Nicht so schwer. Oder alle drei von Christoph Acker. Nein, da habe ich jetzt den Text nicht da. Naja, sag. Die Weltpartie Chrissy. Na gut, also wir fangen an. Wir fangen. Für den Daumen runter könnt ihr den narischen Kastanie spielen. Der hätte sich den Daumen machen auch. Wir fangen an mit, wenn man unser Lärm betrifft. Oliver Grün ist dahin, glaube ich. Ja, warte mal, nur mal einen Schluck nehmen. Mal. Oliver Grün ist dahinter, muss sofort einen Schluck nehmen, heißt Oliver. Also glaube ich, weil halt viert ist sie. Ich meine die Silvia, aber die ist ja nicht. Achso, sagen wir lieber gute Nacht. Ich muss so schnell ein Telefonat führen, schön war's. Achso, die Silvia ist dahinter. Oliver ist noch da. Silvia Vergiss Vierte. Nimm einen Schluck wieder zurück. Oliver Grün ist noch da. Die Silberl. Die Silberl ist dahin. Snoop Dogg ist da. Moment, das muss ich einblenden. Jawohl, Dieses Kommentar muss ich einblenden, weil blenden Sie ein. ihr seid nicht gut. Ihr seid Weltklasse. Und da muss ich sagen, Snoop Dogg ist Teil für das, was da auch einen Schluck verdient. Servus, Weltklasse, Weltklasse, Dr. Ski. Da steht er. Kann man sagen, Gitti von Voodoo Jürgens. Christoph Acker, für die nehmen wir uns das noch ein. Vielleicht. Silvia meine ich, Oliver Grün haben wir schon rausgekriegt. Haben wir schon rausgefunden. Jawohl, jawohl. Bist eh da, bist eh da. Du bist auf Heugmarsch und Karl Resch. Den Lena Marsch, man da. Der Karl Also Resch man ist sie, der die alte Chrissy. Werner. Die Karl Chrissy. Resch ist Der der alte alte Werner Marsch. Mit dem fangen wir an. Fangen wir mit alten Werner Den an. alten Werner Marsch fangen wir an. Warte mal, was haben wir da noch alles? Kastanienbaum, Aquaritis. Dann den narischen Kastanienbaum und dann leiten wir über auf ein G7 nach dem narischen Kastanienbaum. Und fahren. Sind Sie da? Was ist das? Die Weltpartie sind Sie. Ja, genau. Mit was? Ja, Fangen wir mit A an. Ich fange mit A an.
Nein, Marsch. Du machst ein bisschen Nachstimmung einmal auch da. Ja, du. Und Und, nur gerade durch. und weißt du, was ist? Wir müssen eigentlich, Patrick, Ja. wir müssen uns jetzt selber einmal einen Strafschluck erteilen. Ja, warum? Ja, sag ich da gleich. Jetzt einmal. Jetzt einmal. Vielleicht tut den Mund einmal vergessen. Jesus, nein. Christoph aber zahlt ein Vermögen und dann wird er nicht bedient. Also, so. Soll ich gleich singen oder? Fang jetzt zum Sie, oder? Ja, ich war mal 1, sehr 2, klar. 3, 4, 5, 6. Zählst du ein? So habe ich geglaubt, fangen wir an. Bis wie 1, 2, 3, 4. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart with song and let it sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, yes, it's true. In other words, I love you. Yes, it's all. Flieg mit mir zum Mond und dann spüren wir mit den Sternen. Ich möcht mit dir am Jupiter die Vögel singen hören. Anders gesagt, halt meine Hand. Anders gesagt, komm her und küss mich. Bleib für immer da. Wir haben uns so viel zum Erzählen. Ich möcht mit dir vom Himmel die Sterne oberstehen. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. La la la, la 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 la. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. Yes. So schaut's aus. So So schaut's aus. Ja. Und der Manfred Kraft, meine lieben Freunde, der Manfred Kraft, der hat natürlich vollkommen recht. Was schreibt er? Was schreibt er? Ein Wort mit einem Fragezeichen. Patrick. Jazz. Yes. Wir müssen jetzt schon wieder. Ja, da müssen wir den Strafschluck. Strafschluck. Jetzt weiß ich, warum ich so einen Scheißdreck zusammengespielt Na klar, na, ich Ich kann frage mich Jazz die ganze Zeit. laufen. Kein Jazz, aber was Ah, hast du Wahnsinn. noch so sonst mit? Selbstverständlich, Wo? aber ganz mit. Jawohl. Zu spät. Spät. Was soll ich machen? Ich hätte noch, ich hab da, warte, ich hab ja kein Jazz, aber da in meiner Klause, aber
Ich habe grundsätzlich aber schon vorbereitet. Ich habe halt so ein Haberl. Da, so, kann man auch Schaut lassen. aber auch gut aus. Schaut auch Ja, gut aus. na, was denn? Ja, was Spielen wir einen Jazz? Jazz? Jawohl. Ja, aber doch richtig erkannt. Ja, warte, ich muss das Jazz aber ein bisschen. Ein bisschen über die Ohren, nicht? Also, Ja, was will, warte mal. Der Läusel für der Mann. Das ist ja Wahnsinn. Wiedgeist, wunderbar, jawohl. Jazz-Haberl ist auf. So. da haben wir zuerst schon viel Jazz ohne Jazz haben. Ja, die ganze Pavlaschen, die können wir löschen. Die können wir löschen. Komplett ohne Jazz-Haberl gespielt. Ich sitz auf der Wiesen, ein großarme Mann, die Boxen zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir und Nosen herum, ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeif mich nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr im Traum, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Ärmel am Waldweg daher, ja da spring ich verfreit. Na, was brauch ich schon mehr? Zwei Eigeln schon fest in die Mähnen hinein. Euch sagen sie mächtig deinige sein, aber nach dem Puzzle sag ich geh schon heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. So Papageno, lass es bitte zwitschern. Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt ja, sit doch gar nicht, geh da zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sieh ich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Bist du bereit für den Nachschlag? Der Vogelhändler! Wie ein Engel. Wie ein Engel. Wahnsinn. Bist du bei das Haus oder der Schäsau? Ah, Wahnsinn! Wird das schön mit dem Raster? Aber es macht euch keinen Spaß, glaube ich. Der Windgeist, die Haube wie bei den Rasters. Schau, bitte folgt. Sagenhaft bin stimmungstechnisch am Siedepunkt. Jawohl. Ich hoffe, das ist positiv gemeint. Aber ich glaube schon. Jawohl. Schau die Achteln. Jawohl. Ja, die Flasche schreit nach einer XXL aus, glaube ich. Das glaube ich nicht, weil die haben wir voll. glaube Die ich haben wir nicht, voll. Das ist nicht so ein Thema. So, Patrick, wir sind jetzt dann in den narischen Kastanienbaum, sind wir noch schuldig. Die Welt, Die Weltpartie sind wir noch schuldig, das war's dann gleich. Sagt man Ah ja, das mit dem machen wir dann gleich weiter. Eine alte Nummer. Ja, und passt aber in die Zeit wieder. Das ist Wahnsinn. Da nimmst du. Wollt ein bisschen? Ich hol's. Ja, Wahnsinn. Markus Volker heute nicht da. Der uns nicht zukommen lassen. Warte, das kann man schon so Das steht wirklich wahr. Aber er ist, der hat aber ein ordentliches Astel. Der schießt eine. Jawohl. Jawohl. Nein, das ist. Jetzt geht's schon. Das ist, Boah. Patrick, alle Achteln. Alle Achteln.
wie du das machst. Meine, Warte, weil es ist arg, meine Rindschnitzel sind noch immer hart. Also es ist noch der ist immer. auch schön kalt. Also. Ja, nein, die kühlen ja gut. Die kühlen gut. Wie da? Wie viel hast du in der Kühlschrank eingestellt? Minus 40 Grad oder was? Das Tiefkühlfach. Nein, aber in der Kühltasche, ne, das ist halt, hat sich erhalten. Die schenkt mir immer mehr als die einfach in Wahrheit. Das ist, Naja. Der schmeckt mir sehr, Weil du sehr. ein versoffenes Miststück ein bist. Was gutes. soll man machen? Aber schau, muss ich ehrlich sagen, allein. Was denn? Was Die willst du Christi sagen? schreibt ja willst was du sagen? ganz nicht leibend. Was schreibt sie? Irgendwann verlängere ich dem Patrick die Tastatur oder immer, dass ich damit er noch höher zwitschern kann. Du, ich habe schon selber schon Ideen schon gehabt, die bauen wir jetzt einmal an, die doppelt so lang noch ist. Weißt du? Da sind eh schon fast 5 Oktaven drauf, aber es sind noch immer zu wenig. Weil es gefällt dir, weil du sagst, ich verlängere an die Tastatur. Das ist also herrlich. Der Patrick oder die Harmonika selber. Sag's her, sag's in die Kamera. Ja, die Leute kennen sie Ja, ja. aber viele nicht. Wir haben ja viele neue Zuschauer auch. Oder viele, weiß ich nicht, aber halt den einen oder anderen. Bereits 10 Jahre alt, das gute Stück. 10 Jahre mittlerweile. Fast, ja. Aber selber baut, mit dem Spielgeißel Das gemeinsam. Spiel gemeinsam, ja. Und der Punkt ist der, ich war ja nicht dabei beim Bauen, sondern halt. Du kennst die Fotodokumentation. ich kenn ja dazwischen, das und die natürlich- Einzelteile, wie sie entstanden sind, ja. Und ich war ja an der Seite, ich war ja an deiner Seite. Nicht? Also nicht nur während du es gebaut hast, sondern Ach, früher, wie 27 wir die Jahre. Idee schon gehabt haben. 27 Jahre bin ich an seiner Seite und habe das miterlebt, was so dahinter steckt. Und ich schon ein bisschen was erzählen lassen und sagen lassen, weil mich das ja auch interessiert, also zumindest als passiver Zuschauer. Danke. Gerne. Und 27 Jahre. ja, nee, was weil kommt da nicht zum Mund sagen. Aber ich krieg's der Pfeife nicht. Achso, nein, nimmst du schon selber. Ich hab schon. Ich hab's schon. Das ist viel Scheißdreck. Na, ist ja wurscht. Auf jeden Fall war also habe ich da schon ein bisschen was mitgekriegt, was gemacht wird und auf welcher Stufe er gerade ist, sozusagen, also welche, nicht Stufe, wie sagt man, auf welchen, Der Fortschritt des in welcher Bauens ist Phase, die nicht, das Phase, weiß ich genau, nicht. ja. Und dann, die Quetsch war relativ neu. Wir haben gespielt wo und Premiere war in Regen. wirklich Der war, Reichbau. das weiß ich gar nicht mehr. Da bin ich so angestrengt, nur Wochen vorher, dass wir die 2 Wochen, dass wir das Jahr fertig kriegen. Ich wollte die unbedingt noch Regen Beim Festival. zum Drumherum Ja, mitnehmen. Da habe ich es dann mitgehabt, das erste Mal, ja. das weiß ich gar nicht mehr. Das kann man, aber da haben wir uns beide Ocarinas gekauft. Und aber da habe ich auch, Du schweifst ab. ja, aber da habe ich auch eine Pollenallergie gehabt und da habe ich keine Luft gekriegt. Und da habe ich die Ocarina nicht spielen können, weil ich keine Luft gekriegt habe. Aber ich schweife ab, du hast recht. Also auf jeden Fall, dann haben wir da gespielt irgendwo und es stehst dann noch an. Nicht jetzt irgendwie gefährlich, aber gar es geht dann vorbei und stehst so an der Harmonika und sagt so, Jesus, nein, Entschuldigung, aber und was ist so auf Hetz? Naja, aber geh, wenn er sie gemacht hätte, da schnitzt er halt eine Eiche. Ja, genau. Das sagen wir das uns. Und der Party ist ja der der Schnitzen hat 3 Jahre gedauert. Schnitzt er halt an. Genau. Da weißt du, was da an Feinmechanik drinnen steckt, an Wissen und über Materialien verschiedenster Art und so. Das ist ja nicht nur das Holzkastel machen, ist ja das Einfachste, sage ich einmal. Ich glaube, den Snoop Dogg ist einfach gar nicht klar, was das für ein Bottle ist. Ja, leider, da sind 3 Liter drinnen. Warte mal, Bier, das sind 6 Bier, 6 Regeln. Ja. Ui! Ja, das ist, zahlt sich aus. Das sind 4 Botellen Wein. Da könnte ich wiederum sagen, lächerlich. Lächerlich. Lächerlich, aber ja, natürlich schon eine Herausforderung. Und wenn Klaus mitgebaut hätte, wäre es ja noch nicht fertig. Na, da war es anders geworden. Sein Tisch gibt es auch noch keiner gesehen. Ja, aber das ist fertig, schon lang, das hat mein Bruder gemacht. Das habe ich selber nicht gemacht. Aber ich habe es noch nicht gepostet, das stimmt. Das stimmt. Rauch lieber Lagersteig, dann Spaß das Husten. Nein, die sind alle, die fertigen sind alle, aber ich war jetzt voll zum selber schnitzen. Und beim, Um selber schnitzen, um dabei zu bleiben. Ja, genau. der Asbach uralt ist doch noch nicht leer. Ja, Nein, schmeckt der aber wird auch nicht leer Ich glaube, werden. den hau ich bei mir im Auto ins Scheinwascher. Du lässt den Gummi auf. Wahrscheinlich. Wird gar nicht gut sein, wenn du das in die Scheinwaschanlage rein hast.
Der alte war wirklich ganz gut. Ich bin ganz Ja, gern Patrick, getrunken. Komm den mal. nehme ich mit und wenn wir wieder in Wien sind, also die nächste Verblatschung, 10. 10. Ja. 10. Jänner, glaube ich. 10. Jänner, Montag ja. 10. Ist wieder so ein Studio Donaufeld, bin ich wieder Ja. in Wien, habe ich meinen Weihnachtsurlaub vollbracht. In meiner Klause, dann bin ich wieder in Wien und dann, was schreibt der Munkelein? Roomservice erbeten, Patrick. Ja, ist das da. Ich walte meines Amtes. Patrick, Uschi Paula schreibt Roomservice erbeten und da können wir leider keine, Ich rauche ja gerade. nein, das können wir nicht verantworten. Ja, ich gehe Da gleich. musst du rauf. Zur Strafe muss ich die Flaschen 10 Minuten so holen. Schau mal, ob es 30 Sekunden aushält. Ja. Nein, mein Munkelein können wir da nicht warten lassen, das geht nicht. Und den Schatzl ist ja, die ist ja der harmloser jetzt in dem Fall, weil es ja Gast ist. Ein und Tröpfchen hat sie getrunken. ein Tröpfchen. Na geh auf für einen Leinen, aber was nicht. In die Badwanne. Leinen, was in die Badwanne? Medikamentation. Ja. Aber nicht mehr lange. Eine Flasche für fortgeschrittene Wildcat, ganz richtig. Ganz richtig. Ja, ist ein Wahnsinn. Na, das war's, ich glaube, die ist ausgegangen. Ja, fast, die ist ausgegangen beim Rauchen. Das sind nicht deppert. Nein, ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall. Wie stehen wir? Wie schauen wir aus? Sind wir noch online? Sind wir noch live? Ja. 3 Krügel finde ich lächerlich und die Damen haben ja auch mit. Ja, eben, Christoph Acker, das ist ja kein Gegner. Also ein Doppelmagnum. Das ist kein Gegner. Irgendwas wollte ich sagen und ich habe vergessen, was. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Im ganzen Tumult habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, wurscht. Patrick wird gleich wieder kommen, dann spielen wir was. Auf jeden Fall mit der Server, das ist natürlich schon, das ist auch bei Gitarren so eine Sache, weil ich das vorher gesagt habe, dass man wenn man wo spielt und man kommt ein bisschen ins Reden mit Leuten und der eine oder andere kennt sich mehr oder weniger gut aus bei der ganzen Geschichte. Und wenn dann jemand, haben sie sich gefreut, ne? Haben sie sich, Sehr, sehr. waren sie dankbar. Sie waren sehr dankbar. Ja, das möchte ich Sehr dankbar. hoffen. Das möchte ich hoffen. Und die beiden was eingeschenkt, ne? Selbstverständlich. Ja, sie muss zweimal rennen, das ist auch Blödsinn. Und das ist dann schon oft so, weil ich gerade rede so über die Instrumente, nicht? Wenn man sich so denkt, so beim Heirigen, nicht? Oder beim Wirten, dass der dann nimmst die Gitarre von der Wand, nicht? Da spielst du ein wenig, ja. Romantisch verklärend. Nein, manchmal geht es ja so. Also, der Punkt ist jetzt, muss man wirklich so sagen, die Gitarre, so wie es da steht, also wenn das hieß und ich muss jetzt ich baue eine neue, dann sind es 5000er. Das ist halt was manche, ganz wenige, das ist kein wirkliches Thema, weil man früher war es schlimmer. Aber es war wirklich so, wenn du die Gitarre liegen gehabt hast, irgendeiner hat es angegriffen, irgendeiner hat herumgespielt, herumgelampft, drauf herumgerotzt, sein Wein gesoffen, ausgeschieden, dass der Wein eine Krone ist. Es ist schon richtig. Man ist beim Heurigen, wo es eine ausgelassene Stimmung ist. Natürlich. Aber, Das ist ja da. aber die Instrumente sind verdammt viel Geld wert. Und wenn das hinst, so leicht kriegst du es nicht. Du Vor allem, kannst sie es ins sind noch nächste Geschäft. eingespielt auf einen selber auch noch da. Ja, das sowieso. Und Na das- gut, der persönliche Bezug zu einer. Das ist einfach. Das kann man mal extra. Das wird ein Thema im Das Podcast. wird eben im Podcast, ja. Die persönliche Beziehung von einem Musiker zu seinem Instrument. Nein, aber es ist wirklich so, dass man sich das schon ein bisschen bewusst machen muss. Das ist jetzt nur, wenn man nicht auf einer Bühne sitzt, mit Scheinwerfern und mit Backstage-Bereich und dergleichen, sondern im Publikum, bei den Leuten. Das heißt nicht, die Instrumente, das ist wurscht. Nicht? Da kann man drüber schicken. Das, wie gesagt, kommt nicht oft vor, aber manche haben schon ein bisschen so dieses Bild noch gehabt, das kann ich mich schon erinnern beim Spielen, wo man dachte, Alter, du gehst ein bisschen aufgeklärt. Ja? Das ist nicht einfach ein Klampfen. Das, was ich, auch meine alten, die ich gehabt, die habe ich mir bauen lassen. Ich habe eine alte gehabt, ein Wesseli. Die älteste, die ich gehabt habe, war im Baujahr 1889. Reisinger war das. Nein? Die Reisinger. Die Wessel war 1956. Das war eine der späteste. Der jüngste, ja. Eine jüngere. Aber 1889, die alte Reisinger. Alter, das ist nicht einfach ein Klampfen, das so hernimmst und so, ja, Alter, einer Fetten. Das geht nicht. Dieses Bewusstsein wollten wir schaffen, ist uns mehr oder weniger oft nicht gelungen.
Muss man auch sagen. So, Michael Unger fragt, kann man Instrumente versichern? Ja, kann man. Ich habe das jahrelang auch gehabt. Ich habe dann aber wieder aufgehört, das kostet wirklich ein verdammt viel Geld. was? Instrumente zu versichern, fragt Ja. der Michael Unger, ja. Ja, ist ganz vergessen. Ja. Ich hab lange mein versichert gehabt, Ja, jahrelang. aber Die Hauptinstrumente, also 2 habe ich versichert gehabt von denen. es gibt tatsächlich nur eine Versicherung in Österreich, die das macht. Das ist nicht aber österreichische gewesen damals. Also in Österreich In gibt es Österreich eine gibt's eine, Versicherung, die das die das macht, ja. die das macht. Ja. Ja. Die da bin ich, eben wie ein Philharmoniker zum Beispiel sowas. Genau, ja. Und ja, das ist ungefähr so wie Fingerversichern. Ja, theoretisch kann man sich versichern. Praktisch ist es nicht relevant. Und bei Summen zwischen 5.000, 8.000 Euro, 10.000 Euro zahlt sich das auch noch nicht aus, um die Versicherung selber. Da geht es dann wirklich um Instrumente, historische Instrumente, bei Geigen zum Beispiel oder so, wenn das 1 Million wert ist oder so, nicht? Oder 300.000, 100.000 Euro, 80.000 Euro, da sagt man dann, ja, das zahlt sich aus. Nicht? Ja, Stradivari versichert, ja, okay. Ja. Nicht, oder überhaupt der Meistergeigen, nicht? Also das Ja. ist nicht nur Stradivari, aber ja. Ne? Die Christi sagt, lässt auch die Musikerehre nicht zu, dass man ein fremdes Instrument in die Hand nimmt. Ja, also ungefragt auf keinen Fall. Ungefragt nie. Also, und das ist zum Beispiel, gerne. das ist zum Beispiel Also, etwas, angefragt und- ich liebe Kinder, also ich freue mich über Kinder, die leibend sind, über Bankerte, die wirklich keine Benehmen haben, freue mich nicht, ich sag's wie es ist. Das ist ja nichts Schlimmes. Ist nicht schlimm, aber Kinder, ich freue mich. Wenn du das Aber sagst. Das ist- wenn ich spiele oder wenn meine Gitarre da ist und es ist eine Unart, dass Kinder hingreifen und die Eltern daneben stehen und deppert lachen. Da könnt ihr wirklich links und rechts ein Watschen geben, nicht dem Kind, den Eltern. Weil das ist wirklich eine Unart. Kinder sind fasziniert von Instrumenten, Absolut. Kinder sind Ja, fasziniert ja. von Musikern und wir haben immer die größte Gaude, bis die Eltern da sind. Junge Eltern. Bis die jungen Eltern da sind, dann ist es vorbei. Und es ist natürlich auch so, ein Instrument greift man nicht an, ohne dass man vorher den Besitzer fragt. Auch bei einem Wirtshaus, wenn eine Gitarre an der Wand hängt, fragt man in Wirten, darf ich mir die runternehmen? Ja. Das ist tatsächlich so, Grisi, du hast schon recht. Man greift ein fremdes Ich Instrument frage nicht sogar an. den Klaus, ob wir uns das ausgemacht haben, wenn ich jetzt sage, geh, Ja, Klaus, aber- darf ich das einmal haben? Ich frage auch immer, aber das ist automatisch. Das ist einfach. automatisch das ist mehr, einfach automatisch. aber ne? oft. Aber, da ist, aber natürlich, es ist einfach, ja, das ist ja so. Das ist ja so, Punkt. Punkt aus Beistrich, nein, Punkt aus Schluss. Genau, ja. Windgeist ist ein historisches Instrument. Habe ich Zita aus der Monarchie. Jo, also das ist kein, also die Kontragitarre an sich ist ein historisches Instrument, aber die, was ich gebaut habe, die bauen habe lassen, die ist nicht historisch, die ist brandneu, ein paar Jahre alt halt, nicht? Also die haben wir- Ich bin schon wieder bald 5 Jahre alt. ja, das ist, ja, jetzt zum 40er gekriegt, oder? Nein, 41. 41, glaube ich, ja. 41, 42, sowas habe ich gekriegt. Ist ja wurscht. Die ist also nicht neu, sondern halt, aber sie ist natürlich ja, ein historisches Instrument, das neu gebaut worden ist. Also von dem her, die Kontragitarre an sich ist historisch, dieses Instrument per se nicht. Wie gesagt, mein älteste, was ich gehabt habe, war die Reisinger 1889. Und die war gut, mit der habe ich gespielt. Also mit der habe ich beim Heirigen gespielt. Die habe ich tatsächlich, das war meine allererste 15-seitige. Vorher habe ich 13-seitige gespielt, also normale 6 Gitarrenseiten plus in dem Fall 9 Kontragitarrenseiten und die 13 hat 7 Kontraseiten. Mit denen habe ich angefangen. Und die Reisinger war damals meine allererste mit 9 Kontraseiten. Die hat noch diese Steckwirbeln gehabt, war ein ganz großartiges Instrument, ganz leider Ton. Ich musste sie verkaufen, warum? Damit ich mir die nächste leisten kann. Das ist halt leider so. Ich hätte mir am liebsten alle gehalten, also fast alle hätte mir am liebsten Die gehalten. erste. Aber, ja, Futschi Putschi. Und man muss. Die man Novi muss- war so als Reisegitarre war gar nicht unpraktisch eigentlich. Ja, aber die hätte nicht. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. So, Wobei die Novi ein Riesenschritt war, muss ich sagen. absolut, ne, klar. Wenn ihr Instrumente um eine Mille hättet, würdet ihr Spenden eingestellt. Ja, Christoph Acker, um eine Mille gibt es keine. Ah, und die meisten, die Instrumente um 1 Mille spielen, denen gehört es auch nicht. Das ist richtig. Ganz, ganz wenige. Die Ann-Sophie Mutter hat eine Stradivari, die gehört die wirklich selber auch nicht. Die hat sie sich geleistet. Die Anne-Sophie Mutter, Im oder? Laufe des Lebens erspielt, ja. Im Na Laufe gut, des ja. Lebens erspielt. Aber sie hat
spielt ja auf 3 verschiedenen. Und die 2 anderen sind gern Banken, Gesellschaften und so weiter. Ne? Meistens so natürlich, aber die müssen gespielt werden. Die Ne? müssen aber das gespielt heißt werden. also, Dadurch werden sie an ausgewählte Musiker, ich glaube, die Bank verliehen, Austria besitzt sozusagen. ein paar. auch Ne? zum Beispiel, Ja. auch einige, ja. Und die sind natürlich, die sind verliehen an Philharmoniker, Und da haben nicht nur Philharmoniker, aber auch ja, also, aber stark. Solo-Geiger Stark, meistens. stark viel, Also ja. so nicht, ja, ja. Nein, aber es sind schon viel, damit es gespielt wird. Damit es gespielt wird. Weil die dort im Tresor hängt, wird es nicht besser. Und ja, daher. Ist ganz interessant. So, Patrick, next step. Du musst niesen, glaube ich, vorher noch. Dann niesen sie. Ja, ich kann noch nicht. Es ist noch nicht so weit. Was du denn dann genossen hast? Sind wir dann genossen? Ich weiß nicht. Spielen wir den narischen Kastanienbaum, dann ist es nicht so. Ja, das ist auch Genosse. gut, ja. Spielen wir den narischen Kastanienbaum. Für den Herrn Christoph von Acker. Du narischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du narischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest da wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürmer sein. Ganz dicht am Rand vom Stadtpark steht, wo alle Welt vorübergeht, ein Baum, der lässt seit langem die Blätter traurig hangen. Doch plötzlich ist er aufgewacht und Kerzen standen über Nacht auf allen seinen Zweigen. Jetzt da wollte er sich zeigen. Narischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du narischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest, wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürmer sein. Jawohl! Der Mundl wird sich gefreut, sagt der Manfred. Na schau, aber sich gefreut fühlen. Es gefällt vielen das Lied. Ja, das das ist. ist. Ja. Während Blärmerln zieht der Kontragitarre die mit meiner Quetschen. Der Manfred Kraft, Ja! der ganz leibend. Werner Blärmerln kenne ich. Kenn ich noch. Ja, da hat der Herbert Bäumel auch mitgespielt und der Ja. Walter Weinzettel auch mitgespielt. Ja. Ja, der Christoph Vorwärts sagt, ja, hoffentlich werden solche Instrumente gespielt, weil ich schaue drum. Ja, Ja, Christoph, absolut, das ist. absolut, Und das ja. war zum Beispiel ein Grund, warum ich meine Gitarren auch verkauft habe. Nicht nur, also Grund Nummer 1 war meistens, ich habe natürlich das Geld gebraucht, um mir das nächste leisten zu können. Aber es war wirklich oft so, ich will nicht rauchen, warte noch, bis das anziehst, dann spielen wir eins vorher. Warte noch, lass noch, es ist schon drum, Patrick, hast du mir geglaubt. Das ist schön, nicht so wie früher beim Wirt, ne? Wie beim Oder beim Spielhackler. Der Luxi Rudi hat 3 Backel Cheat geraucht am Abend. Ja. Ne? Davor hat er 2 geraucht. Der Rest ist im Oceanbecher verblieben. Der Rest oder der so. Oceanbecher, ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, also mit den Instrumenten und die alten, die müssen gespielt werden, sonst werden sie hin. Das heißt also, wie gesagt, das Stradivari, es hängt nirgendwo, so weit ist es. Und ich habe mir halt, echt gedacht, bei manchen ist es schade. Eben bei den 13er Gitarren zum Beispiel, wenn dann doch die über Wessely gehabt, eine alte Wessely, die Wessely, Weltgitarre, 1956er Baujahr, das ist ein Nachbau der Wessely. Das Ja. ist so in diese Kategorie, ja. Ja. Und die war wirklich super, war aber 13er. Also 13 Seiten statt 15. Ich war jetzt aber dann schon auf 15 Seiten gewohnt und die ist bei mir daheim gelandet und ich habe mir gedacht, ja, die gebe ich nicht her, weil die klingt so leibend. Und es war aber echt wirklich so, ich gesagt, das spiele ich nicht. Nachdem es 2 Jahre der Ecken gelandet Ich ist, muss dir sagen, wie du zu der gekommen bist, das war die erste eigentlich, das war der Aufstieg eigentlich
Wie du anerkannt wurdest, Die als Akzeptanz in der Akzeptanz Szene, in der ja. Szene. Ja. Ja. Weil diese Instrumente hast du nicht einfach gekriegt. Die sind antiquarisch und die verkauft einer. Und die verkauft einer, der weiß, um was geht. Und ruft halt jemanden an. Nicht? Und damals, das war, wann wird das gewesen sein? Wann wird das gewesen sein? Wann wird ich gehabt? 2000 herum. Irgendwo Na, später, ja, auf jeden Fall nach 2000 meine ich. nach 2000, 2004, sowas herum, so schätze ich. 2003, 2004. Auf jeden Fall nach 2002 wird aber der Euro. Und ich habe es in Das Euro war gezahlt. 2004, 5, Ja, so, sowas. 2004. Und auf jeden Fall war es so, wir haben eben gespielt, seit den 94er Jahren haben wir gespielt. Und dann ja, irgendwo so, also knappe 10 Jahre, ist ja wurscht, 8 bis 10 Jahre später, Ja, ja. ruft mir der Co-Schüler Rudi an und ich meine, also ich möchte fast sagen, der. Aktuell kannst du wirklich sagen, der Kontragitarrist im Wiener Lied schlechthin. Gibt noch ein paar andere, aber das ist wirklich der Rudi Koschelo, absolut jetzt einmal, ich sage mal, die erhobene Figur, muss man echt sagen. Die erhobene Figur am Podest. Und zu Recht. Und der ruft mich an und sagt, Klause, ich verkaufe ein Wesseli. Ich war dabei, wie er angerufen Ja. hat. Der Klausi telefoniert mit Rudi, da musst du reden mit der Klausi, so glasige Augen, und mit der Rudi telefoniert. Ja. Wir kennen uns ewig schon, nicht? Das ist, Ja. Was ist jetzt, ne? Weil der Christoph Acker sagt, es gibt eine Kontragitarren-Szene. Nein, es gibt eine Wiener Lied-Szene. Also in der, die Kontragitarren sind also eine Handvoll Leute. Aber es ist eben trotzdem, zu diesen Instrumenten kommst du nicht, weil es eben nicht viel gibt und die haben alle, ja, die kannst einfach nicht, du kannst nicht hingehen in ein Geschäft, ich will ein Wesseli. Vergiss es. Und auf jeden Fall hat er mich angerufen. Und bin natürlich hier, habe die probiert und habe es gekauft. Dann habe ich gedacht, wurscht, sie wird sicher gut sein, habe ich das Geld schon eingeschickt gehabt, bis zu der. Da bin ich bei meiner Mama bin ich betteln gegangen. Und bei allen bin ich betteln gegangen irgendwie. Und gesagt, du, es kann sein, dass ich mir eine Kontragitarre kaufen, die muss ich kaufen, weil die wird mir angeboten und wenn ich die nicht nehme, dann kriegt es ein anderer und die ist weg. Und das war wirklich so. Aber damit habe ich gewusst, ja, ich bin akzeptiert, zumindest in dieser Szene, dieser Wiener Lied-Szene, dass sie sagen, ja, wem könnte ich so ein Instrument anvertrauen, wem könnte ich so eine verkaufen. Und das war mir schon eine ganz große, das war eine große Geschichte. Aber eben ja, die ist dann bei mir daheim in der Ecke gelandet und aus. Nicht? Weil ich nur mehr 15er gespielt habe nachher. Und dann habe ich gesagt, nein, ich verkaufe es, weil es ist echt schade drum. Es ist wirklich schade drum und das Geld habe ich gebraucht für die nächste. So. Und sie ist in guten Händen jetzt wieder. Jetzt hat es der Engelbert, ja. Stolz, ja. Ja. So, Patrick, nächstes Lied. Die Blätter hangen. Christoph Acker gefreut sich mit dir, Patrick. Hangen. Jetzt bleibt der Daumen unten beim Kastanienbaum, taugt der schön Christoph Acker. Daumen unten, kann ich nur sagen, thank you for your engagement. So heißt es. Das Lied ist aber eh schön, ist wirklich schön. Es ist nur die eine Zeile, ist halt ist ein bisschen vom Text her. Ja, nein, aber es ist ein beliebtes Lied. Also das können wir festhalten. Absolut, Ist ja. spielen. Beliebtes Lied. Ja. Patrick, das nächste. Jetzt gehen wir es an. Text, sehr textlastig. Altes Lied, das musst du schon erklären. Ein Altes altes Lied. Lied so um 1880 von Karl Lorenz. Karl Lorenz, 1880. Warte, müssen wir für den Podcast schon? Als nächstes Stück hören Sie von Karl Lorenz. Aus dem Ein Jahr 1880. Ein Stück, dessen Text auch heute noch durchaus Wahrheit, wie sagt man da, Scheißdreck? Wie weiß ich das? Nein, so ist Scheißdreck gesagt, soll ich nicht sagen. Es geht gar nicht im Podcast. Ein Text, der heute genauso aktuell sein könnte. Das ist ja wurscht, ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn man unser Leben betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit,
Da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag rund am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebaut. Ein Bachendl, ein guten Wein, hat auf keinem Tisch nicht gefällt. Doch schaut mal heut, wie es zugeht und da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Krieder gemacht, Fabriken zugesperrt über der Nacht. Brotweder gewebt haben Seidenschein, steht auf Versatz Folie. Von Bachendl ist längst keine Spur, heut schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles hört, die Leute haben so wenig Geld. Ja, a gefrettis auf der Welt. Ja, a gefrettis, die Leute haben so wenig Geld. Der Frosch im Hals. Eine Stimmen und Dingsbums. Willst du nicht verkühlt werden? Aber nein, Vorher aber habe ich das nein. vor Silvester gehabt, 2 Tage. Nein, ich verkühl mich nicht. Giancarlo Benzina. Klause macht ja auch bald die Metaverse mit. Dann gibt es virtuelle Pavlatsch mit Klauseverse und Patrick Metakordion. Wie wird eine virtuelle Blauwatschen sich ausgehen? Von wegen 1880? Ja, das ist ja eine gute Frage. Giancarlo, ganz ehrlich, ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt noch. Das, mir macht diese Metaverse-Geschichte eher noch ein bisschen Angst. Und ihr wisst, wir sind eigentlich bei allem, wir versuchen wirklich die Zeit nicht zu blockieren, also die Entwicklungen der Zeit, sondern dabei zu sein. Aber ich glaube, es gibt einen, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, in unserem Umfeld, es gibt eine Aussage, die man auch mitunter beherzigen muss, manchmal, ich muss nicht überall dabei sein. Diese Metaverse-Geschichte, ich kann mir darunter einfach noch nicht wirklich was vorstellen. Ja. Ich glaube, dass wir mit dem jetzt einmal ganz gut unterwegs sind, wie es rennt. Ja, klar. Ich werde es sicher beobachten, keine Natürlich, Frage. Also natürlich. wir schließen nichts aus. Aber ich habe keine Ahnung, wie dieses Metaverse, was da sein soll. Also wenn das zu sehr, wenn es wirklich jetzt zu sehr von der Realität weggeht, dann interessiert es mich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist leibend, eben diese Möglichkeiten, dass wir kommunizieren können, dass wir ein paar Platschen machen können, da vom Arsch der Welt, auf der buckligen Welt sozusagen, wo das Internet, das Arschloch-Internet nicht immer geht, wie es heute halt nicht gegangen ist oft, dass es trotzdem funktioniert, dass wir weltweit, nicht? Der Uli Slonek aus Helsinki, weiß ich jetzt gerade, viele Freunde, Aus die in Bangkok Deutschland auch mit sind, dabei, aus richtig, Sydney also dabei, also es da ist aus so viel New los. York, also es ist Das finde ich echt leid und das finde ich Leibend, ja. grandios, aber ich finde es immer noch, aus der Schweiz dabei, Ja. aus Deutschland. Es ist, na, alles Mögliche. Und dass wir da kommunizieren können, das finde ich persönlich ausgesprochen leibend. Das finde ich großartig, aber es ist immer noch eine recht eine persönliche Geschichte. Und das taugt mir, und diese Metaverse-Geschichten, ich weiß nicht, ich glaube, das wird immer mehr zur virtuellen Realität. Und ich glaube, das ist für das jetzt nicht notwendig. Also wenn man sagt, Wiener Lieder, wir dürfen nicht auftreten, wir dürfen nicht spielen. Es gibt viele Menschen, die nicht dort sind, wo wir spielen dürfen. Und dadurch haben wir die Möglichkeit des Internets. Und ich glaube, das ist jetzt vorerst einmal die Grenze, die wir irgendwo setzen. Weil sonst wird es ja immer wahnsinniger und immer wüder. Und das Metaverse, das ist ein bisschen Pfeif auf Vers. Uli Slonek, jawohl. Der Giancarlo Benzina hat gesagt, lass die Bube mal laufen und wenn es relevant ist, kann man mitmachen. Ja, genau. Ja, genau. Ganz genau. Voll auf den Punkt gebracht. Also ja. so irgendwie, wenn man das. Also ich beobachte schon und es ist natürlich alles irgendwie im Hinterkopf. Nur am Ende des Tages ist es ja so, dass wir Musiker sind, wir wollen unsere Musik machen, wir wollen das Wiener Lied pflegen. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, ich würde bei allem viel dabei sein, ja, Man kann sie auch, wie man auf Wienerisch sagt, technisches versprageln. Genau, mit einer Ortschaft 10 Und dann Kirchen. verliert man sie. Ja.
Die Und Türen laufen. dann kommt es zum Burnout nicht auch und so weiter. Und zu anderen Bildern, das man nicht will eigentlich. So ist es, so ist es. Nein. Das, Aber es ist natürlich, also ich tue das jetzt ab, ich will das jetzt nicht negativ sehen oder sonst was. nein. Es ist mir nur, also meine Grenzen sind wirklich dort, wo ich sage, ja, jetzt, Alter, was ist denn notwendig? Also das traue ich mich jetzt wirklich sagen, die Pavlacisti, und wir brauchen nicht ein künstlerisches, also ein künstliches, Künstliches ist Universum. Oder ja. Wir sitzen alle daheim, also jeder sitzt daheim, macht sich eine Flasche Wein auf oder manche ein Bier. Manche trinken auch nichts. Gott weiß warum, aber es mag so sein. Und wir haben ein Hetz, wir haben eine Gaudi, genau. aber es weiß ja jeder, was die Realität ist. Es ist im Prinzip nichts anderes. Wir telefonieren einfach miteinander. Genau. Es ist nur anders als das Telefonieren. Und das andere, das wird mir dann schon ein bisschen zu schräg. Zurzeit. Zurzeit, ja, muss ich auch sagen, ehrlich gesagt, ja. Jetzt trinke ich mal einen Schluck Wasser, das habe ich glaube ich noch gar nicht Ich habe auch geschafft. keinen Stromzeit mit dem, ist ja ungewöhnlich. Aber der ist so gut. Dieser Sekt, dieser Chardonnay ist so Da gut. ist ja komplettes die Kohlensäure ausgeraucht. Ich trinke Wie ganz- lange steht der Hansel da? Das gibt's ja Seit nicht. wir angefangen haben. Um 8 Uhr habe ich den eingeschickt. Um 20 Uhr habe ich das eingeschickt, das Wasser. Schenken wir noch, bevor wir das nächste spielen, Schieben oder? wir nochmal nach, ja. Spielen wir zuerst. Spielen wir zuerst. Spielen wir zuerst. Zuerst spielen wir, ja. Was spielen wir? Weltpartie jetzt. Ja? Ja. Bei dir, ja. Ist sonst noch was offen? Nein, das war es dann. Da war ich einmal. Im Gedenken an Horst Mehrer. Jawohl. Ganz großartiger. In 2 Uhr, gell? Ist das? Ja. Alle Leute kennen mich, ich bin von der Weltpartie, von wer? Hängen mir auf ein Wein, da schenkt er wieder uns Viertel rein, so haben's Haube gehen. Jeder stimmt ein Lied an, weil jeder von uns singen kann jetzt, verstehen Sie mich. Wir sind eine Weltpartie, ja, eine Weltpartie, sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind eine Weltpartie, ja, eine Weltpartie, wir sind die Weltpartie von Wien. Jeder stimmt ein Liedl, aber jeder von uns singen kann jetzt, verstehen Sie mich. Und jetzt geht zurück daheim mitsingen. Wir sind eine Weltpartie, ja, eine Weltpartie, sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind eine Weltpartie, ja, eine Weltpartie, wir sind die Weltpartie von den Gassenkinder. Wir waren in der Gassen 3 Kinder. Der Karl, der Franzl und ich. Wir waren in alt besser und geschwinder. Eine unheimlich klasse Partie. Mit den Ballen, mit den Stollen und die Radeln. Da haben wir 3 niemals verspürt. Auf den Stoß, auf die Rose und die Madeln. Da waren wir 3 immer wie wild. Ja, so war das bei uns Gassenkinder.
Doch das ist schon lang vorbei. Der Krieg und die bitteren Jahre. Jetzt lebt nur mehr ich von uns drei. Manchmal träum ich von Franz und von Karl. Und ich wach auf bei der Nacht. Und da muss ich manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Und da muss ich manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Zwei große Buben, die Schupfenkreuzer, ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld oder in seinem Handel spült mit und ist klein daher. So hat es mit dem Buben begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, darum ist nichts Gescheites geworden außer mir. Einer hat immer das Kummer, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Kummer, weil ich vom Glück ein Stiefchen bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Gespürwein, ich war dabei. Hab die mit dort mit ein paar Freunden und zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, doch später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib es fuhrt mir über die Nacht. Glück im Unglück, muss man das sagen. Einer hab immer das Moment, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Moment, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Jeder Mensch, der lebt sein Leben. Der eine packt's, der andere nicht. Und ob man sich dann erst besonnen, ja, dann ist es meistens viel zu spät. Da ist man erst vom Glück verlassen und sucht man noch einen festen Halt. Man sucht und sucht das ganze Leben. Auf einmal ist man grau und alt. Einer hat immer das Moment, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Moment, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Großmutterkind. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin.
Meine Mutter ist mit einem anderen Mann. Wir reden nur ein Kind, dem Vater davon. Da war ein kleines Weiberl, schon grau und betagt. Und die hat zu dem Kinderl in die Viren eine gesagt. Du nicht erwarnen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange der Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht warnen, mein Kleiner, ich werde der Mutter lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Mein Vater, der war als nächstes dran. Der ist vom Schicksal gebrochen, dem Leben davon. Du warst wieder das Weiberl, schon grau und betagt. Aber die hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt. Du nicht erwarnen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange der Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht warnen, mein Kleiner, ich werde dort lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich halt am Bugel. Heute bin ich ein Mann. Und schon lang lebt das Weiberl, die Oma nicht mehr. Aber ihr Großmutterkind, das liebt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja daher ist sie so. Du nicht warnen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange der Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht warnen, mein Kleiner, ich werde dort lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Jawohl. Horstl-Gmeller, Wahnsinn! Wahnsinn! Ein großer Verlust des letzten Jahres. Ich habe natürlich jetzt gleich beim letzten Akkord mörderisch verspielt. Aber so ist das Leben. Das macht nichts. So ist das Leben. Echt gefällt's. Jetzt trinke ich auch das Wasser aus. Die Gaswasser aus. Ihr seid einfach wild, sagt der Christoph Acker. Ich danke dir schön. Ich habe lange nicht reingeschaut. Im Memoriam Herz Horstl-Gmeller, Manfred Graf, ja. Vollkommen richtig. Ja. Jetzt spielen sie alle wieder zusammen bald, weißt du? Ja. Aus diese Jahrzehnte, so 50er, 60er Jahre, das ist 50, 60er, 70er Jahre. Rudi Lutsch, Horstl-Gmeller, Karl Hodener, Rudi Mallert. Ja. Christoph Adi Acker. Stassler. Ja. Diese Die ganze Partie. Die ganze Partie, ja. Walter Häuser, nicht? Warte, Schaffer, zu. Kurt Schaffer. Scharfer Und Kurve. so weiter. Wahnsinn. Die ganze Partie. Pass auf, ruhig zu. Das, Du musst einmal einschenken, Ich schenke mal dass wir ein. weitergehen. Ich muss dich kurz verlassen, Verlass mich euch kurz. kurz verlassen, weil es ja, zäh. verlass mich. Ich muss nach dem Ofen schauen. Schau Ich muss mal nach dem Ofen schauen, gell? Oh, schaut nicht vielleicht. Schaut einmal. nicht. Schau kurz an mir rein. Ich komm gleich. Ich schenke mir ein bisschen was ein. Ja, die letzten 5 Jahre haben uns wirklich viele große verlassen. Aber die Zeiten bringen das mit sich. Es gehört dazu zum Leben. Aber wir sind noch da. Trotzdem in Erinnerung an diese Leute, diese Stickeln keiner gespielt, weil die waren wirklich großartig. Oder? Ich glaube, da fällt mir, ich sage jetzt nicht am Blödsinn, was der Klaus da nicht will, aber da werden wir vom Häuserwalter werden wir auch noch was spielen, vom Karl Hodiner werden wir noch was spielen, eine Nummer. Vom Rudi Lutsch werden wir eine Nummer noch spielen. Auch. Ja, das machen wir. Das müssen wir machen. Prost. Wer
kann gern mittrinken, gell? Auf die uns vorausgegangenen. Prost. Oh. Großartige Leute. Großartig, ganz, ganz großartige Leute gewesen, ja. Wo der Wein leicht macht, dort macht die Musik froh. Das ist ein guter Spruch, das gefällt mir, ja. Und werden wir als nächstes nochmal. Nein, da machen wir wirklich was. Ein Häuserwalter, ein Hodener Karl und ein Lutschrudi. Das muss sein. Das muss einfach sein. Klaus, ich habe über dich jetzt bestimmt. Was haben wir? Ich habe über dich jetzt bestimmt, weil ich gedacht, so groß haben wir uns verlassen, jetzt haben wir gespielt, nicht? Also Mädler und so weiter. Jetzt müssen wir noch machen, einen Hodener, einen Lutsch und einen Häuser auch noch eigentlich. Das gehört eigentlich. Bin Das dabei. gehört eigentlich. Bitte, gib mir die Flasche, ich muss die kühlen. Ich muss kühlen. Also, das ist eh schon leicht. Das ist ja schon ganz. Gell. 3 Kilo Glas noch. Maximal ein paar Döner mehr drinnen. Der Bernaus Motto ist bei Gin Tonic. Ein wunderbar. Ja, der Fritzl Statkus, schaut, der Fritzl Statkus, immer ein Gentleman, sagt natürlich, denkt an eure Lieben beim Einchecken. Die haben noch was, glaube ich. Sonst hätten sie sich gerührt. Ja, eben, die schreiben eh. Die schreiben immer so. Was, danke euch. Morgen ist wohl mein Freund am Arsch. Was? Christoph Hacker. Morgen ist mein Freund am Arsch. Christoph, was rauchst du? Oder was trinkst du? Das morgen ist mein Freund am Arsch. Die Dame sitzt bestimmt auch schon am Trockenen. Der Christoph hat gerade auch gesagt, die Dame sitzt bestimmt schon am Trockenen. Ja, klar, nicht. Hauptsächlich, um uns kümmert sich keiner. Die Damen geht's. Wir haben eh was. Zum Wohle. So wie die mir einschenken. Schau. Aber ein Dauergetränk für Musiker während des Spiels Nein, ist das nicht. Das ist voll schwierig. Für Sänger. Wenn man Sänger auch muss. Wenn man nur spielen muss, geht's. Aber selbst da ist es schwierig, dass nicht eine gewisse Geräuschkulisse entsteht. Aber ich bin total stolz auf meine Rindschnitzel-Kühlanlage. Das ist perfekt. Das ist wirklich, also temperiert ist er. Der ist gut so. Ist der Wasser einschenken mal, nur so Hetzhalber. So, ja. Nur fürs Bild. Nur für die Optik. Bild, ja. Was spielen wir jetzt da? Schenke mir zuerst ein. Ja, schon. Der ist der zuerst. Da bin ich brutal. Danke, Schiff fürs Wasser. Beim Häuser haben wir Okay, was ist, ich würde jetzt sagen, danke, Schiff fürs Wasser. Und der Ach so, springt da. Warum geht das da nicht? Dank der Schiff fürs Wasser. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Jawohl, Das ist gegangen. Hat nicht funktioniert gleich. Was wird jetzt so? Alles am Alter haben wir ja schon gespielt heute. Eigentlich auch. Die Wanden haben wir schon gespielt. Ja, gespielt, ja. Ja, klar. Ja. Dann machen wir einen Lux weiter. Bitte, sag mir einfach, was ich spielen muss. Das ist da, ja. Ein Lux, der junge Lux und der alte Czapek. Czapek auch schon lange im Himmel. Ja, Passt gut, finde ich, oder? absolut. Gute Lux, ganz jung, damals Richard Ja. Czapek, der den Text geschrieben hat, schon etwas in die Jahre damals gekommen gewesen. Und Gemeinschaftsproduktion. War ein junger Lutsch, glaube ich, ne? Ein junger Lutsch und ein alter Czapek, Ja. ja. Geht bullen wir dort ein Gesicht. Jawohl. Gebullen mir da dein Gesicht, ich möchte heute fesch sein. Nicht wie eine alte Semme, sondern Resche. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein arisch, ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Gestern war ich traurig, wie ich mich in den Spiegel schau. Ich denk mir mit meinem Gesicht, na, da kriegst du keine schöne Frau. Da plötzlich hab ich eine Idee, die ist doch gar nicht
ist schlecht. Ich frage Patrick, ob er mit mir sein Gesicht nicht tauschen möchte. Viel Spaß! Geburt mir da dein Gesicht, ich möchte nicht frech sein. Wenn wir eine Semme, sondern recht sein. Ich habe heute noch ein Rendezvous. Da brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein ein bisschen handig. Aber mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Masterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher niemand zurück. Oh yeah. Bitte der Lubschrode jetzt machen? Wirklich, oder? Ja. Das ist so wie es. So Wir wollen wir doch nicht gesehen. Ach so, was? Ja, jetzt habe ich die erst so überlegen müssen. Ich mir gedacht, das auch schon ist. Ich habe schon gedacht, wie furchtbar. Jetzt hat er Schlage oder was hat er jetzt da, aber nein, ich weiß schon, was du meinst. Der wollen wir doch das Gesicht, ja. Was war der Bart schon? Ist schon viel zu grau, Grisi? Meine? Ist ein George Der Clooney-Effekt. ist doch nicht grau. Vergiss nicht Aspirin, Mexalen. Snoop Dogg, ist da was mit dir los jetzt da? Ist ja Wahnsinn. Oder um was geht's da? Weil da muss man gleich ein bisschen zurückscrollen. Ich scrolle einmal, ja, aber. Ein bisschen Wasser trinken, dann geht schon am nächsten Morgen vom Schlafen gehen. Christoph Vorwart, ich habe schon oft einen Sitzen gehabt und habe wirklich oft vor dem Schlafen gehen ein bisschen Wasser trinken. Aber es ist nie gegangen am nächsten Tag. So bei mir Das ist ja immer. Wahnsinn. Also, Ja, da ist Strom im Wald da, ja. Ja, Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Patrick Ruhl sagt, Giancarlo Benzina, Wolfgang Kodin, die Maggie, vorausgegangen, sitzt im Lidl, vielleicht jetzt im Himmel wieder. Na schau, steht mir schon auf. Ein Wiener Kaffee. Mega pampert, jawohl. wo einst mein Kaffeehaus ist heute Eine Bank. Ja, schon immer mehr in der Zwischenzeit. Der war schon zu draht wieder. Marti Hautmann-Ecke. Hautmann-Ecke ist auch dabei, Zu jawohl. später Stunde. Jetzt erst zugeschaltet. Ja, Oder da kann ich wie? nichts mehr. Haben wir noch was offen? Was ist jetzt noch was? Am Korn sollten wir auch noch Was spielen. denn? Was Was müssen wir spielen? Wenn Hoden haben wir auch schon gespielt heute. Haben wir auch schon Das gespielt? Vogelland Haben wir auch schon gespielt? Also haben wir die eh angedeckt eigentlich. Mehrartig. Wo man, weil die Daniela auch noch dazu kommt. Daniela Schläg ist auch noch dazu gekommen. Ich spiele gerne ein Lieblingslied von ihr Ja. und Sehr, von sehr Max. Kopf verlockert, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt. Und aufgeschiefte Wunden. Ob Skiverletzung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf Spielzeug verloren
ein Batschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wahn. Vorbeigeschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möchte man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer. Bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Die Achtel von einer. Großartige Komposition. Danke herzlichst. Wahnsinn. Danke herzlichst. Wahnsinn. Interpretation war heute etwas frei, aber Ja. war mir aber gefallen. Ja, es war, 27 Jahre, so wie. man musste spontan sein. Spontan, das ist alles gut. Man musste spontan. Georg Scheurer ist von Starotlanien gekommen. Georg Scheurer ist auch schon dabei. Das heißt, es passt. Auf den Georg haben wir gewartet. Nimm einen Schluck Wasser mal noch. Die Melodie ist recht schön, der Text natürlich auch, aber die Melodie ist ein Hammer. Snoop Dogg ist der Dankeschön. Danke. Dankeschön. Sollte ich vielleicht noch mal dazu sagen, dass die von mir ist. Arrangement von mir. Ja. Das muss ich auch muss man dazu sagen. Eine Melodie kann oft schön sein, allerdings kannst du im Arrangement alles zerstören. Ja. Na, aber so 27 Jahre, 28. Ja, das gehen wir hin. Da los. Na, großartig, danke. So schon beim Anfang muss ich immer an Western denken, da gehst du vorwärts. Wirklich wahr? Da, beim Anfang muss man Western. Nein.
Ja, das kann schon sein, ja. Reitet einer mit dem Pferd. Da kommt der Schuss. Der Schuss. Der fällt runter. Ich habe noch nie einen Western gesehen, wo einer am Anfang mit einem Pferd reitet, da kommt der Schuss und der fällt runter. Das kann der Beginn von einem Western sein, guten. Das war so für mich eine Idee, nicht? Der Reise und Nicht deine Idee. Bei einem Western passiert nichts am Anfang. Da passiert lang nichts. Das passiert eigentlich die ganze Zeit nichts. Das ist ein Western. Nein, das stimmt Ja, schon. das ist so der mit dem Wolf tanzt. Patrick steht mitten in der Sahara. Nein, Sahara ist woanders. Wie heißt denn das dort? In der Pampas wird das so irgendwas. Nein, das wird nichts. Das Karabier nimmt sie. Bier nehmen Sie. Der Karl May hat aber beides gekommen. Ja, Das und ist dann- schön, und dann Mann. muss es übergehen. Der Patrick reitet mit seinem Pferd durch die Wüste, doch Klause hinterher. Nein, aber das gefällt mir dem wohl nicht. Das kann man was? Patrick reitet mit der Quetschen auf dem Buckel durch die Wüste, hat an Durst. Patrick reitet mit dem Pferd auf der Harmonika am Buckel und trotzdem ist er wurscht. Er will einen Wein, er will einen Wein, nur einen Wein. Ja, das müssen wir noch Das ist ausarbeiten. aus- Ich habe das Haut so direkt nicht. Spielt mir das Lied von Wern. Ja, genau. Desperado. Musik ist sowas Schönes. Ja, Christoph Hager sagt, Patrick, bleib bei der Musik und wechsel nicht in die Filmbranche. Ja, ist glaube ich auch gescheiter. Ist glaube ich auch gescheiter, weil. Ja. Es ist besser, es ist Ja. besser. Ja, wir haben jetzt unser Bestes getan, aber es ist natürlich, es war wieder mal zu wenig. Das kann man immer auch nicht schlecht. Das kann man immer schlecht. Das kann man. Aber im Karabier Western, nehmen aber Sie. im Western kann man. Im Western nicht, nein. Naja, aber es ging um einen Western. Western, ja. Das ist, du hast doch gesagt, Kamel. Du hast Ja, ja, ich hab gesagt, ja, das kann sein, ich rede so viel. Also die Karl-May-Erinnerungen Ja. sind das. Wirklich wahr, ja. Kaum, ey. Und oft verwischt es dann so irgendwie. Ich trau mir Zigarette. Bitte tu das. Ich trau mir So Zigarette. langsam kommen wir zum Ende, oder? Ja, Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ich schätze mal so gegen Richtung 12 gehen. Nach halb halb 12 ist. nach halb 12. Ja, wunderbare Zeit. für ein Wiener Lied, Western würde ich extra. Aber Christoph Robert, das war eine Idee. Das war aber wirklich eine Idee, die man dann an Western, der in Wien spielt. Aber immer Western. Ja. Wie man sich da das Genre Western vorstellt, das steht man aber da. Ha. Das steht man schon da. Dum, 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 dum. Oh, der Krieg. Ja, nein, das war schon, das ist eine Überlegung wert. Das ist eine Überlegung wert. Dum, 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 dum. Spanisches Wiener Westernlied, aber der Christoph Acker setzt uns drauf. Ja, aber ich meine, warum nicht? Ja, also ich glaube, bis ich wieder alle gewuselt habe. Bist du fertig? Gell? Nein, ich will nicht wuseln, aber gut tun Fütter. Aber ich brauche eine Zeit schon. Ich brauche. Ja, du sagst es leicht. Du sagst es leicht. Zeit genug. Uns rennen die Leute davon, weil sie sich denken, Alter, ich kann nicht mehr sagen. Ah, so da. Ja, so spür eine an, Patrick. Ja, so. Spül eine an, ist gut, ja. Soll ich eine spülen? Ich finde es so traurig, dass der Markus Volker heute nicht da ist. Das ist furchtbar traurig, ja. Otter ist der Westen von Wien, ja, das stimmt. Mathe hat mir nicht gefällt mir nicht. Da, jetzt trinkt man den Stoff von Markus Volker und er ist nicht dabei. Das haut mich zurück. Patrick, spür was ich keiner umbringt. Ne? Spür was Schönes. Was, Man kann beim Western. ja, das ist eher. Das ist. Ja. Sehr positiv, sehr positiv.
wenig positiv. Ja, das wird schon. Jawohl. So hat die Alten daheim. Schau ich raus. In die Weiten sich die Hügel und die Wälder. Fertig. Das ist fast Western, mit französischem Einschlag. Ja, das war ja quasi die französische, nicht die Irokesenabteilung. Nicht? Das waren die Sozusagen, die ja. Franzosen. Nicht? Ja. Von den Franzosen, Franz Bradwell hat sich dazu gesegnet, das Leibwand. Franz, ganz großartig. Chris ist halt ein neues Stück vom Nein, Party. gar nicht, das ist schon uralt. Das Ja. ist so alt, da habe ich noch 20 Kilo gehabt. Übergewicht. meine ich. Vor 20 Jahren geschrien einmal. Im Glas ist einer, sagt die Chrissy. Ein Glas ist seiner. Im Glas ist einer. Das zu später Stunde, meine Lieben. Ich sag's euch jetzt, ihr fordert uns ja ganz schön. Vor allem Grisi erst. Aber eine gute Idee gewesen. Grisi, wirklich, ja. Ich muss einen Schluck nehmen. Die Chrissy sagt, das ist eine neue Komposition, da wäre narisch. Welche meinst du? Nein. Das war keine neue? Nein, das habe ich schon lang. Für Yvonne. Chrissy Vorwärts.
Was mir gerade einfällt, ich kann nicht mehr auf ein öffentliches WC gehen, ohne an die Häuselfrau zu denken. Christoph Arbeit, zu Recht. Zu Recht, warum? Weil natürlich jemand, zu Recht denkt man dabei, wenn man irgendwo auf ein öffentliches WC geht, in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen an die 6er Band. Natürlich. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein müssen. Dafür hat man ihr was ins Kämmerl rein. Ja, bitte zieht sie, geht man gerne ein. Schatzel ist a Häuselfrau, am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Jetzt singt sie, ja, jetzt singt sie, oh Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die im Fernsehen bewähren. Duftende Hakle und Co., sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häus und putzen, weil man will sie ja schließlich benutzen. Was denn? Dafür hat man ihr was ins Kämmerl rein, ja bitte singt sie, kehrt man gerne, auf geht's, Mann, die Gräser! Schatzel ist a Häuselfrau, am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mit singt sie, ja, mit singt sie, oh Stadtlau. Die guten alten Klospülungen. Und das wirklich schaut fast ein bisschen. Das Nachrinnen, das Ja, ja. war's. Und das ist wirklich schade. Diese guten alten Klospülungen, was wirklich noch von Legat. 3 Meter Ja, ober dir. und du hast die Ketten gehabt. Und da war nichts und auf einmal ist da still außer. War noch eigene Muscheln von der Form her, weil Ja, klar, die so haben das, was du nicht du stark Ja, bist. das ist- die den Druck aushalten müssen. Das Ja, war noch. so ein war noch breiter Rand, wo sie das fangen konnte. Die waren aber auch immer sauber durch diesen hohen Druck. Naja, die waren ausgekerchert. Die hat sich jemand was überlegt, warum das so von weit oben kommt. Nicht? Da hat ein bisschen schwerere Trimmel drinnen liegen, dass das Ja, wegschafft. das ist weggekerchert worden. Das ist, Was da war nicht. Aber ja, natürlich, ja, natürlich, klar. natürlich, Da ist kein klar. Ui, Patrick hebt die Hände. jetzt sehe ich es auch. Ja, ich hebe nicht die Hände, sondern meine Auf Finger. die erste Pavlatschen 2022. Christoph Vorwart 20 €. Christoph, Christoph, danke. das ist nicht ein Wahnsinn. Danke. Schon wieder. Dankeschön. Vorwart. Der Vorwart, der bliert sie aus. Sehr heute. zum Wohle. Nur für uns. Danke. Und Dankeschön. Die warm wurden schon. Ja. Aber ich habe ja einen frischen gehalten. Da. Mir gefällt aber auch dieses Emblem da drauf. Ja, das ist klassisch. Das ist klassisch. Das Gelage. Kann man das, sieht man das in der Kamera? Ich weiß nicht. Sie halten, ja, ist schön, schön. Ein bisschen weiter. Sieht man das? Geh hin, ja. Das warten. Ja, ja. Ein bisschen sieht man es. Ein bisschen sieht man es, ja. Ganz schön schinken. Ich wollte nur, das ist das Gelage. Ja, in Läusel müssen wir spielen. Man urgiert schon mehrfach. Ui. In der Werkstatt hat er noch so eine Klospülung, Franz Brandwein. Aber das ist ja echt leibend. Also, was kommt noch mit dem weißen Bakelit-Griff.
Bakelit, Alter. Der Bakelitgriff, der weiße weiße Bakelitgriff. Bakelitgriff, ja. An der Kloge. Ich hab mir gebaut, Alter, deines Amtes, ja. ja, ich hab mir gebaut in der Schule ein Nunchaku. Das Bambus, ich habe daheim gehabt, nicht Bambusstangen. Ein Nunchaku und dazwischen geht um Was nichts das anderes. geschlagen, ne? Ja, es ist mir abgenommen worden von Frau Professor Schwarz. Hat man das angenommen. Unsere allergeliebte Ja. Biologieprofessorin. Die hat mir das erst wieder gegeben, gesagt, wenn ich wieder gehe. Also nach der Schule. Aber das war verbunden. Ja, ja. Aber das war, ich war ganz stolz drauf. Ein Nunchaku. Ja, Nunchaku, also die zwei, ist die japanische Kampfsportwaffe schlechthin. Gibt super YouTube-Videos mit so. Zwei Stangeln mit der Kette in der Mitte. Und die Kette, das haben wir daheim gebaut. In den Kirchen bei den Großeltern, ne? Haben wir die gebaut. Die zwei waren so im Bambusrädeln. Und die Ketten waren Von der Spülung. alte Kloketten. Mit den Kettengliedern, nicht die Kugeln, sondern Nein, die alte Klo. Also für einen Chaco vollkommen unbrauchbar, nicht? Weil es ja, Das sollte ja gleich. Also, Ja. ja. Eigentlich. Sonst schaut es aus wie bei vielen YouTube-Videos, die es gibt von so Leuten, Ja. die mit sowas dann hantieren. an der Kette ziehen. Wobei ich muss sagen, da gibt es einige, die kennen das wirklich und ist auch eine hohe Kunst, also mit sowas umgehen zu können. Was mit der Kloketten? Nein. Mit einem Chaco, ja, naja, Das ist- ja, sicher. Ist alles eine Kunst, aber immer das Bad gehabt. Wie man sich als Junge so vorstellt. Immer das Bad gehabt, war total schön in der Schule, habe ich es mitgenommen, um es meinen Total Freunden, geschnitzt. ja, um es meinen Freunden zu zeigen. Und die Frau Professor Schwarz hat es mir angenommen und gesagt, ihr verletzt euch. Das war vielleicht die einzige gute Tat von ihm. Na, wieso? Das ist mir echt, ich wollte das ausprobieren. Bei ein paar gefrasst, aber. Hoffentlich wird es noch halten, die alte Klospülungen. Windgeist, ja. Es ist wirklich. Aber das war schon. Diese ganz hohen, diese hohen. Und heute Klospülungen. stellenweise hast du das ja noch. Stellenweise in alten Amtshäusern oder was hast du das noch? Das Ja, wirklich so die ganz Ketten nimmst selten, aber ja. und du ziehst da und das tut sich nichts. Und dann erst. Und vor allem, du musst da anziehen, weil durch diesen Druck, die das Wassersäule da oben Ja. aufbaut drin, das, und mit dem Gummi drinnen, das saugt sie ja auch noch. Also ein Kind hat, muss sich mit beiden Händen anhängen einmal drauf. Ja, du, aber japanische Kampfklospülung fürs Warte. Der Snoop Dogg da ist es. Sowas habe ich gehabt, haben wir immer selbst am Schädel gehabt. Na, was glaubst du, was glaubst du ehrlich, wo ich mir überall hingehauen habe mit dem? Überall. Also, Frau Professor Schwarz hatte ihre Fehler. Das war vielleicht eine gute Tat von ihm, dass das angenommen hat. So, wo ich so red kein Blödsinn. Lausche dem René Lemp, Klaus Liesteurer, Meister der Drachengitarre. Drachengitarre. Drachen, das ist gut. Na, bis deppert. Also, aber ich habe mir, glaube ich, immer alles angehauen mit dem Nunchaku, wo es geht. Ich habe da hab ich auch kennengelernt, Stellen in meinem Körper, wo ich gar nicht gewusst habe, dass die existieren. Nicht, ja. Das war nur mit dem Bambusstecken. Ne? Und der Christoph, der ja gern sehen, ein YouTube-Video von Klaus mit Nunchaku, würde ich sehen. Ne? Nein, das machen wir jetzt nicht mehr. Ich brauche einmal als Kontragitarristen. Nein, das war ein Untergang. Das war echt ein Untergang. Also lernen, Das muss man mal aber lernen. das Leiber, ich habe das ja nur deswegen erzählt, weil eben das Zwischenstück, weil das haben wir daheim gehabt von meinen Großeltern, wie wir gehabt, so ein Legat. Legat, Aber nicht Klos- so ein ganz hoch. nicht so hoch nicht, weil es ja so das Haus war, aber das war, aber das war der gleiche. Also Mit dann Hebel. beide haben es gehabt. Der Mitte zum Mit Oberdruck. der Mitte, ja, den Hebel. Und ich meine, das hat noch, das war einfach, da war Druck da. Der hat das weggespült, was auch immer in der Kloschüssel gelegen ist. Ja, Das war nachher weg. ja. Wurscht was. Du hast nicht einen Zettel braucht, bitte die Bürste ist zu verwenden. Gell, ja, Nein, nix. Nix. Nicht, das war, weg. da ist immer eine Schicht Porzellan ist immer mitgegangen. Mit jeder Spülung. Ja. Nein, das ist Oh, die waren großartig eigentlich. super. Ja, und auch vom Geräusch. Und auch- Das hat was kennen. Das Ja. war Was war aufgemacht große. hast, innen, der Schwimmer, das war alles aus Messing innen drinnen. Das war Wahnsinn. Ja. Giancarlo Benzina sagt ein Ninja-Klause. Ich bin der Ninja-Klause. Du, aber das war ja, weil es ja aufs Häusl geht, damals.
Das war noch wirklich eine Aktion für alle Sinne. Weil die meisten Sinne, die da angeregt werden, wissen wir eh. Aber eben dann auch noch vom Tastsinn her, die Klospülung, das war noch ein Betätigen von einem Schalter, das hat was können. Und dann das Geräusch, du hast einfach wirklich auch auditiv ein unglaubliches Erlebnis gehabt. Und du hast gewusst, das Wasser kommt komplett ohne Widerstand. Und dann irgendwann das bisschen Widerstand, was da ist, nimmt's mit. Da ist mir aber einmal was Furchtbares Großartig. passiert. Das Kind, mein Großvater hatte eine Hüftoperation, ein künstliches Hüftgelenk bekommen, wie ich ein kleiner Bub war. War damals top modern, der Herr Zwei Müller persönlich hat ihn operiert, mit der berühmten Zwei Müller Prothese drinnen. Ne? Und war dann auf Rehab in Hocheck, da ganz ums Eck. Hocheck. Da eigentlich von dir. Um Eck. Und da gab es auch, dann waren wir auf Besuch einmal wieder dort die 3 Wochen war. Und ich bin da aufs Klo gemessen als Bub, ne? Und bin ja, natürlich allein gegangen. Ne? Und da war auch so etwas zum Anziehen mit seinem Schnirl. Und ich habe geglaubt, diese Klospülung, das war nicht die Alarmglocke, die habe die natürlich anziehen gezogen. Nicht? Aber man so angezogen, wie man das gewohnt war, man hat stark anziehen müssen, habe das Schnirl nicht angehabt. 3 Schwestern sind gerannt gekommen. Großartig. Ein echter Patrick wieder. Das kann man vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Die haben schon ein neues Klo dort gehabt, nicht? Das mit einem Plastikspülkasten. Aber ich habe das Schnirl gesehen und dachte, jetzt zahlst du Ja. mir an. Da kommt nicht, fest ab, Ja. das glaube ich angerissen. Die 3 Schwestern kommen rein. Draußen hat alles rot gleich. Ja. Der Opa hat sich am meisten angehauen. Ja, das ist mir auch schon passiert. Aber der Genuss am Häusl, und das muss man jetzt schon mal sagen, ist ja nicht nur der Erleichterung, sondern es ist ja das Gesamtpaket. Das Ensemble. Das Ensemble. Das Ensemble eines WCs. Und das Wasserspiel war einfach früher, das war mit eingebunden. Das ist, so der Christoph Acker sagt zu Recht, wo ist er jetzt da? Der sagt zu Recht, die Klospülungen, die nichts wegbringen, sind furchtbar. Und Ja, das stimmt. da gibt's Das immer hat mehr. früher- Das Das ist- hat gespült. Das war, Das verstehst Sinn, das Sinn. Ja, Das da ist was gegangen. Da ist was gegangen. Und das muss man echt sagen. Ja. Christoph Vorwärtmann, Heißelkunde mit den 16 Mal. Da geht's was lernen. Heutzutage ist der Macht ein Schweinsbraten, am nächsten Tag in der Früh ist der Problem, wie der Kropfen nicht runtergeht. Nicht? Das ist ein Problem. Straßenratsmobil. Vor Alpen hat die Spülung jeder im Gastzimmer mitbekommen. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich kann euch sagen, jetzt man hat so einiges mitgekriegt. Auf Das den, muss ich jetzt auf eine den Geschichte sagen. Legat. Auf dem Legat, die guten alten Legat. Das war noch was. Und ich hab, also mit dabei, ein Scheißthema. René Lemp, folge mal richtig. Ja, Ja, wenn du beim Spülen sitzen bleibst, ist der Arsch sicher auch gleich sauber, sagt der Christoph Acker. Und das stimmt. Da haben nicht die Japaner kommen müssen mit diesen neuen Geräten, wo es Brause-WC. außerfordert oder ein Föhn. na, wie heißen die Muscheln, wo man wie heißen das, wo man sich alles waschen kann? ja, Wie heißen das? Bidet. Bidet ist ja was anderes. Na, was ist das? Ein Bidet steht nicht mehr am WC. Na, meine ich ja. Ja, klar. Das meine ich ja. Das Bidet meine ich, was du waschen kannst, alles. Da kannst du auch die Füße waschen im Bidet zum Beispiel. Ja, die Alter. Für das ist Ja, ja, das- so ein das hat die Bidet-Kunde. Füße. Das Das ist kein hat die Spaß. Füße. Das ist jetzt ja kein Spaß. Na, schlechte. Das Das gibt's ist, ja. ein Bidet ist nicht nur für die Intimpflege gedacht, sondern auch um sich die Füße waschen zu können. Wirklich? Ja, wirklich, wahr? Das ist kein Spaß. Ja, ich da stell kann dir da da, kann da mal nichts machen. Ja, ich stell dir da, baut mir bitte ins Vorzimmer und Nein, die Schuhe nein, an, nein, wegen die warte. Füße so Nein, waschen. das ist kein schlecht. Spaß jetzt. Du Füße, Das ist kein Spaß. ich bitte die Füße waschen. Ja, aber es gedacht ist also zum, nicht so. Und das hat früher, Aber eigentlich so ist ein- das mehr für vorne gedacht, das Bidet. ja, ja. Das ist bei der Klomuschel nicht immer so gegeben. Das spült mir von hinten der Druck. Die Klomuschel, die gute alte Klomuschel, Verkehrt auf. die hat die ausgewaschen einfach. Das hat funktioniert. Das war leibend. Das war leibend. Aber ein Bidet ist nicht zu unterschätzen. Ich liebe es, muss ich ehrlich sagen. Ja. Giancarlo Benzina, Klaus Lee im neuesten Teil der Tigerklampfe. Ja, Wahnsinn. Das ist das Snoop Dogg Doggy Style.
aber als Kind hat es bei mir noch immer Expander mit Stahlspiralen gegeben, mit dem Scheiß, Gott, was ich über die Haut nicht unterarbeiten einzwickt. Ich gehe sowas, mein Onkel, der Onkel Norbert hat sowas daheim gehabt und wir Kinder haben uns so deppert gespielt. Das ist sehr rutschig, auch die Griffe und so weiter. Da haben wir mit dem Fuß draufgeschieden, haben so aufgezogen, dann ist das unten weggeschnalzt und uns genau ins Gesicht. Das war Ja, legendär. der klassische Expander mit den Expander war Spiralen, super. mit den Federn. Ne? Michael Unger, die Pumpen fängt zum Pumpen an. Der Scheißdreck ist schon da. Das haben wir gehört, das Lied. Das Fräulein Rosmarie, das druckt herum als wie, weil sie seit 14 Tagen keinen rechten Stuhlgang hat. Auf einmal macht's einen Geruch, der Dreck fliegt übers Dach und reißt am Weg noch gar ein paar von Schindeln weg. Die Pumpen fangen zu pumpen an und pumpen, was sie pumpen kann. Schiffe, Scheiße, Wischpapier, stinken tut's es wie. Das habe ich mal gesungen, auch schon mal. So. Na, beenden wir dieses Thema. Ja. Das heißt, Aber. eigentlich ist die Melodie die Banda kommt. Die Bandergrund, ja? Das ist die Melodie auch, ja? Ja. Wie der bämische Weltkrieg auch, ja? Okay, ja. Das ist die gleiche Melodie. Ein Bidet war in der Klopapierkrise 2020 ein echter Vorteil, ja. Bitte vom betretenes Haus bitte. Aber das mit den Fies war nicht gut. Also, original, das heißt, man ist aufs Häusl gegangen und Nein, Fies geworden. nein, aber auch, es ist auch quasi als Fußwaschgerät gedacht. Das Wort. Ja, man kann sich das Gesicht ja auch waschen, nicht, eigentlich. Theoretisch ja, aber wirklich, dass man den Fuß einfach reinstellt und die Fußhygiene auch. Das finde ich leid, das finde ich Das ist kein lustig. Spaß. Also. Aber ich denke mir so wirklich, du gehst aufs Häusl, ziehst du auf für alles Leib und gehst auf die Fies waschen. Naja, Ich finde es so ganz grandios. ich liebe ja die. Es ist schön, Ja. dass wir in unserem Haus jetzt eins haben. Der Manfred Graf sagt, nach dem Besuch eines türkischen Klos sollte man sich auch die Füße waschen. Ja. Manfred, da kriegst du jetzt aber einen Schluck. Da kriegst du einen Schluck von uns gewidmet. Ein Schluck, ja. Das muss man wirklich sagen. Manfred Graf, da kriegst du einen Schluck von uns gewidmet. Vor allem, wenn der Stuhlgang etwas flüssiger ist und das Hör auf jetzt. das Zielvermögen nicht mehr so gegeben ist. Zum Wohle. Das kann sich jeder vorstellen, Manfred. Bravo. Britschel, Bratschel. Aber ich finde es super, das ist in der Corona-Zeit nie, man hat immer noch geredet vom Handwaschen. Der Mensch hat von der Hygiene oder vom Fischwaschen. Dann kann er gesagt, sagen wir zum Heiselwatz, kann ich die Fies waschen. Geht nicht noch ein Heißergift. Aber ist nicht vertagen. Gib mir Google ein. Ja, nein, ich glaub dir das. Ich weiß Ich es. glaub dir das. Ich glaub dir, aber ich finde es lustig, wenn du sagst, wenn irgendwo am Häusl steht, bitte nicht vergessen, noch ein Häusl, die Fies waschen. Freunde, das ist so leibend. Ein Highlight. Dankeschön. Die erste Bablage und schon ein Highlight. 2022. Für mich ist great. Ich hab mein Highlight. Das ist, muss auf jeden Fall, nachdem es ein Häusl war. Die Krise fällt schon vor lauter Lachen. Das gefällt mir wieder. Ah, das Gesicht, der Wind geist mir das Gesicht nicht. Jetzt ist es echt lustig. Das Gesicht nicht. Ja, naja. Aber ich habe mir's gedacht. Das Gesicht im BD waschen, da muss der Kamasutra-Könnerin leben. Entschuldige. Ich meine, was glaubst du denn, dass wir das nicht können, tun? Aber das finde ich super. Aber lasst mich kurz durchatmen, dann spielen wir wieder mal was. Aber das ist nicht Wahnsinn. Aber als Häuselkunde, das sollte man schon wirklich mal ernsthaft betrachten. Für Weil die denk mal Geschichte des Wasserklosetts. Ganz ja aus. Das ist vollkommen grandios. Großartig. Aber allein was Wie sagst, weit die schon zurückgeht eigentlich. Es ist- aber ich stelle mir das echt Da so gab es vor. doch keine Wasserleitung, dann gab es schon ein Wasserklosett. Ja, Da hast du wohl mit der Kaul reingeschickt. ja. Aber ich stelle mir das so vor, wenn ich zum Essen gekommen bin, als Kind, nicht, zu meinen Eltern, aufs Essen, und die Mama sagt, und, hast du die Fies gewaschen?
Der kriegt die Fußwaschung. Zu Ostern ganz einfach. Die Fußwaschung. Betreut. Jetzt, na okay, ja, also das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich. Aber der Christoph Acker als Kind habe ich immer mit dem Bidet herumgespielt. Da sieht man, dass wir anders Alters haben. In meiner Kindheit ein Bidet-Wasser noch nicht gegeben. Oh ja. Also Der ich Renato kann's hat's gehabt, dann. wirklich Ja, wahr? ja. Ja, Nobel. Nein, bei mir das Bidet ist gekommen, da war ich sicher schon, Der Moli hat's gehabt. früher Jugendlich, also Teenager. Die Tante Lise die Lise-Tante, die Schwester von Opa hat es gehabt, aber das war nur aus den 40er Jahren Bidet. wahr? Mit so öwenartige Wasser, das war leibend. Im Mess. Ich lasse von Löwen heute Rohr speisen, oder was? So Löwentatzen waren die zum Auftragen. Nein, ich hab ein Bidet sicher das erste Mal gesehen in meiner Jugend, also frühen Jugend. Es kam dann eigentlich in die 70er, also wirklich wieder auf, glaube ich. Ja. Echt? Also ich muss da noch mal nachlesen. Ich weiß davon vor ein Jahr, da habe ich durch Zufall unter BT geschaut, wie das eigentlich war, warum das entstanden ist, weiß ich aber nicht mehr so ganz genau. Ich weiß nur, Fußwaschen ist definitiv, weiß ich, kein Fußbad machen, aber dass die Kadler statt drinnen zum Beispiel. Ne? Das ist Ja, aber Bidet war wirklich, also das habe ich nicht. Das habe und ich manche berühmte Künstler, so hat schon dauert, was bis ich das Picasso gesehen oder wer, der liebte das Bidet als Soll schon so als lang? Pflege des Menschen und überhaupt, um auch die Füße zu waschen und so weiter. Nicht? Das ist, Das müssen wir auserfinden, da müssen wir ein Lied darüber schreiben. Über das Bidet, weil das ist ja nicht ein Wahnsinn. Das ist nicht ein Wahnsinn. Das Bidet. Schau, was da Kommentare jetzt reingingen. Wegen einem Bidet. Der Ulrich ist da. Bin gerade heimgekommen, leibend, dass ich noch online sitze. Ja, Ulrich, nicht mehr auf lange. die haben wir gewartet. Auf die haben wir gewartet. Neues Wiener Lied. Ich hab das Fußbidet vom Biesenberg mit einer Spülung für einen Gartenzwerg. So wie Heimweh. Matti hat mir nicht mit. Bei mir ist nur das Blumsklo im Garten aktuell, bis das Klo Fliesen hat. Naja, dabei. Blumsklo ist nicht schlecht. Dann Turbo, dann Turbo. Der Abort, wie man früher gesagt hat. Ne? Vor jedem Austritt die Füße waschen im Bidet. Schon grandios. Mir hat es am WC in der Arbeit fast einmal auf die Pappen gehauen. Es gab Kollegen, die haben grundsätzlich kein WC-Papier verwendet, sondern ausschließlich die linke Hand. Da hat es immer ausgeschaut. Naja, das ist eine andere Geschichte. Ja, die Geschichte. Ja. Das ist Ja. Der Fritzl Status furchtbar. wechselt das Thema und wünscht dem Ulrich ein gutes neues Jahr. Fritzl, du hast recht. Prosit, ne? Prosit ein Jahr, alle. Es ist ein Wahnsinn. Prost. Bitte, Es ist der 4. gleich. Ja, naja, so wurscht. Ja. Neujahrswünsche güten erst, wenn sie die 40 gewaschen haben. Im Bidet. Ich brauche bitte. Ich muss das suchen. Ich ziehe mir das ja nicht an meine nicht vorhandenen Haare. Und bewege nur. Aber das ist ja. Ja, Mitternacht und ich muss mit Tränen in den Augen wieder aufstehen, sonst wirklich Frauchen vor lauter Lachen. René Lemp, das tut mir leid. Magst du eine fertig? Ja, gib mir fertig. Aber ich wollte was spülen, aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich bin noch immer mit den Füßen im Bidet. Was eine Heiselfrau riecht. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das habe ich wirklich nicht Feuer gewusst. dich. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Danke. Fritzl Status, dir auch ein schönes neues Jahr. Hoffentlich geht bald ein Treffen. Ulrich und Fritzl Status. Und ich hoffe, das wird mir wirklich taugen, wenn wirklich mal dann, wenn es wieder geht, leicht einfach und Genau. die lieben deutschen Freunde, die Pavlacisti aus Deutschland, wieder umgekommen oder manche. Einmal einfallen wieder bei umgekommen. uns sozusagen. Ja, Ja, genau. Landtagsströmer war Ja. schon ein paar Mal da, der Maber war ein paar Mal schon, also war einmal da das letzte Mal. Und das ist eine ganz große Klasse. Ganz große Klasse. Die Ulrich. Gundula war die auch schon einmal, dass wir uns endlich mal persönlich kennen. Die ist heute nicht dabei, aber sonst auch sehr oft dabei. Richtig, richtig. Oder Und Fritzl. viele andere. Fritzl unbedingt, ja. Jawohl. Ulrich. Bist du der? Ich muss mir erst erholen jetzt da. Vom BT. Das Und wird vergessen wir nicht ist ein die Wahnsinn. Spende heute. der Markus Volker. Markus Volker Werbe. Und ist heute nicht notwendig dabei. einmal. Heute nicht dabei. Weil Markus müssen wir uns morgen melden. Ich hoffe, er ist nicht dabei, weil sie denkt, ich habe denen eine Flaschen eingeschickt und die melden sich nicht einmal. Aber das ist wirklich durch die Umstände erst tatsächlich dann heute erst gekommen. Und dadurch, also es war schon lange da. Aber ja, ist ja wurscht. BD laut Wikipedia zum Waschen der Genitalien und der Füße. Frischer Status. Naja, das war klar. Der Patrick redet keinen Stuss.
Er redet oft am Blödsinn, aber im Kern hat er manchmal mitunter ein bisschen ansatzweise schon auch einmal recht. Ein bisschen. Der Giancarlo sagt aber sicher, absolut richtig, Klausi wäscht seine Füße im Waschbecken, Kamasutra. Das ist klar, weil ich Bei bin mir ja, geht es ja aus. ich mache das mit Yoga. Ich mache das mit Yoga. Hau auf, Geht es locker aus. du, bei mir, wenn ich im Waschbecken, wirklich die Füße wasche, die Kniescheiben sind im Arsch, aber die Füße sind sauber. Verstehst du? Das müsst ihr machen. Bei mir geht es aus. Vor allem in Altbauwohnungen geht es aus. Bei mir wird der alles noch ein bisschen niedriger. Nachseitig und immer alles locker. Das ist ja Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ein Treffen wäre endlich super Ulis Lonek, das steht mir taugen. Also, das steht mir echt taugen. Und der Ulis Lonek aus Helsinki einmal nach Wien kommt, ja. Der 4. hat begonnen, was? Also der 4. Jänner. Ah, ist schon so weit. Schaut's. Sehr, also, Prosit, na ja. Prosit. Es ist der 4. Jänner. Ui, Ja. da wird mein altes Schiff. aber ja, Toni, einer meiner liebsten Toni Strobel-Witze, Spitzbuben, eben wenn er sagt, Inspektor, Prosit, na ja. Und jetzt ist es Mai. Ui, da wird mein Alter wieder schimpfen. Das ist ein Wahnsinn natürlich, aber klar, keine Zeit, weil die sitzt im PD. Und wascht die Fies. Ich wasche die Füße. Ich wasche die Füße im PD. Das ist sicher Wiener Das nicht, das können wir machen. das wurde es entwickelt, ja, eigentlich. Und der Ja, Erfolg- Mann, Ja. Christoph Acker, das weiß der Patrick bestimmt, kommt das PD aus dem Westen oder Osten? Das weiß ich nicht. Da müssen wir wieder die Ich kenne Frage mich mit weitergeben. Osten, Westen, Süden, Norden nicht so aus. Ja, weißt eben, du? da kommt er schwächer. Süden Wiens, schwächer. Du, aber das können wir weitergeben. Die Frage können wir weitergeben an den Fritzl Stadtguss, weil der hat schon nachgeschaut auf Wikipedia. Ich glaube nämlich, dass wirklich aus Frankreich kommt. Ja, aber vom Namen her könnte es sein. Ne? Muss nicht. so- Könnte aber wirklich aus dem Osten auch kommen eigentlich. Also das ist Der Ulle sagt immer, BD, WC, Waschbecken sind mein Job. Echt wirklich wahr. Aus dem Westen, sagt der Giancarlo. Du, aber aus Frankreich, sagt Windgeist. Vom BD zum Budget ist nicht weit. das Budget aus Frankreich kommt. Also na ich gut, erwarte mir, nein, im Prinzip, wenn du einen Steuerberater hast, das ist eine Füße wascht regelmäßig. Nach dem Scheißen. Könntest du Glück haben, dass dein Budget entsprechend behandelt wird. Das ist für mich eine Theorie. Nicht gesagt, dass das stimmt. Aber im Budget kurz vom Norden, nur kurz von oben, mit Mathe hat man nicht gesagt, das ist richtig, kommt vom Norden. Sehr Wahnsinn. Bitte. Ulrich, haben wir alles richtig gelesen. Ja, Der ich Uli muss kurz Slonek. einmal im Ofen schauen jetzt. Schau mal zum Ofen. Ich bin ja in Wiener und nur situationsbedingt im Moment ein bisschen mehr in Helsinki. Nee, ich weiß eh. Was hast du mir eh geschrieben, Uli? Dass du immer Wiener bist und jetzt da halt vorübergehend oder halt quasi jetzt in Helsinki weilst, mit einer charmanten Gattin bitte herzlichste Grüße auszurichten. Weil wir das Foto vom letzten Mal von der 100. Pavlatschen haben wir natürlich noch nach wie vor im Geiste wie im Herzen und natürlich haben wir eine Riesenfreude gehabt. Ja. Frankreich, also Norden, Christoph Acker. Willkommen bei den Sties. Frankreich ist im Westen, außer da kommst du aus Spanien oder Portugal, dann im Osten, ja. Füße waschen im Waschbecken. Aber ich kann mich erinnern, also wirklich, wenn ich aus irgendeinem Grund einmal meine Füße habe waschen müssen, ist dreckig geworden für irgendwas, dann habe ich mir immer in die Badwanne oder die Dusche, je nachdem wo ich bin gestellt. Gut, Bidet, wir haben nie ein Bidet gehabt. Also meine Eltern nicht, auch in meiner Verwandtschaft, ein Bidet hat es einfach nicht gegeben. Vielleicht sind wir aus einem Haushalt, wo es das halt nicht gegeben hat. Keine Ahnung. Aber bitte, und das ist mir fasziniert. Und ich kann mich erinnern, als Kind, wie das erste Mal irgendwo war,
wo so ein Bidet gegeben hat. Und ich dachte, Alter, was ist das? Aber ich habe mich nicht traut mit dem Agieren. Ich habe mich nicht traut. Französische Sitzwaschbecken. Friesler Status. Ja. Ein Bidet. Der Wahnsinn. Patrick, der Friesler hat es rausgefunden. Ja. Französische Sitzwaschbecken heißt es. Zum Füßwaschen. Zum Füßwaschen. Kommt aus Frankreich. Wikipedia sagt das, sagt der Windgeist. Ja. Ich meine, jetzt kannst du eigentlich sagen, theoretisch, du hast ein französisches Sitzwaschbecken und du sagst, ja, was kann ich damit machen? Nicht? Kannst du die Füße waschen? aber Man ich kann- sitzt beim Waschen normalerweise der Füße, ne? Wird aber dann schwierig. Aber ich habe hab das vorher gerade gesagt, da warst du gerade. Kamasutra dann auch. Da warst du gerade ein Hund. Nein, aber ich habe mir das so gedacht, so, also, war noch mal ein Grundbestand, meine Füße zu waschen, was ich nie selten der Einzelfall war, dass ich muss jetzt die Füße waschen. Aber so ein Fußbad schon tut gut. Ja, na klar, wenn ins Gott, Waschbecken. dann Gicht Na, einfach. Alter, wie soll ich ins Waschbecken kommen mit den Haxen? Gar Wie nicht. soll das gehen? Geht's ja nicht aus. Das ist, ich meine, heute, weil ich einfach ein beweglicher junger Mann, also, mich gedehnt habe. Aber damals haben wir gedacht, wie soll das gehen? Ich bin ja schon mit meiner Größe, mit 1,68, ich bin ja nicht einmal schon mit dem Scherl ins Waschbecken gekommen, zum Zähneputzen haben wir schon schwer da sind noch mit den Füßen. Da hätte mir ein Bidet vielleicht geholfen. Allerdings haben wir gedacht, ich dusche halt an. Geht auch. Stammt aus einer Zeit, aber das Bidet, glaube ich, war vorher da, bevor eine Badewanne vielleicht in jedem Haushalt war. Ein Bidet ist kleiner und günstiger gewesen. Glaubst du, das ist der Grund war? Ich weiß nicht, aber so nach dem Motto, man duscht nachher ab oder so. Nicht? Das, Ja. der Dusch hat auch nicht jeder gehabt, aber ein Bidet mache ich, so wie bei der Tante, bei der Lisi da, die hat ein Bidet gehabt und ein Klo, ja. Im Bad, aber die hat keine Dusche gehabt zum Beispiel. Die hat sich die Haare angewaschen mit Bidet. Oder was? Wie die das früher gemacht haben, mit der Waschmuschel die Haare gewaschen. Oder im Lavur, ne? Na, Haarwasch kannst du wieder vorstellen Die mit Lisi da, Bidet. das war die Das älteste Ding wird Schwester da von hängst du Großvater. rein im Bad. Was mache ich mit Bad? Wenn ich jetzt sage, gut, da kann ich Ja. das Waschbecken nehmen. Und wenn du jetzt sagst, so richtig, Wie haben die Leute das früher gemacht? Die sind einmal in der Woche ins Treppverbot gegangen, sonst haben sie sich daheim in Lavur gewaschen. Das war- ja, aber Bidet, da kann ich daheim gehabt. Aber du hast Die doch, Lisi wer da- war der mit den Die Löwen? Lisidant, Mit den Löwen. die hat aber ein Bidet gehabt, die hat aber keine Badewanne oder was gehabt. Was, oder Bidet mit Ein Bidet, Löwenkopf? ein Klo, eine Waschmuschel, ein Bidet und der Klo gehabt. Ja? Aber es war keine Dusche oder was dort. Und im Altbau. Der Terrazzo-Boden Ja, dahinter nach, weißt du? Ja, so ist geil. Und, aber Kacheln, nicht Pflicht, Kacheln hat das geheißen, auf der Wand. Die Kacheln, ja, War Kacheln. wunderschön gemacht. Die ganze Wohnung war eigentlich sehr schön. Ne? Und die, Und diese Messing, diese löwenartigen, Geil. das war unglaublich. das fasziniert mich. Und was hast du gemacht mit dem Bidet? Ja, Was gar nichts habe ich dort gemacht mit dem. Na, Da gespielt haben wir uns. Das ist immer Schwemmung geworden. Nicht? Das ist- aber, ja. Hast du nicht die Füße gewaschen bei ihr? Nein! Aber das war's gewesen. Wie es Gassen? Ja, was? Lisidant. Die Lisidant. Die Lisidant. Du musst aussagen, wenn er sagt, Lisidant, entspann dich, ich habe die Füße gewaschen. In dein Bidet mit den Löwenschädel. Löwenschädel. Das greift sich nicht an. Da ist aber wieder ein Britschleier im Boden. Das ist- Aber ich kann mich wirklich erinnern, also, als ich das erste Mal ein Bidet gesehen habe, das weiß ich nicht mehr, wo es war, aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, nicht ausstrafen. Ich habe gedacht, ich käme nicht aus, ich weiß nicht, was es ist, ich lasse lieber bleiben, das kann nur Vernichtung sein, wenn ich das Aber auftrage. die hat ja nicht, um das Thema ein bisschen abzukürzen, die hat ja nicht nur dieses wunderschöne Badezimmer gehabt, sondern auch im Salon, quasi im Wohnzimmer, stand ein wunderbarer alter Ofen. Der war immer poliert aus Dings. Und am besten hat mir gefallen unten, wo man das Feuer gesehen hat drinnen. Das Ganze war mit einem Klimmerfenster, Klimaschieferfenster zu,
wenn man da rein, das war so wahr, aber das war kein Glas, das war ein Klimafenster. Der war herrlich. Der oben. Ich weiß nicht, das ist was, Die was Wohnung du was. war wie ein Jahrhundert früher noch. Das war wie im 19. Jahrhundert, die ganze Wohnung. Aber ich hab das oft so, dass was man du von deiner Jugend erzählst. Das war oft ein bisschen graust. Das ist wie. Ich habe 4 Großtanten gehabt. Ja. Aber die Lisi-Tante ist so. Lisi-Tante, die drüben. Die Angie-Tante hast du auch nicht kennt, die andere, die Anna, die Angie-Tante. Ja. Ja, nein, die habe ich auch nicht kennt. Die habe ich auch nicht Der kennt. Opa war ein 1919er Jahrgang und war der jüngste von alle. Den Wickel-Onkel hast du auch nicht kennengelernt, leider. Quetschenspüler gewesen von ihm. Ich habe nicht Die den ganzen Pauli Familie. Onkel auch nicht mehr. Eine große Familie. Und der Christoph Vorwärts zum Beispiel sagt, ich habe vor 2 oder 3 Jahren das erste Mal ein PT probiert und es war echt nicht leibend. Ich liebe ein Bier. Wirklich? Ich liebe es. Nein, Wir haben ja ob das sein, ob das sein. Aber ja, zu Fieswaschen oder jetzt für was anderes? Für beides. Du tust ein Fieswaschen auch? Wirklich wahr? Ja. Was gar vom Garten reinkommst, dann bist du Nicht, wenn ich da habe ich Gummistiefel an. Dann ziehe ich die Gummistiefel aus Nein, ich mache mir so mit die Schlafen auch aus, nicht? Zum Gemüse. und dann gehst du die Dann Fieswaschen. denkst du, Dann wo tust ist wo jetzt die du die Schlafen auch waschen und dann die Die Fieswaschen. Schlafen stelle ich wieder aus, die ziehen wir nachher wieder Aber aus. die tust du schon waschen vorher, im Die PT. Spritze, die Schlafen nicht die Fies. Die Schlafen spielst Die du lasse ich draußen. schon beim Eingang, Garten. wenn man eine reingehe. Ich verstehe. Kannst du verstehen? Ich verstehe. Ja, Kannst du die Fies mit anwaschen? Ne? Nein, ich brauche ein PT. Ich brauche ein PT. Nein, wenn man es nicht hat, geht dann nichts an. Aber wenn man es einmal hat, Ja. ist klar. Zum Fieswaschen ein PT. Das ist Das steht ja schon da. Aber gehst du vor, weil du sagst, pass auf, ich sage dir jetzt was. Ich war vor Jahren, das ist Jahre her, sicher schon 10 Jahre plus, mehr, 15 Jahre, war ich in einem asiatischen Lokal. Das ist ein bisschen ein besseres Lokal, war das. Und bin aufs Klo da gegangen. war er. Da war ich. Bin aufs Klo gegangen und das war so ein absolutes Hypertech-Klo. Das war Wahnsinn, es hat ausgeschaut wie ein Roboter. Als ein Ganzer. Und ich dachte, naja, wurscht, das Ding. Und setz mich hin und sicher die Armaturen. Allein schon die Tatsache, dass auf einem Häusl Armaturen In einem Lokal. in einem Lokal. Also wie ein Flugzeug. Und die man sich angreifen traut in einem Lokal. Ja, das war, aber ich bin da so gesessen und habe diese Armaturen gesehen und habe gedacht, Alter, was kann das? Das muss irgendwas Und gehen. das ausprobiert. Nicht klar. Hat aber noch nicht erzählt bis jetzt erst. Ja, gut, wir haben selten geredet über solche Themen, aber So heute, technische Themen. man, jetzt leider. neues Jahr, neue Themen. Und da haben wir so gesehen, und dann habe ich halt auf was drauf gedruckt. Und auf jeden Fall habe ich nur elektronische Motoren, also Servos gehört, die irgendwas tun und dann ist immer das Wasser gekommen. Und deswegen, das setze ich da an, weil der Christoph Vorwärts geschrieben hat, ich habe von, das war echt nicht leibend. Nein, das war echt nicht leibend. Das war, was vielleicht daheim, was sowas hast, vielleicht, ich weiß, kann mir auch nicht vorstellen, aber ich meine, verstehst, das hat mich echt beängstigt. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich meine, da war eine Maschinerie. Ja, mag ich nicht. Eine Mag Maschinerie ich nicht. war unter meinem Arsch im Gange. Und ich war mir nicht sicher. Aber ich habe mir auch nicht aufstehen traut, weil man Gott sei gedacht Dank. habe, zum Schluss schießt es aus der Klomuschel. Und ich weiß nicht, was das bewirkt hat, wenn ich was auf was draufgedruckt habe. Das war Wahnsinn. Die Japaner sind da Also ich sehr kann das- fortschrittlich. Hast du die Misaki fragen müssen. Ja, aber das war... Die hätte dich aufgeklärt, was das alles ist. Moment, jetzt der Uli Slonik gesagt, das Bidet ist ja eh nicht für die Füße bestimmt. Auch? Aber sag, Ursprünglich ja. War für nein, nur für den Hintern, sagt er. die, war für Und- die Intim, Aber die irgendeiner, Genitalhygiene und die zum Fußwaschen. aber irgendeiner der Pablacist, der hat das ja ausgesucht aus Fritzel. ja, Ja, das aus Wikipedia, war da mir, steht da war 10 mir ja auf. auch nicht bekannt bis vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Ne? Wahnsinn. Wo bin ich mit meinen Kommentaren? Ich bin ganz woanders schon.
Warte mal. Ich bin ja ganz weit weg. Ich bin up to date, heißt das. Der Patrick verträgt eindeutig mehr, sagt der Oliver Grün. Das kriegst du zurück. Das kriegst du zurück. Waschen, föhnen, legen, Fritzl, Startguss. Jawohl, Fritzl, kriegst einen Schluck. Waschen, föhnen, legen. Sagst du das auch? Gehst du bitte so über ich sehe mir das Socken aus, aber da bitte waschen, föhnen, Das legen. geht nur beim japanischen Klo. Achso. Mit Föhn. Das ängstigt mich aber Mit so. so einem Mit der Waschen. Elektronik drinnen, das ängstigt mich schon wieder, weißt Ja. du? Hast du einen Einlauf angehört, wo ist der täglich einen Stuhlgang gehabt? Ja, aber das war zum Beispiel. Automatischer Einlauf. Zum Reinigen des Dickdarms. Ist nicht gesund. Das, wieso? Das weißt du nicht. Ich meine, ja, nicht im Lokal. Ich meine, daheim ist. Aber der bitte. Kann man da jetzt auch das rausnehmen und hat dieser Schlauch, dieser, was da aus. Der PD hat keinen Schlauch. Ah, hat er gar nichts. Das ist ja nur in, das geht von unten rauf. Hein? Von vorne eigentlich, nach unten ins PD hinein. Geht ja nicht Nein, so auf. Ja? das ist kein Arschwascher. Das dient zur Genitalpflege eigentlich und zum Fußwaschen. Ja, aber ich kenne BDs, wo der Wasserstrahl so auf, wie Springbrunnen aufgegangen ist. Gibt es jetzt auch in der Gibt's Zukunft, schon lange nicht, aber die andere Friedhof von der Haarfahrene konnte man sich reinigen. Und die Viers. Und die vier Sachen, ja klar. Aber nicht die Urwascheln zum Beispiel. Das Die hat er nicht Urwascheln gemacht. nicht. Dass man sich reingestreckt Da hat. musst du da eine strecken. Das Nein, ist ich sage. anatomisch auch ungut. Ne? Ja, wo man beweglich ist. Tja. Tja. Aber das ist spannend. Na, da habe ich was gelernt. Patrick, da habe ich was gelernt, da danke ich dir herzlichst. So bitte gerne. Immer wieder. Das ist ja Wahnsinn. Also wirklich wahr, Freunde, das ist wirklich leibend. Ich habe dermaßen viel gelernt heute. Das reicht nur für das ganze Jahr. Was? Da kommt noch mehr. Was glaubst du, was noch Ja. kommt? Oder? Aus dem BD? Na, zum Lernen. In dem Jahr. Aber wieso Ja. kann man jetzt, was ich nicht verstehe, was ich ehrlich nicht verstehe, wenn du jetzt sagst, Genitalpflege, Ja, ja. aber nicht den Arsch, Da müsst ihr umdrehen. aber die Viers. Aber nicht die Hände. In einer schönen Höhe noch dazu. Darfst du den so weiter runterbucken? Ja, aber die Hände können die auch waschen. Da drin. Könnte man auch. Ja, aber das ist die Waschmuschel noch bequemer. Das ist bequemer, das stimmt. Außer für Kinder, ne? Zum Beispiel die Kinder nicht bitte die Hände Ja waschen. gut, ja, gut. Kinder könnten da auch gleich ein BD baden. Fast. Aber es ist wirklich, ich versuche mich zu erinnern, meine ersten BD-Erfahrungen kann ich nicht sagen. Ich habe tatsächlich mein Lebtag noch kein BD verwendet. Außer diese japanische super Hightech-Klo-Ding. Aber die hat mir echt Angst gemacht. Und das habe ich dann, Das verstehe ich. da habe ich dann, da habe ich dann, Ja, da habe ich dann Error. Halt. Ich habe dann den Notfallknopf gedrückt. Wenn man dachte, Alter, ist gerät gekommen wie beim Schnirl Ja, beim ja. Mitbau. ich hab damals so gedacht, wie du am Häusl gesessen bin, und wenn ich jetzt sage, ich scheiß mich aus, ist es einfach ein schlechtes. Ja, das passt jetzt nicht. Einfach. Aber aber so ein BD, Christoph Hacker schreibt, ein BD ist bei uns nach vorne gegangen und hat immer einen Mordsbriefschlager hinterlassen. Ja, darum durften wir als Kinder das nicht auftragen. Weil das spritzt gewaltig, wenn du das voll auftrast. jetzt sind wir bald alle Biederretisti. Tom Turbo, jawohl. Warte mal. Die sind so deppert, so der Snoop Dogg Doggy Style. Ne? Endlich hast du es gecheckt. Endlich hast du es gecheckt. Also, mach das Bild weg. Was für ein Bild? Das Kopfkino, oder was? Kommt jetzt bald der Läusl. Der Läusl! In Läusl müssen wir spielen, ja. Jawohl. BD ist bei uns nach vorne gegangen und hat immer eine Mordsbritschlerei. Ja. Ja, ich meine, Jesus, nein. Ohne Tragel können wir nicht Ich spielen. muss den Ofen zumachen, fällt mir gerade ein. Achso, ja, ich glaube, du wirst wieder nachlegen müssen. Nein, Sonst wird noch- Und da musst du nachschenken auch noch, weil ich mache das nicht, das ist der Hofen. So. So,
hat gehandelt. Ich muss sagen, wie Fidschipfel. Wie Fidschipfel hast du das gemacht. Du, wenn Lass man stehen, mach Also, noch was das ist auch Gescheites. noch. Ja. Es wird schon leichter. Nein, das wird schon, sie hebt sich schon. Es geht schon fast davor. Geht wieder schon einhändig jetzt. Da. Ja, die YouTuber verstehen nicht Wienerisch. Aber ich meine, das ist ja gut, dass wir das besprochen haben. Dr. Schigger. Ist dir überhaupt bewusst, was wir da heute köstliches Trinken wichtig? Das ist Ja, ein ja, na, Wahnsinn. mir ist schon bewusst, aber ich bin nach wie vor. bin begeistert. Also, das ist ein Tropfen nicht für jeden Tag. Nein, sind nur 3 Liter. Das ist nicht, das geht auf jeden Tag. Das war wirklich gut. Das war wirklich gut. Auf ein frohes neues Jahr. Danke noch einmal. Alle miteinander. Ja, Hurra! Und dem guten Markus Volker sei Dank. Ein Traumtröpferl. So, gut. Zu den Instrumenten. Oder? habt ihr kein Magnum checkt, der Ulrich. Der gute Markus Volker hat uns eine Doppelmagnum einfach zugeschickt. So schaut's aus. So schaut's aus. Der Markus Volker hat uns das zugeschickt, also zuschicken lassen. Von der Mosel, wirklich ein herrlicher Moment. 2015 haben wir uns noch gemerkt, Chardonnay. Chardonnay. Ein traumhafter. Ein Sekt, unglaublich. Also das ist in einem Ausmaß echt leibend, wo ich sage, bist du deppert. Es ist schade, dass es begleitet wird von Gesprächen über Fierswaschen. Genitalhygiene und sonstige. Macht nichts, es gehört dazu. Ja, Christoph Acker sagt, bitte benutze mal ein Bidet und schreibe ein Lied über die Erfahrung, das mache ich sicher. Das ist ein Wahnsinn. Ja, die Damen Die umscheinen. Damen mal Spaß Da schaut der Schlafen gehen bei Zeiten, machen dann Wirbel. Jetzt reißen das Mikrofon. Die Bottle ist ein Hammer, sagt der Franz Brandwein. Habt ihr einen GP gewonnen? Nein, das hat uns der Markus Volker Macht das geschickt. Volk geschickt, ja. Eine Doppelmagnum, 3 Liter Sekt in einer Flasche. Darum sind wir zu viert heute. So, wollen wir den Damen auch was geben. Und ich muss sagen, 3 Liter ist gerade recht. So, den Läusel, hoffentlich bringe ich es zusammen. So, ich hoffe, ich bringe es zusammen. Läusel ist in Gustav, ne? Eine Hommage an Ludwig Hirsch war das damals, wie ich es geschrieben habe. Die Melodie und der Text ist von der Monika Kuri. Wie Wieder so viele andere Lieder auch. Der Läusel. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier. Gemeinsam mit der Grube und dem Meier. Alles war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist das Essen gekommen. Na und schau, dann waren die Händel und die Fleischler waren serviert. Da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat. Nur dass der Läusel nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Der Ofen hat sich gerade geredet. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen.
Die Meier tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu dazu, der Tisch spricht zusammen, Gstuhlbur. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusl noch dazu. So ist er gegangen, bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusl auch sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch, dem Läusl seine Worte, schönste Leich, ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusl ist tot. Es ist so schade, wenn ich Erdäpfelsalat. Der Erdäpfelsalat. Ja, der Der Erdäpfelsalat. Erdäpfelsalat. Ja. Leute, zu später Stunde, schon langsam kommen wir zum Ende. Ich wollte eh schon lang abbrechen, eigentlich, aber dann ist diese BD-Geschichte gekommen. Ich wollte eigentlich um 23 Uhr noch abbrechen schon, aber Weil, warum konkret? Also, man, was, nur so, man dachte, das ist Zeit eigentlich, weil das ist ja, alles gesagt eigentlich im neuen Jahr jetzt da zum Beginn. ja. Und Aber der Hubert Zinkofer sagt Ja, sicher, nochmal, die ja. Flasche ist nicht für jeden Tag, die muss heute noch leer werden. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der Hubert, ja, hat recht. Nein, das kann es jetzt nicht sein. Das Lagerl, oder wie man sagt, der letzte Liter kann nicht das Problem sein. da liegt das nicht mehr drin. Nein, Gott sei Dank nicht. Ein Scherz. Das war ein Scherz. Aber Schau. morgen hast du vielleicht nicht mehr so viel. Nein, Könnte was willst du jetzt mit dem Aber- Lagerl? Das geht weg. Das geht weg. Da brauchen wir es gar nicht schön reden. Weil es wurscht ist. Oder? Es war bis heuer, also heuer jetzt der beste Schaumwein, den ich getrunken habe. Heuer. Schaumwein. Na schau, der Raphael Illmeier sagt, was man bei euch alles lernen kann. Der Raphael, es ist in erster Linie ein Blödsinn, was du bei uns lernen kannst, aber in der Tat, Blödsinn kann man lernen bei uns. Das stimmt. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. 2 dürfen aber jetzt nur mehr Sekt trinken. Grisi 1220. Na, ein Musikergetränk ist es nicht auf Dauer. Also, Nein, das ist nicht. vor allem in der Menge nicht. Also, Christoph Acker korrigiert sich schon. Die Feuerwehr 1, wieso eigentlich Feuerwehr? Wie bist du auf die Feuerwehr gekommen? 122. 122 ist Feuerwehr, 123 ist Polizei, 144 ist die die Rettung. Rettung. Na, das weiß man, Entschuldige, das Ja, ja. weiß man. Nein, weiß nicht, wie du auf das gekommen bist. Der Bernausmutter muss morgen auf die Rax, gute Nacht. Bernaus Gute ist Nacht. so, ich bin in der buckligen Welt, ich schaue um mich auf die Rax und sage, na schau, dass ich nicht auf muss. Ist heute ein Segen. Mach's gut. Solltest du auf der Rax beim Wachsriegelhaus vorbeikommen, schöner Gruß an einen Wirt, an einen Mann. Oh, Wachsriegelhaus. Unbedingt, ja. Wachsriegeln Lass aus. ihn ganz lieb grüßen. Hast schon ein paar Mal gespielt? Hast schon ein paar Mal gespielt? Was machst du auf der Rax beim Hausmotto? Meld dich, wenn du wieder in der Gegend bist. So machen wir das. Afterparty. Die Megabanken. Das Lackerl muss weg. Der Uli Slonek. Du hast doch schon Und ich meine, Uli Slonek ist für mich eine Respektsperson. Und da muss ich sagen, wenn er sagt, das Lackerl muss weg, also da muss ich wirklich sagen, ja, aber ich würde nicht auf das Suche. auf die Suche immer. Nein, weil das, meine, bitte, da muss man schon. Jetzt geht's Backstage weiter. Kulturauftrag erfüllt. Ja, heute haben wir eine Kultur. Und das Thema bitte, also bitte wie, es war wirklich spannend. Wie sind wir auf das gekommen? Durch die Heidelfrau. Mit Heißelfrau, ne? Über den Legard zum Bidet. Der Legert. Weil das waren einfach Klassiker. Emailliert, massiv. Und du hast heute Klospülungen, Die halten nicht so lange. die, nein, vor allem das ist so. die befriedigen dich nicht,
Weil du bis zum Schluss nicht sicher sein kannst, dass sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Und zu 80% erfüllen sie die Aufgabe nicht. Das ist- Ja, gut, so kritisch will ich gar nicht sein, aber es ist einfach, du hast in einem Wirtshaus in Wien, wo so die urige Klospülung hängt. Da weißt, alles war Leihwand, ich verrichte, was zu verrichten ist, und dann ziehe ich absolut mit einer Sicherheit. Ich ziehe an dieser Kette und weiß, es ist erledigt. Und heute, was bei diesen modernen Restaurants, was ich jetzt, du weißt nicht, du bist ja nicht sicher. Du druckst eh schon dreimal. Manchmal drückt man auch gar nicht, sondern steht, wie sie nur die Hände waschen. Hat schon die Saft auf die Hände verteilt und es kommt kein Wasser. Ja, das ist, kannst du dich erinnern, wenn wir gemeinsam einmal gestanden sind? Ja, aber man muss, Patrick, man Dann muss kam kurz ein Strahl. aber man Ja, muss schon, es ist nicht immer so einfach. ja, aber ich möchte es jetzt wirklich trotzdem, wenn wir im Sinne der Transparenz schon offen reden wollen, auch, da waren wir schon auch gesoffen. Das muss schon akkutieren. Gebe ich zu. Ja, Stimmt, fertig. und natürlich, also nüchterner, Ist man so hätte es nüchtern? funktioniert. Hätte es von vornherein absolut sicher Außer funktioniert. nüchtern bin ich schon gestanden. Nein, Bis man ja. denkt, jetzt geht's. Ja. Nein, aber es ist wirklich, das ist ein eigenes Thema. Aber hygienischer finde ich es schon, als Was? man da auftragen muss. Man. Was meinst du jetzt? Beim Wasser, beim Den Sensor. Ja, sicher. Ne? Ja. Naja, hygienisch, ja sicher. Ja gut, ich meine, Beim Früher ist mir noch wurscht, aber ich muss, nachdem man wieder die Hände gewaschen habe, dann wieder dran haben. Ne? ich mache mir Gedanken darüber, was die Leute sagen, wenn ich im Donauzentrum das nächste Mal aufs Häusl gehe und mir die Fiers wasche. Kannst lang suchen. Ich suche das Bidet. Ja, was kannst du, aber ich stelle mir das so vor, weil ich sage, hallo, der Rexau, wo sind die Fiers? Weißt du, so. Jetzt schauen wir mal, was die Leute sagen, aber ich glaube, ich werde keine Freien finden. aber Glaube warum ich auch nicht. Aber ich denke ja wirklich, die Gesellschaft ist so ausgerichtet, dass du nach dem Klogang die Hände waschst. Natürlich. Aber ich habe noch nie gehört, wasche die Füße. Und das finde ich, warum nicht? Stammt aus Frankreich und wahrscheinlich aus bäuerlicher Gegend. Das bäuerliche Gegend. Möglicherweise, ja. Das glaube ich nicht. Das kann nur aus einer anderen Ebene kommen. Nicht aus dem aber ja, das Papier ist auch wichtig. Michael Unger, ja, der bringt aber auch was Wichtiges. Da kannst du die Füße waschen, zwar hast du aber keinen Duschstab. Du schweißelst zwar sonst, denkst du, nein, aber die Füße stinken Ja, nicht. die Füße sind sauber. Das ist- Die Füße sind sauber. Ja. Aber das finde ich echt super. Und ich meine, das glaube ich. Das glaube Das ist ich. großartig. Also, ein Bidet ist was Herrliches. Die Fritzl Status. El Bandi, die echte Ferguson. Die hat, ja, Fritzl, wir sind Brüder. Wir sind Brüder, das hat sich damit ergeben. Viele werden vielleicht gar nicht wissen, um was da geht, aber wir wissen es jetzt, Fritzl. Wir sind Brüder. Die Ferguson-Spülung, El Bandi. Eine echte Ferguson. Ist eine echte Ferguson. Ja, na gut. Es lebe die Also mein Bidet ist ein Binford 3700. Aber Du bist nicht jünger. Zum Haarewaschen musst du dich ziemlich bücken. Ja? Eben das meine ich auch mit BD. ist ja nicht zum Haarwaschen gedacht. Ne? Was hat der Raffi gesagt? Was spielt bitte nichts mehr Ruhe? Mir raubt nichts mehr Ruhe. Vergiss wieder mein Spitznamen nicht. Raffi, das vergiss man nicht. Ja.
Grisi sagt, bitte stellt sich die zwei jetzt einmal im Matratzenlager vor. Kein Mensch kommt zum Schlafen. Da hast du aber recht. Das stimmt ja wirklich. aber. Das stimmt, ja. Das stimmt, egal wo ich immer da. Das war echt die Hölle. Also für die anderen, für mich nicht. Ich habe ja immer nur. Ich weiß, wo du geschlafen. Nein, ich bin mal geredet. Und irgendwann hat einer gesagt, bitte kannst du einmal die Goschen. Und ich habe gesagt, halt du die Goschen bitte. Schlaf, wenn es dich nicht interessiert. Aber Da kam dann die berühmten Worte, letztes Wort, Schweige. pass auf zur Heidelspielung. Jetzt muss ich euch eine Geschichte erzählen. Wie viele Zuschauer sind wir? Ist wurscht. Passt auf, das muss ich euch erzählen. Wir sind ja schon April. Wir sind April. Wir haben, was war denn das? Skikurs. Klassischer Skikurs. Ich sag mal, immer. ja, warte mal, wir haben dann keine mehr gehabt, weil das ist dann irgendwie eingespart worden. Ich glaube mit 15. Mit 15 in der 5. Klasse war ein Skikurs Ich gehabt. hab mit der HTL auch noch gehabt. Dann. Wie viel war? Naja, du warst nicht besser gestellt. Einen guten Turnlehrer gehabt, der Maruna, genannt Yeti. Das möchte ich haben. Ein Turnlehrer, der Yeti heißt. Spielst du einmal Yeti? Yeti. Ja. Pass Der auf. Maruna, ja, der war unterwegs im Himalaya und so, in Haberla und so auch unterwegs. Das hat er braucht, dass er mit euch Baugarten zurechtkommt. Ja, der hat auch wirklich Prüfungen abgehalten Wirklich? bei uns. Ja. Meine Turnlehrer haben viel machen können mit mir, aber mit Prüfen haben wir es nicht machen können. Ja. Pass auf, jetzt muss ich euch die Roland Geschichte erzählen. Maruna, ja. Genau. Pass auf, Skikurs, keine Ahnung wo, irgendwo die Berg. Irgendwo die Berg haben einen Skikurs gehabt und es war so, ich war total braver Schüler, absolut brav, also nicht im inhaltlich, aber vom Betragen her, zu diesem Zeitpunkt. Das war vorher nicht und nachher nicht, aber zu dem Zeitpunkt war ich relativ brav. Und es war so natürlich, wie es halt heißt, nicht alle brav bleiben und so weiter und schlafen gehen. Und es war die letzte Nacht am Skikurs und es war tatsächlich so, dass ich erkannt habe, wo man Schnaps kriegt, gratis. Nämlich in der Speis von dort, von dem Klassiker. Ding. Habe aber gesagt, ich trinke das nicht. Ich bin ein braver Schüler, ich mache das nicht. Aber ich habe den anderen habe ich gesagt, wo der Schnaps steht. Und daraufhin haben sie einige mit dem Schnaps betrunken, was ja nicht schwer war in dem Alter, nicht? Man hatte ja keine Gewohnheit. Und es war so, also ich habe geschlafen in dem Bett und dachte, alles leibend, alles super, habe dort geschlafen und das Problem war aber, dass die Wand, wo ich gelegen bin, die Wand war direkt zum WC. Hat kein Bidet gegeben dort. Das weiß ich, es war nur ein Häusl. Aber auch schon noch eine ordentliche Stimmung. Ja? Und ich liege dort so und denke mir, ja, das Leiband, schon langsam schlafen, ist nicht gegangen. Warum? Weil irgendwann ist die Tür aufgegangen, es ist wieder reingegangen und du hast dann gehört, und Der Abstand von Minuten. Stille und dann immer wieder aufgewacht, immer wieder aus dem Schlaf geschreckt. Das ist gegangen hin und wieder. Und aus meinem Zimmer sind manche dann aufgestanden und ausgegangen und dort wieder keinen Schlaf gefunden. Irgendwann habe ich dann das Lehrerzimmer gehört vom Gang, wie das Lehrerzimmer aufgegangen ist. Die Tür geht auf und du hörst einen aus, trappel, aufs WC gehen. Es dauert 10 Sekunden und du hörst ich dachte, Alter, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich mir echt gedacht, wo bin ich da gelandet? Ich wollte einfach nur aus meinem Leben was Besseres machen, was habe ich? Besoffene Schüler und besoffene Lehrer. Das war unglaublich. War mein Erlebnis. Irgendwo in die Berg. Ja, es war in die Berg im Westen. Im Westen. Rosensteingasse war immer in Oberdauern. Ja, ich war überall. Wien-Dobener Haus. Herrliche Zeiten. 3 Mal war ich dort. Christoph Vorwart gibt auf. Auf das Füße-Thema weiß ich nichts mehr. Schön war es bis nächste Woche. Vorwart! Hort, vierte Gott. Bitte Gott, ich danke dir recht narrisch für alles. Ja, der Horvath gibt auf. Ja, wir werden schon langsam zum Schluss kommen.
Aber das ist halt wirklich ein interessantes Thema, weil ich finde, der klassische Fäkalhumor hat seine Reize. War noch gut. Wenn er gut ist, natürlich, wenn er gut ist. Diese derben Witze sind nicht so gut, aber der klassische Fäkalhumor, ich kann mir erinnern, weiß ich das, ich meine, das hat mit Fäkalhumor nichts zu tun, aber dieses sich übergeben müssen und wenn wir sagen, Schulskikurs oder so, und du denkst, du versuchst all deine Sinne zusammenzunehmen und sagst, ja, ich muss mich übergeben, aber es ergibt sich gerade einfach nicht die Möglichkeit, mich anständig übergeben zu können. Ne? Und du stürmst zu der Möglichkeit, die du noch siehst, nämlich das Fenster. Und du erreichst es auch, du öffnest es, du machst alles mit einer unglaublichen Selbstdisziplin. Und das Einzige, was zwischen der Perfektion dieser Idee und der Realität gestanden ist, war ein Fliegengitter. Eine schwere Partie. Das haut dich zurück. Das haut dich zurück, das ist es Im so. wahrsten Sinne des Ja. Wortes. Ja, das ist. Ja, der Christoph Ackermann, da habe ich meine Lehren gezogen, bin heurigen Musiker geworden, ja. Absolut. Absolut. Freunde, es ist wirklich, ich möchte mich entschuldigen, dass wir dieses Thema so breit treten, aber auf der anderen Seite, Das es hat gehört sich einmal gesagt, entwickelt. es gehört einmal gesagt auch. Aber das Bidet fasziniert mich. Es muss ein Wiener nicht über das Bidet gehen. Wir müssen, wir machen einen Podcast über das Bidet. Ja, aber Das Bidet in Wien. Nein, nicht was ist glaubt. Zum Füßwaschen. Das hat gehabt der Peter Rossecker. Der hat gehabt in der Waldheimat. Damals Der hat gehabt ein Bidet. Damals noch Das steht nicht. im kein Kühlschrank gehabt. später, aber- Die haben kein Waschbecken gehabt, aber ein Bidet, warum? Zum Füßwaschen. Ich finde das großartig. Füßwaschen. Ich würde mir so gern mein Füßwaschen am Bidet. Wirklich, ich würde das wahnsinnig gern. Darf ich bei ich Darfst du tu- jederzeit. ich tu bei- Jederzeit. Und du mir die Füße waschen. Jederzeit. Und da, ja, mit den Jederzeit. Füßen dazwischen geschiffen. Das passt Nee, ganz dann großartig. kannst du die Badewanne nutzen, entweder als Dusche oder als Bad zum Bade. Ich bin ja ein Bader, ich gebe es ja zu. Ich bade Ja, gerne. nein, ich bin ein Duscher. Sicher 3-4 Mal in der Woche nehme ich ein Vollbad. Ja. Ja. Ja, mo, Das ist ganz schlimm wahrscheinlich in der heutigen Zeit. Manchmal ist es so, oder? Ja, so viel Energie und Wasserverschwendung und so. Ne? Aber ich liebe es. Die EU baut ja Atomkraftwerke, da brauchst du keine Gedanken mehr, wo ich alles CO2 reinreihe. Aber ich bin ein Duscher. Aber kein Warmduscher tatsächlich. Ich bin ein Kaltduscher. Ich bin aber am Duschen, ich gebe es zu. Das ist bei deiner Dusche Nein, ist ja nicht schlecht. Und deine Dusche hier zum Beispiel, Ja. die ist ein bisschen lästig. Die ist mit diesem Wasserfallen oben, also Ja. die Brause, da tropft es immer so eiskalt oben runter, aber es unten warm auftratzt. Das ist ein Wahnsinn. Ja, die ist auf mich eingerichtet. Ich habe halt kein Bidet dafür. Weil Ich jedes kein Mal Bidet. denke ich mir, die seit er die Neiche hat, das ist schon länger jetzt, weil man da reinsteckt, muss ich immer die obere einschalten, vorher mit warmem Wasser Ja, genau. spülen. Genau. Ja. Und dann geht's, dann kann ich die Ja. Brausekopf auch verwenden. Ja. Weil sonst trifft es von oben Wirklich wahr? eiskalt runter. Ja, ja. Willst du so heiß duschen und dann dauernd kommt von oben so Das ist ja das ausgleich. Restwasser, was da die Mischbatterie nicht so ganz abschließt, kommt eiskalt drauf, da irgendwie so ein Tropfen oben die ganze Zeit. Naja, was. Was ich Haben wir schon beim Thema sind, der Nassräume. Ich habe nicht geschaut, was man da. Der René Lemp, und das sagt mir der Harry anfangs Stream, ich soll mich zusammennehmen. Der René Lemp, das glaube ich auch. Ja. Bei uns. Das ist ja Wahnsinn. Zitat des Monats. Franz Martwein. Der klassische Fäkalhumor hat seine Reize. Klaus Steirer. Ja, aber es stimmt ja wirklich. Es stimmt ja wirklich. Fritzl, da ist es einfach leibend, euch zuzuhören. Und dank der Chef Fritzl. Danke, das ist sehr lieb. Der Peter Rosig hat sich im Bach eher gewaschen, Windgeist. Nein, ich weiß nicht, ob es nicht ein Bidet daheim gehabt haben. Das weiß ich nicht, aber das muss man nachforschen. Da gehen wir um, das ist ja von da, das ist ja Leibwand. Peter Rosig aus Waldheimat. Von hier
Mit Motorrad 30 bis 40 Minuten. 50 Kilometer, 60 Ja, Kilometer. Joggeland, Ding. Also von da wirklich schon oft, also nur mit dem Motorrad halt. Ne? Aber ich möchte das wirklich schauen, dieses Jahr, dass ich wirklich dann einmal dort einfach mal mehr stehen bleiben und wirklich in den Wald gehe. Ganz traumhafte Geschichte. Aber ich glaube auch nicht, dass ich ein BT finden werde. Es wird Nein. wohl so sein. Es Der wird ist eher im Bach waschen gegangen, nicht? Das stimmt. Ja, es ist. Marion Kriegelstein sagt, wahre Dinge muss man einfach mal gelassen aussprechen. Dankeschön, Marion. Dankeschön, genau so ist es. Völlig richtig. Ja. Mein BT. Es könnte wirklich ein super interessantes Thema werden. Uli Slonek, vielleicht, Nachdem du ein Mann vom Fach auch noch Ja. bist. vielleicht laden wir Das dich ist ein nämlich- als quasi nicht, als Stargast. Es geht heute ums BT und jetzt laden wir ein, der wirklich was weiß. Aber Legat. Legat. Warum gibt es den nicht mehr? Früher hat die Klospülung funktioniert so richtig. Das war Fallhöhe. Auch die Muscheln waren damals aber anders. Das war anders. Das hat ja auch Qualität gehabt. Das hat er Seit du gesehen. so eine moderne Muschel machst, dann bist du Na furchtbar. Na furchtbar. Aber es ist der Dreck trotzdem nicht weg. Nein, nicht. Das ist- Ohne Klobürsten kannst du scheißen gehen. Also in was? Also das ist quasi ein... Früher ist das drinnen geblieben, oder? Da war ein Wirbel drin. Ja. Das wie eine Erfindung von Viktor Schauberger ist das Wasser hinabgeströmt und hat durch den Hinabgestürzt. durch den, ja, und durch den Trichtereffekt und durch die Eiform der Muschel wurde die, also das hat anders funktioniert. Aber heute hast du nur. Na heute. Es macht oft viel Lärm heutzutage, was du druckst. aber- Wahnsinn! Und ich meine, ganz ehrlich, Die Wirkung. ganz ehrlich, was ist das Schlimmste, was ich in der Nacht aufs Klo gehen? Die stehst furchtbare Aufstimmung ist. Und du stehst auf und Alarm. Die Geräusche, die passieren, wenn ich in die Schlafung einschliefe, habe ich oft schon das Gefühl, das ist so laut, dass es wahrscheinlich mein armes Mundgelenk komplett aus dem Bett hat. Und vom Rest möchte ich gar nicht reden. Also wenn es dann Alleine der Weg. der Weg, wenn du Man dreht ja als höflicher Mann kein Licht auf, wenn man aufsteht. Ne? na, ich traue es nicht, weil ich höflich bin, so weil dann erst recht nichts sieht. Es war besser, man trat das Licht auf für mich, weil dann war ich leiser, aber dafür ist das Licht aufgedreht. Was so recht dreimal gegen Kosten oder so. Das ist, Ja, na, anrennen tue ich selten. Das gibt es auch, aber das will ich selten. oder sonst schleife ich am Kasten entlang. Ah ja, genau, da geht's Aber raus. ist nicht das Schlimmste, was es gibt, in der Nacht, wenn du aufstehst, die Klospülung? Nein, stimmt nicht. Das ist doch das Schlimmste. Du hast dich so zusammengerissen, du warst so leise, du bist nahezu wie ein Apache. Wie ein Apache bist du hingeschlichen. Das ist alles leise erledigt, alles. Wunderbar. Du willst einfach das wieder beenden, ins Bett zurückkehren, ziehst an der Schnur, drückst einen Knopf oder hebst einen Hebel, was auch immer es ist. Sieht eben nicht Und es mehr macht nur. Und du denkst ja, alles beim Teufel, weil es so laut ist. Na, wer kennt das nicht, bitte? Ja? Ja, das stört mich nicht. Also, Der Weg Mat- aus dem Schlafzimmer hinaus ist Aber- das Problem. Naja, der Mathe hat mir nicht gesagt, aber wenn du heute eine gescheite alte Spülung nimmst, zerreißt er das Klo. Das Stimmt. Es geht auch um die Muscheln. Das ist ein Kombipaket, müsste da Neues her. Weißt? Das ist, Ja, das ist, also ich bin wirklich. Der Uli Slonek ist dabei. Uli Slonek, wir machen eine Heisel-Sendung. jawohl, ja. Wir zwei, also wir drei, wir zwei mit dir, wir machen eine Heisel-Sendung. Das werden wir noch konzeptuieren. Eine Heisel- und BD-Sendung. Ja, also eine Nassraum-Sendung. hast du nicht Nassraum? Nassraum. Feuchtraum? Nassraum? Nassraum. glaub ich. Nassraum. Die Nassraum-Sendung. Waschraum, Nassraum-Sendung. Ja, das ist Das Bidet. Und andere Die schmierige- Badewanne. Die Badewanne. die Dusche. Das ist, Ja, die Doppelmagnum, der Peter Raffitzer sagt, zeigt seine Wirkung. Ja, aber Leute, ihr müsst leider mit uns durchhalten, weil die trinken wir jetzt aus. Patrick, die trinken wir jetzt aus. die ja. trinken wir aus, solange
die nicht leer ist, Weg. gehen wir nicht, der Straßenarzt-Mobil sagt auch, heute geht es um die Schüssel. Diese Ja, Witwe. ja, wirklich. Ja, der Viktor Schauberger, der findet sich. In der Früh ist das Schlimmste, wenn der Klaus in der Nacht am Klo war, wollte das Munkelein nicht wecken. Christoph Acker, nicht du bist der Haberei, du bist der Haberei. Ich gieße ein. Mit Bedacht trinken. Wieso? Das ist der letzte Rest. Ja. Wie gesagt, auch diese Flasche ist uns eine Leere. Also würdig. Muss ich ehrlich sagen, war würdig. Ja, was Schau. Aus ist. Was Leis. ist? 3 Liter ist nichts. Da sag ich dir, 3 Kilo allein das Glas. Klar, das ist klar. So wie jetzt Rindschnitzel. Rindschnitzel gibt es. Jetzt können wir sie wieder herstellen. Jetzt kannst du es hinstellen. So. Aber die steht die Rindschnitzel und die kann ich da stehen lassen. Aber wirklich ein vorzügliches Tröpfel, Absolut. um vom Absolut, Thema ja. wieder wegzukommen. Also bevor man, muss man was zu sich nehmen. Bekommt man nicht alle Tage. Ja, wirklich war was ganz Besonderes. Und darum wirklich, so schade, dass der Markus Volker nicht heute nicht dabei da ist. Weil den hätte man nur hochladen lassen. Den hätte man nur Was hochladen hätten wir lassen. in Markus? 3? Was hätten wir an? Was ist? 3 in Markus? Na Markus, ich hab ja, was hab ich? 3 Druck, ich hab ja. Druck 3. Achso, 3! Ruhig. Ich hab ja. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Ja, Ich hab nicht gewusst, was Ja. passt. Ich hab mir gedacht, das ist so schlagig oder was. gar Das ist der nicht. Red. Da steigt man nicht drauf ein. Nein, die ganze Regie vom Teufel. Ja. Wir sind April. Ich bin hängen geblieben. Ich hab nicht gewusst, was du jetzt willst. Ja. Auch diese Flasche ist eine leere Windgeist. Bin ich bis zum Schluss dabei, Fritzl Startguss, davon gehen wir aus, weil man das kann nicht sein. Das glaube ich ja. Ja. Prost damit. Snoop Dogg ist halt auch. Schauberger, ein genialer Erfinder, Wasserforscher. Absolut. Also, wir sind große Freunde, Zum Wohle, ja. große Fans von Viktor Schauberger Doch, und seine. seit- Hängt sogar ein Bild bei mir seit am 25 Damm, also Jahren. im Stiegenhaus. Da, also im Stiegenhaus, Oh. im Stiegen halt, nicht? Habe ich meine, also mitunter, Die Galerie oben. hängen, ja, die Galerie, da schöne habe ich Galerie, einige. ja. Da ist der Nikola Tesla ist dort, der Viktor Schauberger. Der Meister Eckert ist, weißt du, der Rudolf Steiner. Der Steiner natürlich, ja klar. Ganz interessante Persönlichkeiten, alle. Wirklich interessant. Ja. Wilhelm Reich auch, glaube ich, oder? Wilhelm Reich, ja, richtig. Natürlich, Wilhelm klar. Reich hängt. Na klar. Ja. Taste 3. Peter Raffe ist in der Taste 3. Amen. Meine Lieben, Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Für euch sehr zum Wohle. großartig. Großartig. Ich danke euch schön. Ihr seid der Prost. Wahnsinn. Und ich meine, die Flaschen. Vergiss in Doppler. 3 Liter. Doppelmagnum ist die neue. 3 Liter ist, ich mein, drunter machen wir nichts mehr. Ja, jedenfalls, Ist ein witziger Verein. bist du gescheit. Jedenfalls, meine Herrschaften, glaube ich, wird es wirklich Zeit, dass wir jetzt schon langsam zum Ende kommen. Also nicht schon langsam, sondern eigentlich kommen relativ zum flott. Es war eine ganz großartige Bablatschen. Das war wunderbar. Es war alles dabei. Es war dabei die Panik des Beginns. Das ist War wirklich furchtbar. Bist du Der Anfang. deppert. Das ist mir Alles vorbereitet und ohne Stress, alles. Wirklich. Also, Und dann ist das Internet komplett gehängt. Komplett. Niemand hat irgendwie einen Zugang gehabt ins Internet. Also es war quasi fast wieder. keine Ahnung. Es war awesome. Das war echt Wahnsinn. Und dann natürlich, dass wir sind im neuen Jahr mit dem Pablaciste, große Freude. Und die Lieder gespielt, ein Hetz gehabt, die geben wir noch fertig. Ich nehme noch fertig. Nimm einfach. Wir kennen einen Bevor wir die Schlussnummer spielen. Bevor wir die Schlussnummer spielen, das geht sich auch noch aus. Haben wir noch nicht. Ja, die Rindschnitzel sind noch nicht aufgetan. Nein, die sind wirklich noch nicht aufgetaucht. Die sind noch starr hart. Aber sie sind angetaut. Das heißt,
es gibt wirklich, die Wochen haben wir, mein Munkel und ich, wir haben auf jeden Fall eine Rindschnitzelgeschichte, das passt, aber den Sekt haben wir wirklich kühl gekriegt. Der war wirklich kalt. Ich habe gedacht, Alter, das kriege Der war ich nicht, wie schon gar nicht, das kriege ich Der war was ist das? richtig gut. war Wenn er gut. Köder gewesen war, war er nämlich der Geschmack nicht gewesen. Also Ja. das, Richtig temperiert. nicht so wie im Jänner normal ist, wenn man dann rausstellt, nicht auf die Terrassen steht oder zum Holz rausstellt. Weil, geh halt, hol man vorher eine Stunde rein, weil Naja, aber das, minus 3 Grad sind. aber doch das zu wäre der kalt Plan für gewesen. ihn, dann- Das wäre der Plan gewesen. Ich stelle mir aus, weil man, es ist der 3. Jänner. Ja. Das war also jetzt ist der 4., aber damals nicht, war der 3. Jänner. Und so haben wir gedacht, das wäre der Plan gewesen. 15 Grad am Nachmittag. 11 Grad. 11 Wie ich hergefahren bin, 15 Grad. Grad. Wirklich war das ist ein Wahnsinn. Teilweise. Das ist ein Also am Starfeld auf der Autobahn also 15 Grad. Der Christoph Acker fragt auch, Michael Höfler hat aber nicht solche Flaschen, oder? Der hat das schon Magnum, Magnum oder? hat er eine. Doppel Magnum nicht, aber Magnum hat er gleich. Magnum hat er auf jeden Fall, ja. Also Magnum sind 1,5 Liter, Haben wir eine. haben wir eine. Steht beim Patrick daheim? Josef Stetterwein. Ja, richtig. Ganz ein besonderes Flaschen. Die wird gehütet. Die kommt zu einem besonderen Anlass, kommt sie ja. Ja. Maggie Pemper sagt auch, ja, die Flaschen ist immer noch größer als im Glas ist ein Kipferl. Das sind Wahnsinn, die Flaschen. Eine 3 Liter Flaschen, das ist so ein Kiwi zum Aufwaschen. Wobei, und Christian, wenn wir da uns treffen, so einmal im Jahr, so ein Magnum und ein paar Doppelmagnum auch dabei. Ja, das haben ein paar Jetzt Leute. haben wir aber 35 Leute nicht oder so. Aber es kommt tatsächlich auf einen. Der 3 Botellen Drei kommt Liter. noch rein. Ja. Ist ja wurscht, das ist ein anderes Thema. Ja. Die richtige Flasche für die Buben, bauchig, sagt der Christoph Acker. Bauchig mit schlankem Hals. Und die Krise ist vernünftig. Sie sagt, es bleibt nur mehr allen ein gutes neues Jahr und gesund bleiben. Und ja, wir sagen auch, also wie gesagt, das müssen wir noch austrinken, die müssen wir noch ausrauchen, dann spielen wir die Schlussnummer. Soweit müsst ihr durchhalten, wenn es dabei bleibt. Ansonsten natürlich, wie gesagt, jeden Montag bleiben wir dabei. Bleibt dabei. Pavlatschen, Livestream. Es kommt ein bisschen was dazu. Es kommt was dazu, aber egal was wir machen, es wird nichts definitiv mit Monetär wird es nicht. mit Kosten verbunden sein, sondern wir freuen uns immer nur über freiwillige Spenden, respektive wie wir Ihnen sagen, ein Schmattes. Aber wir werden nichts machen, was man was verlangt, aber wir wollen einfach mehr machen und nachdem eben die Gelegenheiten nicht so großartig sind im großen Stile, wo wir live agieren, machen wir es online. Na, so what? International, hast du gesehen? Ja, Wie das ist ein ich Wahnsinn, das sofort ein umswitchen kann auf International. Ich switch wie ein Wahnsinniger. International. So what? Egal. Es wird passieren. Es wird was auch passieren. immer. Und den Podcast machen wir, Berühmte den Worte von Videopodcast. Uli Winter. Richtig, Es wird passieren. Wir machen es schon. Jawohl. Was? Der Steine 07, gute Nacht. Ich hab nur ein Geburtstagssektor mit meiner Frau getrunken. Steine 07, hast du jetzt Geburtstag? Steine, schreib mir eine. Hast du heute Geburtstag? Was ist heute? Der 4. Der 4. Jänner ist dein Geburtstag. Schreib mir eine. Bitte schreib mir eine. Ja. Schreib eine. Steine 07, schreib eine. Schreib Steine. Like, subscribe. Der René Lemp hat das wunderbar geschrieben. Ein Wein in 5,7 Liter V8 X-Weiti. Jawohl. Der Franz Brandwein, der hat er verstanden. Also René Lemp. Also nein, nicht René Lemp, entschuldige. Steine 07. Du musst reinschreiben, hast du Geburtstag oder die Frau? Ist eigentlich wurscht. Ob du oder die Frau, haut's mir eine, bitte, für Steine 07 oder seine Frau. Eine Orgie. Letztes Jahr doch, ihr habt letztes Jahr doch gespielt. Ja, wieso trinkst du dann heute wieso trinkst du dann heute ein Stiftel? Pass auf, wir machen das jetzt einfach. Meine lieben Pablaciste, die ihr noch online seid,
Haut eine bitte eine Orgie an rote Achteln für den Steini 07 und für seine Frau, dass sie sich Stiefel reinhauen und das wirklich eine Gaudi haben. Eine Rodie eine Rodie. Eine Orgie an der rote Achteln für den Steini 07 und seine Frau. Die Haut's Mägi eine fängt bitte. schon an. Mägi Jawohl, die Mägi fängt schon an. natürlich. Einmalig. Einmalig. Uli Sonne sagt, das war wieder ein wunderbarer langer Abend mit euch. Uli Sonne, ich freue mich so, weil wie es angefangen hat, habe ich mir gedacht, das ist wieder verdammt kurzer Abend. Kurz Abend werden. Das ist dieses scheiß Arschloch-Internet. So ist es gesagt. So ist es gesagt. Und dachte, naja, wir werden gleich aufhören, weil ich glaube, da geht nichts, kein Server findet und das ist ja, wir brechen an und. Hubert Hinkhofer, eine Mördersendung hat mit dem Löschen des Internets begonnen, ja. Der Steini 07, 4. Januar der Geburtstag, jawohl. Und da kommen schon die Achteln. Jawohl, da kommen die Achteln. Was? Gutes Neues an alle, die noch da sind. Und auf 51 neue Pavlacisti Montage. Gut gemacht, Straßenans, ich danke dir schön. Dankeschön. danke. Auf wie viele Leitungen sitzt Klaus eigentlich? Nur für den ganzen. Auf mörderisch. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Steini, zum Geburtstag viel Glück. Und jetzt alle daheim mitsingen. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Bravo Steini, alles Gute zum Alles Gute Geburtstag, zum Geburtstag jawohl. erst. Und weil wir schon dabei sind, Hubert, los mal Kinder soll er kriegen, Kinder soll er kriegen, dreimal so viel. Also, Nee, ich wollte ihm alles Gute wünschen. heiraten soll er wieder, heiraten soll er wieder. Er hat ja seine Frau da dabei. Achso, heiraten soll er sie nochmal, heiraten soll er sie nochmal, Das war dreimal, ob sie nochmal. Ob sie das Leihwand findet, weiß ich nicht. Das ist verhängnisvoll. Ja. Pass auf, Wir kommen zum Schluss. ja, hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, Der Abend mit euch war wunderschön. es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen. Langsam Zeit. Wir haben nicht gesungen, Hab viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. es ist erquant worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Da sind wir ehrlich, Wir werden schon langsam mit. er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns wirklich sehr gefreut. aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, Die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. wir haben jetzt ein paar Stunden gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still und so da jedes Lied. Ihre Zeit. Er wird
allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns wirklich sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt trinken wir dann ein Wasser auch noch. Haben wir eingeschenkt extra. Ich hab schon ausgetrunken. Oh, echt? Und sicher. Ich nicht. Na fast. Liebe Freunde, viert euch Gott. Schön war's. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Schön, Alles dass ihr mit Gute. uns das gemacht habt. Danke euch schön. So, jetzt muss ich Schluss erst finden. Jesus. Ist nicht so einfach, weil diese Pavlatschen ja am Anfang komisch angefangen haben. Ja, jetzt hört es auch komisch auf. Pass auf, wirst sehen. Menschen, Menschen, zusammen.